Ausverkauften Haus! FC Bayern, du wirst niemals untergehen. Okay, Fotos sind gemacht. So war's und so ist es und so wird es immer sein. Oh, Champions League! Thomas, servus. Oh, pst. Pst. Ja, gleich mal mit der überragenden Meisterschaft rein, der Männer, Alter. Bild. Daniel, servus und Snackmonster, moin. Ja, hätten sie aber jetzt mal ranzoomen können jetzt, oder? Bild. Gegen Sommer. Bayer Leverkusen geht in Führung. Wow, der Jamal ist da, oder was? Ist ja vorbildlich. Dafür, dass er bei uns, ich streame auch auf Twitch, ja. Dafür, dass er bei uns angeblich nicht verlängern will. Grüß dich! Dan aus den USA. Servus. Ich glaube nicht, dass es ordentlich Feuer gibt. Aber schauen wir mal, wer weiß. Bei uns ist ja immer gut für eine Überraschung bei uns. Der Sommer, der war auch eine arme Figur bei uns, oder? Bei uns auch nicht warm geworden. Du bist der König! 90 plus 6, 2-2. Dass du die Meisterschaft geholt hast, Alter, das war echt ein Wunder, ey. Spiel zwischen dem FC Bayern und Wolfsburg. Es geht um den Platz an der Tabellenspitze. 84. Minute Stanway mit dem Elfmeter und der ist drin. 1:0 für die Bayern-Frauen und damit aktuell Platz 1 in der Tabelle. Finale um die Meisterschaft gegen Potsdam. Und das zum Abschied von Karen. Unser Jahreshausflug ist immer der Burner? Ja, das stimmt. Letzten 2 Jahre war schon Burner. Aber dieses Jahr wird ruhig. Am Ende hieß es sage und schreibe 11:1 für den FC Bayern. Die Frauen sind zum 5. Mal deutscher Meister. Ja, das stimmt schon, denn Sommer hat keine leichte Zeit gehabt bei uns. Nachos, moin moin. Ich glaube, das wird heute eine ruhige JHV. Abgesehen von 1, 2 Anträgen vielleicht. Da könnte vielleicht ein bisschen Stimmung aufkommen. Mal gucken. Die Bayern sind deutscher Pokalsieger 2023. Weil Katar-Sponsoring ist weg. Wenn auch nicht von Bayern-Seite her. Ja, mal schauen. Klasse Aktion von Ibaka. Er der Königstransfer. Neben Cheftrainer Pablo Laso. Ja, im Basketball bin ich gar nicht drin, Alter. Lol, wurde jetzt echt jemand dafür geehrt, dass das 300.000. Mitglied ist, oder was? Das ist aber frech. Also ich wurde noch nicht geehrt, Alter.
Lächerlich. Will ich also noch 20 Jahre warten sollen, bis ich Mitglied werde, oder was? Mara, alles klar? Aus dem Bett gefallen, ja? Fabienne, moin! Ich bin Mitglied bei Bayern, klar. Hey, wie geht? Junge, Alter. Der nicht wäre, ey. Für die 61. Bundesliga-Saison. Ja, hätten wir das Katar-Sponsoring verlängert, wäre ich auch ausgetreten. Wäre zwar schade gewesen. Bin seit etwas über 20 Jahren, glaube ich, Mitglied, aber dann wäre ich ausgetreten. Also könnt ihr froh sein, dass Katar das Sponsoring gekündigt hat. Der FC Bayern München setzt ein Statement mit 4 Ausrufezeichen. Auf der linken Seite Tell könnte abziehen. Pass in die Mitte zu Kane. Das war's dann wohl. Die Bayern mit dem vierten Spiel in dieser Saison. Und ja, aber es ist nicht auf dem Trikot wenigstens. Aber ja, ich stimme dir dazu. Das ist jetzt auch nicht geil, das Sponsoring. Vielleicht kommt das ja heute zur Sprache. Mal gucken. Aber es ist ja auf jeden Fall nicht so umfangreich, wie es das Qatar Airways Kackding war. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, zur diesjährigen ordentlichen Jahreshauptversammlung des FC Bayern München e.V. darf ich Sie, liebe Mitglieder, zu ungewohnter Zeit an einem Sonntagvormittag im Namen des Clubs ganz herzlich begrüßen. Ebenfalls begrüßen möchte ich die anwesenden Medienvertreter und Vertreterinnen. Stellvertretend darf ich einen ganz besonderen Willkommensgruß richten an unseren Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß. Oh, ist der Uli gleich schon wieder gerührt, guck mal. Demonstrativ neben Thomas. Sonnenblume, servus. Unseren Ehrenpräsident, Vizepräsident Und Schmidt, Dr. moin. Fritz Scherer. Da ist er, Alter. Eieiei, ist der aber alt geworden. Die anwesenden Ehrenmitglieder, den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats, Herrn Dr. Edmund Stoiber, sowie seine Stellvertreterin Alexandra Schörkhuber. Der Steuerer, ey. GB, Glück auf. Und natürlich auch alle anderen anwesenden Mitglieder des Verwaltungsbeirats, der heute komplett anwesend ist. Ich möchte auch die anwesenden Abteilungsleiter des FC Bayern München begrüßen, die anwesenden Herren des Ehrenrats mit ihrem Vorsitzenden Reinhard Böker, den Vorsitzenden des FC Bayern Hilfe e.V. Karl Hopfner, den... Da kann man mal klopfen für den Hopfner, ja. Klopfen. Nee, ist noch Anfangsrede der FC Bayern hier. München AG mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen, dem Stellvertreter... Chrissy! Oh, ich sehe gar, ich muss mal die dem Cam hier ein bisschen stellvertretenden rüber. Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Diederich und Andreas Jung. Geh mal hier hin. In Vertretung für unsere Lizenzspielermannschaft begrüße ich ganz herzlich unseren Sportdirektor Christoph Freund. Banana Joe, moin! Also nicht wundern, ich bin auf Twitch und YouTube live, wenn ich mal irgendwas Unseren laber zu Cheftrainer irgendeinem anderen war. Thomas Tuchel. Ist im anderen Chat.
Thomas! Guck mal, der Uli. Gleich ins Ohr rein. Und natürlich unsere Spieler Matthijs de Ligt, Jamal Musiala und Rafa Guerrero. Schön, dass ihr da seid. Was ist denn da los? Aus der FC München Basketball Chris, GmbH moin. darf ich für die Geschäftsleitung Adrian Sarmiento begrüßen. Die Mannschaft, Servus. die Mannschaft ist bereits in Bonn, denn sie spielt heute um 17 Uhr ein Bundesligaspiel und wir wünschen ihr von hier viel Erfolg. Alles Gute. Hört sich nach Kuschelkurs an. Schauen wir mal. Unsere Frauen spielen heute um 18:30 Uhr am Campus gegen Duisburg. Wir drücken die Daumen und haben natürlich vollstes Verständnis, dass sich das Team auf dieses Spiel vorbereitet. Ja, logisch. Nach der Für unsere Begrüßungsversammlung Amateure begrüße ich vorbei. ganz herzlich unseren Cheftrainer Martin, Holger servus. Seitz Big N. und das gesamte Team. Und abschließend darf ich stellvertretend für Sie alle, liebe Damen und Herren, liebe Mitglieder, unser Mitglied mit der Nummer 1, Heiner Jüngling, begrüßen. Ganz wunderbar, dass Sie heute da sind. Heiner. Du musst sehr alt sein. Wo ist er? No, geht ja noch. Die wurden sonst gut gehalten, würde ich sagen, oder? Bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich bei Stefan Lehmann dafür, dass er Sie heute Morgen mit seiner unverwechselbaren Art auf diese Jahreshauptversammlung vorbereitet hat. Ja, die brisante Entscheidung ist wahrscheinlich, dass wir einen Sportvorstand einstellen. Stefan bleibt auch im Laufe der Versammlung bei uns und wird bei der Moderation der Wortmeldungen zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten unterstützen. Aha. Die Einladung zur Einer klatscht. Jahreshauptversammlung erfolgte fristgerecht in der aktuellen Ausgabe unserer Clubzeitschrift 51. Darüber hinaus haben wir satzungsgemäß fristgerecht über unsere Vereins-Homepage, per E-Mail und im Bundesanzeiger eingeladen. Der guten Ordnung halber gebe ich Ihnen nochmals die in der Einladung mitgeteilte Tagesordnung bekannt. Mach mal. Top 1 Bericht des Präsidenten, Top 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten, Top 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss, Punkt 4 Entlastung des Präsidiums, Punkt 5 Bericht des Vorstands der FC Bayern AG, Punkt 6 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss, Punkt 7 Antrag des Präsidiums auf Neufassung der Clubsatzung und eingereichte Mitgliedsanträge. Da wird's Top interessant. 8 Verschiedenes. Das Protokoll zu dieser Mitgliederversammlung wird wie immer von unserem Geschäftsführer Benny Volkmann geführt. Chris, Mahlzeit. Der guten Ordnung, aber ne, wie auf dem Amt. Ja, ist Deutschland halt, ne? Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese Jahreshauptversammlung im Livestream von unseren Clubmedien öffentlich sichtbar übertragen wird. Sehr gut. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, darf ich Sie bitten, sich zum Gedenken der seit der letzten Jahreshauptversammlung verstorbenen Mitglieder von ihren Plätzen zu erheben und einen Moment innezuhalten.
Herzlichen Dank. Das war jetzt aber ein komisches Ende, Alter. Wir werden all unseren Ja, wenn du viele Mitglieder hast, gehen halt auch viele, wa? das Gedenken bewahren. Und damit komme ich zum Punkt 1 der heutigen Tagesordnung, zum Bericht des Präsidenten. Also werden wir sehen, ob der Uli heute einen roten Kopf kriegt. Glaub nicht. Liebe Noch nichts Bayern, gegessen. Ja, dann gut. ich möchte euch alle nochmals ganz herzlich begrüßen. In den vergangenen Jahren hieß es ja an dieser Stelle immer Servus, guten Abend. Servus, Glück auf. Heute sitzen Guten wir Abend. hier zur Mittagszeit. Es fehlen eigentlich nur die Brezen und die Weißwürst. Aber ich hoffe, die habt ihr schon alle genossen. Bevor ich mit euch auf unseren FC Bayern 2023 schaue, möchte ich einen Fanclub heute besonders willkommen heißen. Wie ihr seht, begleiten unsere Hauptversammlung auch dieses Mal wieder Gebärdensprachdolmetscherinnen. Vielen Dank. Ich hoffe, es wird nicht zu anstrengend heute für Sie. Unser Fanclub Red Death hat mit dem FC Bayern für unsere Spielerinnen und Spieler über Monate Gebärden entwickelt, die seit dem Saisonstart bei den Aufstellungen auf der Stadionleinwand zu sehen sind. Es ist ein einzigartiges Projekt, von Fans des FC Bayern für alle Fans entwickelt. Liebe Martina Bechtold, lieber Fanclub Red Death, vielen herzlichen Dank dafür. Gut. Ich bitte euch alle auch um einen ganz besonderen gemeinsamen Applaus für unseren Fanclub Red Death, denn niemand soll sich beim FC Bayern ausgeschlossen fühlen. Dass wir heute früher als sonst zusammensitzen, ist auch ein weiterer Beleg, dass wir uns zu Herzen nehmen, was ihr, die Mitglieder, sagt. Wir sitzen nicht im Elfenbeinturm oder im stillen Kämmerlein. Wir wollen uns im Zusammenspiel mit euch immer weiter verbessern und diese neue Anstoßzeit war ein ausdrücklicher Wunsch unserer Mitglieder, Anstoßzeit. damit An- und Abreise an einem Tag möglich sind. Und ich denke, das bekommen wir auch hin. Ich wage jetzt mal eine Prognose. Wir werden sicherlich nicht mehr um Mitternacht hier sitzen. Naja, die Anreise, wenn das um 11 Uhr anfängt an einem Tag, weiß ich jetzt auch nicht so. Beim FC Bayern schreiben wir das Wort Dialog schon seit langer Zeit in Großbuchstaben. Wir haben mit euch zusammen eine Reihe von Dialogformaten entwickelt, um regelmäßig mit euch zu besprechen, was ihr auf dem Herzen habt. Erst gestern haben wir zur Einstimmung auf diese Jahreshauptversammlung einen Mitgliederstammtisch veranstaltet und über 300 von euch sind Servus. gekommen. Vielen Dank für die guten Gespräche und die wertvollen Impulse, die wir auch an diesem Abend wieder mitnehmen konnten. Einige von euch waren ja vielleicht auch schon mal dabei, wenn wir euch im Rahmen unserer Mitgliederstammtische in eurer Heimat besucht haben. Nee, Vor ein paar leider Wochen nicht. waren wir zu Hier Gast war in noch keiner. Salzburg, das erste Mal außerhalb Deutschlands, weil wir auch in Österreich eine große Fanbasis haben. Und am Ende sagte einer der Besucher, ob der FC Liverpool, Real Madrid oder Juventus Turin, so nah an seinen Fans wie der FC Bayern München ist kein anderer Verein. Naja, weiß ich jetzt nicht. Du. Nadine, Hallöchen. Das hat mich ungemein gefreut, denn so will der FC Bayern wirken. So ist der FC Bayern. Deshalb mir. Wo steht der FC Bayern München 2023? Die Antwort ist relativ leicht. Da, wo der FC Bayern München hingehört, nämlich ganz oben. Sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Gesellschaftlich, naja, da haben wir aber ein bisschen, ne? Können Sie froh sein, dass Sie Boateng nicht eingestellt haben, alle. 11-mal in Serie deutscher Meister. Und wir arbeiten hier an einem Rekord für die Ewigkeit. Soweit lehne ich mich schon mal aus dem Fenster. Denn nur wir selbst können uns da übertreffen.
An dieser Stelle auch nochmal herzlich willkommen unserem Cheftrainer Thomas Tuchel, unserem neuen Sportdirektor Christoph Freund, sowie Jamal Musiala, Matthijs de Ligt und Rafael Guerrero. Übrigens, Die DFB-Pokal können wir mal am Teppich kehren, ne? Rafael Guerrero, Torschütze gestern, jetzt bist du ein echter Bayer. Oh. Aber nur wenn ein Tor gemacht hat, sonst wärst du keiner. Und gestern war ja euer 4:2 über Heidenheim das nächste Ausrufezeichen. Und das zeigt deutlich, dass wir Großes vorhaben. Und wenn ich an letzte Woche denke, dann muss ich sagen, es gibt nur weniges, was schöner ist als ein Sieg des FC Bayern. In Dortmund, ne? Zum Beispiel ein Sieg des FC Bayern über Borussia Dortmund. Nur muss die Dortmunder nicht unser Konkurrent sind, Alter. Unser Ziel für 2024 ist klar. Die 12. deutsche Meisterschaft in Serie. Denn die 12, die steht für euch, liebe Mitglieder, für eure Unterstützung. Und dieser Titel würde noch mehr als sonst euch gehören. Darum lasst uns weiter zusammen Geschichte schreiben. Und ich muss ganz generell sagen, wenn ich auf die vergangene Saison zurückschaue, dann komme ich immer wieder zu einem Mann, Jamal Musiala. Stehe ich auch nicht, John Jay. Ich persönlich finde, dass wir alle von diesem jungen Mann sehr viel lernen konnten. Wir blicken beim FC Bayern auf ein bewegtes Jahr zurück. Nicht alles klappte nach Wunsch, auch nicht bei Jamal. Aber Jamal war einer, der nie aufgegeben hat. Er versuchte es immer wieder, am Gegner vorbeizukommen und immer wieder. Und dann in den letzten Minuten der Meisterschaft in Köln belohnte er sich und uns alle. Guck mal, der Uli, ey. Und ich denke, allein diese Geschichte sollte wieder einmal bewusst machen, nicht jede Niederlage muss auch gleich zur Krise erklärt werden. Und das trifft im Übrigen auch auf ein Pokal aus in Saarbrücken zu, so schmerzlich es war. Ups. Und lieber Thomas, Ja, ich weiß, dass es 60 ist gegen Saarbrücken absolut gewonnen hat, Alter. verständlich, seinem Ärger auch mal Luft zu lassen. Ohne Worte, oder? Ah, guck mal, jetzt ist ja noch Bestätigung schön. Kannst du auch mal raushauen, ne? Zum Lothar und in die Stirn bieten, Alter. Wir im Club sind uns da alle einig. Diese Experten, die vertragen schon auch mal ein richtiges Kontra. Unser Frauenteam ist zum 5. Mal deutscher Meister geworden im letzten Jahr. Auch das ist eine großartige Leistung. Und wenn ich mir die Tabelle so angucke, dann stehen sie wieder am richtigen Platz, nämlich am 1. Letzte Woche gerade haben wir das 2:1 über Wolfsburg gefeiert. Ein wichtiger Schritt, dass die Schale auch weiterhin in München bleibt. Und heute Abend um 18:30 Uhr geht es gegen Duisburg darum, die Tabellenspitze zu verteidigen. Und ich bin sicher, dass es heute am Abend am FC Bayern Campus noch etwas zu feiern gibt. Na, er wirkt aber schon sehr runterbetend, ne? Unsere Basketballer haben den Pokal geholt und werden sich unter unserem neuen Trainer Pablo Lasso weiterentwickeln. Pablo, der mit Real Madrid über 20 Titel gewonnen hat. Im kommenden Sommer wird dann der SAP-Garten eingeweiht. Und meine Damen und Herren, erinnert euch bitte, was für ein Quantensprung der Umzug vom Olympiastadion damals in die Allianz Arena gewesen ist. Und diese neue Arena der SAP-Garten wird eine der modernsten Spielstätten der Welt. Und ich bin überzeugt, sie wird Basketball in München auf ein neues Level heben. Und wir freuen uns auf diese Zukunft. Ja. Wirtschaftlich steht der FC Bayern München einmal mehr herausragend da.
Dazu werden euch unser erster Vizepräsident Professor Dieter Meier und unser stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzchef Michael Dieterich später alle Details geben. Auf die Zahlen, das kann ich euch sagen, könnt ihr euch jetzt schon freuen. Und wir haben dieses Mal für haben wir euch nichts von, wir kriegen keine alles Anteile. zusammengerechnet, was den Umsatz des kompletten Profibereichs des FC Bayern München ausmacht. Die Fußball AG, den Konzern und auch die Basketball GmbH. Im vergangenen Jahr betrug dieser Umsatzwert 690 Millionen Euro. In diesem Jahr erreicht der FC Bayern München die Rekordumsatzsumme von insgesamt 882 Millionen Euro. Bild. Und ich bin überzeugt davon, ihr seht, mit solchen Kennziffern kann die Zukunft kommen, sowohl im Fußball wie auch im Basketball. Gesellschaftlich erleben wir leider insgesamt unsichere Zeiten. Unsere Welt ist nicht schwarz-weiß und dennoch wird sie grell ausgeleuchtet. Die Herausforderungen an einen Sportverein sind heute groß wie nie zuvor. Aber der FC Bayern muss sich auch außerhalb der Spielfelder nicht verstecken. Denn gerade in der heutigen Zeit ist Identifikation mehr denn je ein Schlüsselwort. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Unsicherheit, Schnelllebigkeit, Entfremdung. Sie wird anonymer. Und da bietet der FC Bayern Stabilität und eine Heimat. Wir haben in diesem Jahr unser 300.000. Mitglied begrüßt und verzeichnen das höchste Mitgliederwachstum unserer Vereinsgeschichte. Inzwischen stehen wir bei 316.000 Mitgliedern. Ein absoluter Rekord. Ja, ob das jetzt gegen Anonymität hilft, weiß ich nicht, Alter. Das zeigt einmal mehr, meine Damen und Herren, wie viele Menschen Halt beim FC Bayern suchen und finden. Und 316.000 Mitglieder können nicht irren. Nee, die sind nicht so erfolgreich Verein wie die Fußballer, die Steht für Basketballer. Verständnis, Vertrauen, Haben zwar mal ein gutes Jahr und so weiter, Verlässlichkeit, aber noch nicht so Verantwortung. dominant. Zentrale Bausteine unseres Zusammenhalts im gemeinsamen Ringen um das Richtige. Und wir leben das. Das ist nicht immer leicht, ganz im Gegenteil. Vor einem Jahr, Sie mögen sich erinnern, standen wir hier und schauten mit großer Sorge auf den Krieg in der Ukraine. Heute blicken wir außerdem aufs Tiefste erschüttert in den Nahen Osten. Und beim Tja, der Post Krieg in der von Ukraine ist immer noch da, kann ich euch Alter. versichern, dass sich unser Vorstand, der gesamte Verein, so verantwortungsbewusst wie nur möglich mit dieser komplexen Thematik befasst hat. Insgesamt ist bei allem natürlich klar, noch einmal darf so etwas nicht passieren. Ganz generell gilt, Bilderträg, Alter. Ganz generell gilt, Antisemitismus hat in unserer Welt keinen Platz. Ein Vorbild für alle Generationen und alle Zeiten ist sicher Kurt Landauer, der einst nach Deutschland zurückgekehrt ist, um den Menschen hier die Hand zu reichen. Und diese einzigartige Persönlichkeit steht beispiellos für eine versöhnliche Ausrichtung. Der FC Bayern wünscht sich, wie alle Menschen, Frieden. Frieden auf der ganzen Welt und nicht zuletzt gerade im Nahen Osten und in der Ukraine. Was wir als Verein insgesamt leisten, zu stärken, was uns Menschen verbindet. Und gerade in schweren Zeiten bleiben wir, wer wir sind und leben vor, für was wir stehen. Wir übernehmen Verantwortung. Und ich möchte Ihnen gerne ein paar Beispiele nennen. In einem Verein passt man aufeinander auf.
man schützt sich und man hilft sich. Mit Obacht haben wir zum Beispiel gemeinsam mit euch Fans ein Awareness-Konzept für alle Spielstätten des FC Bayern entwickelt. Jeder und jede soll sich bei Besuchen des FC Bayern wohl und sicher fühlen. Es ist ein einzigartiges Projekt in der Bundesliga, weil es mit den Fans umgesetzt wurde. Und vielen Dank an dieser Stelle an die Vertreterinnen und Vertreter der Südkurve, die hier beteiligt waren. Südkurve! Mr. Tuckeldorn, danke für dein Primey. Lieg im Bett. Beim FC Bayern verlieren wir außerdem auch nie unsere Tradition aus den Augen. Nie unsere Wurzeln und unsere Geschichte. Und nie das, was uns aus und wer uns groß gemacht hat. Und deshalb ein Riesenlob daher an die Kurt-Landauer-Stiftung für das gute Zusammenspiel. Beim Besuch der Allianz Arena führt kein Weg mehr an Gerd Müller vorbei. Und das ist euer Verdienst, liebe Fans. Herzlichen Dank. Naja, warten wir mal ab, ob Leverkusen Meister wird, wa? Gerd wird ewig weiterleben. Durch euer Engagement. Seit über 3 Jahren entwickelt sich zudem Rot gegen Rassismus immer weiter. Unsere Initiative für Vielfalt und Toleranz, mit der wir nach innen wirken und nach außen regelmäßig Zeichen setzen. Der Schriftzug ist vielerorts sichtbar. Unsere Spielerinnen und Spieler tragen ihn auf den Autogrammkarten und jeder von euch sieht ihn, wenn er seinen Ausweis in die Hand nimmt. Aber es geht uns vor allem um die inhaltliche Auseinandersetzung, um Sensibilisierung. Rot gegen Rassismus ist mehr als nur ein Slogan. Im Rahmen unserer Initiative das wäre auch traurig, wenn es nicht anders wäre. Bei der Veranstaltung Zusammenreißen am Odeonsplatz. Uli Hoeneß, Michael Dieterich, Marco Pesic, unsere Spielerinnen Marla Groß und unser Basketball-Weltmeister Isaac Bonga, der vor 35.000 Menschen eine Rede hielt, machten die Haltung des FC Bayern deutlich. Wir stehen für ein weltoffenes, tolerantes Miteinander, für die Werte unserer Demokratie. Rechtsextremismus passt nicht in das Weltbild des FC Bayern München. Sollte selbstverständlich sein, aber muss man in der heutigen Zeit leider so klar erwähnen, ja? Bei dem Thema Vielfalt möchte ich unseren Fanclub Querpass Bayern begrüßen. Dieses Jahr waren wir wieder gemeinsam auf dem Christopher Street Day. Ihr wart Gast unseres Diversity Mountains mit über 800 Fans. Und gestern habt ihr Geflüchtete mit querem Hintergrund in unsere Allianz Arena mitgenommen. Lasst uns auch 2024 weiter solche Doppelpässe spielen. Ein Wortspiel, Alter. Jens, servus. Mit Blick auf unsere Erinnerungsarbeit ein Kompliment auch nicht zuletzt an das Team des FC Bayern Museum. Über 420.000 Besucher in diesem Jahr sprechen für sich. Und ist aber auch gut geworden, das Museum. Unter den Top 3 der Münchner Museen. Unsere Wanderausstellung Verehrt, verfolgt, vergessen zum FC Bayern in der NS-Zeit ist inzwischen national wie international schon an über 40 Standorten gewesen, unter anderem in Washington oder zuletzt in Mexico City. Im Rahmen des Holocaust-Erinnerungstags haben wir mit der israelitischen Kultusgemeinde um Frau Charlotte Knobloch ein gemeinsames Wochenende gestaltet, inklusive Synagogenführungen für unsere Mitglieder und Mitarbeitenden. Und wir alle werden nicht vergessen, wie wir zusammen Schabbat feiern durften. Und gerade aktuell leben diese Erinnerungen nachhaltig auf. Zum Thema Inklusion habe ich bereits Red Def begrüßt und möchte auch einen Glückwunsch an danke für dein Primey. Beauftragten Kim Krämer Leider waren die Alerts nicht an, die habe ich jetzt mal angemacht. Ja, der Szene. Stellvertretend für den Rollwager e.V. ist er unser Ansprechpartner. Unser inklusiver Fanclub
feiert sein 30-jähriges Bestehen. Und er ist europaweit der größte unabhängige Fanclub für Menschen mit Behinderung. Ihr macht allen Menschen Mut, sich nicht zu Hause zu verschanzen. Ihr seid ein wichtiger Teil unserer FC Bayern-Familie. Lassen Sie mich jetzt, meine Damen und Herren, einen näheren Blick auf den FC Bayern München 2022-2023 werfen. Wir mussten schwere Entscheidungen treffen. Bei Julian Nagelsmann möchte ich mich bedanken für seine Zeit beim FC Bayern München und für die Meisterschaft 2022 und wir wünschen ihm alles Gute mit der Nationalmannschaft. Und nächstes Jahr in Dortmund. Wir alle hoffen natürlich auf eine EM 2024, die der WM 2006 in nichts nachsteht. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Wir kamen im Aufsichtsrat leider irgendwann an einen Punkt, an dem man etwas verändern musste. Dem der Uli gesagt hat, ist Mit gut beiden jetzt. hat der FC Bayern große Erfolge gefeiert, als Spieler wie als Vorstände. Oliver und Hasan bleiben selbstverständlich Ikonen des FC Bayern München. Wir haben jetzt Jan-Christian Dresen, einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der den FC Bayern München bestens kennt. Er Chrissy, trifft seit über 10 Jahren im Vorstand Entscheidungen und ist ein absoluter Gewinn für diesen Verein. ja, komm, ist auch beliebt, ne? Wird heute der neue Transfer bekannt gegeben? Das glaube ich nicht. Aber wer weiß. Lieber Jan, wir alle freuen uns nachher auf Ihren Bericht, erstmals in neuer Rolle. Ihre frühere Rolle des Herrn der Zahlen, um die uns jeder Bundesligist und auch viele internationale Topclubs beneiden, begleitet seit dem Frühjahr Michael Diederich. Auch er ist mit dem FC Bayern München schon lange vertraut, weil er bereits Mitglied des Aufsichtsrats gewesen ist. Lieber Michael, herzlich willkommen als Finanzchef. Ja, es sieht doch original aus wie Mann-Net-Zahlen, oder? Passt, Alter. So stelle ich mir Mann-Net-Zahlen vor, ey. Und wir sind gespannt auf deine Bilanzen. Die Latte liegt hoch. Neu beim FC Bayern München begrüßen möchte ich Christoph Freund. Wir halten große Stücke auf dich, Christoph, als Ja, das Sportdirektor. werden wir mal sehen. Nicht zuletzt, dass du gemeinsam mit Jochen Sauer und seinem Team am FC Bayern Sauer. Campus in den nächsten Jahren die nächsten großen Talente entwickelst. Jamal Musiala, Josip Stanisic, Franz Kretzig und Alex Pavlovic sollen nur der Anfang sein. Wir brauchen wieder mehr Statement-Spieler. Können wir mal den Tuchel kurz einblenden? Was der Tuchel dazu sagt? Da ist er. Ja. Hör mir Wir auf, brauchen ey. wieder mehr Statement-Spieler made by Bayern, die mit Ja. uns Geschichte schreiben. Schön wär's. Geschichte geschrieben haben auch unsere Basketballer außerhalb des Clubs. Im Sommer diesen Jahres sorgten 3 unserer Spieler für einen Erfolg für die Ewigkeit. Beim spektakulären ersten deutschen WM-Titel standen Andy Obst, Nils Giffey und Isaac Bonga, 3 Münchner im Team. Mehr Weltmeister stellte kein anderer Club. Aha, wild. Wusste ich übrigens auch nicht. Bin auch nicht so drin im Ein Basketballthema. Verein vermittelt immer Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und auch zu verstehen. Wir schaffen gemeinsame Erlebnisse, brückenbauend, generationenübergreifend. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen kommen zusammen. Ein Verein ist letztendlich auch immer ein Ort, an dem man sich selbst begegnet. Und ich möchte jetzt noch etwas zu unserer Satzungsänderung sagen, über die wir heute abstimmen werden. Wir haben alle Anpassungen gemeinsam mit euch Mitgliedern und Fans, in einem transparenten Prozess wie noch nie zuvor ausgearbeitet, unter der Leitung unseres ersten Vizepräsidenten Dr. Dieter Meier. Und am Ende dieses Prozesses waren sich alle einig, diese Satzung in der Form so zur Abstimmung bringen zu wollen, weil sie unseren Club moderner,
und fortschrittlicher macht und weil sie auch die Rechte der Mitglieder weiter stärkt. Naja, ein Passus Vor nicht dem so wirklich. Hintergrund Ne? dieser Satzungsänderung lasst mich hier auch noch mal eins ganz klar versichern. Wir als Präsidium werden immer für eine Präsenzveranstaltung der Jahreshauptversammlung sein. Alternativen sind wirklich nur dann denkbar, wenn es zum Beispiel wieder eine Pandemie geben sollte. Denn wenn ich hier in die Halle schaue, genau so stellen wir uns das vor, gemeinsam mit unseren Mitgliedern von Angesicht zu Angesicht. Und dafür Deutsche spielen doch keine NBA, ey. Das ist immer noch die Ausnahme, wenn man Deutscher in der NBA spielt. Abschließend möchte ich mich nun zunächst bei meinem Kollegen im Präsidium, Professor Dr. Dieter Meyer und Walter Mennekes, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken. Ein herzliches Dankeschön geht auch an unseren Vorstand, um unseren Vorsitzenden Jan-Christian Dresen, seinen Stellvertreter Michael Dieterich und unseren Marketingvorstand Andreas Jung. Zudem möchte ich mich als Vorsitzender des Aufsichtsrats bei meinen Kollegen im Aufsichtsrat, vor allem bei dir, lieber Uli, und bei Karl-Heinz Rummenigge ganz herzlich bedanken. Denn eins ist auch klar, meine Damen und Herren, in Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hat der FC Bayern zwei absolute Weltklasse-Spieler. Beste Transfer-Taskforce ever. Und davon träumen sie von Mailand über Madrid bis nach Manchester. Wer soll Iran Kunda sein? Ist so ein 17-jähriges kanadisches Hightech-Talent. Lieber Uli, danke an euch beide, danke an dich und bitte gib's Karl-Heinz weiter. Australien, war es nicht Kanada? Des Weiteren geht mein Dann Dank Australien. an unsere Mitglieder des Verwaltungsbeirats mit dem Vorsitzenden Dr. Edmund Stoiber und seiner Stellvertreterin Alexandra Schörkhuber. Ich bin sehr dankbar für Ihre Ratschläge und den vertrauensvollen Austausch, den wir im Sinne des FC Bayern immer führen. Er hat ja auch ein bisschen ruhigeres Jahr gehabt, ne? Da kommst du auch ein bisschen sicherer vor. Stellvertretend für alle weiteren ehrenamtlichen im Verein tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanke ich mich bei den Mitgliedern unseres Ehrenrats und unseren Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern. Jetzt macht er extra mal eine Pause, dann klatscht keiner. Frech, oder? Ein ganz großer Dank geht auch an den FC Bayern Hilfe e.V., der von unserem früheren Präsidenten Die machen Karl echt gute Hopfer Arbeit. und Frau Elke Keller ehrenamtlich geführt wird. Und lassen Sie mich auch eins klarstellen. Beim FC Bayern Hilfe e.V. gibt es keinen Verwaltungsapparat. Jeder einzelne Cent fließt direkt an Notleidende. Und wir können enorm viel bewirken, auch dank eurer Spenden. Da kann man mal klatschen. Australisches Ich möchte es auch Hightech-Talent. nicht versäumen, hier der Stadt München unseren Dank auszusprechen. Der FC Bayern ist sehr glücklich, hier seine Heimat zu haben. Zum Schluss geht mein ausgesprochener Dank an alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ganz egal, ob an der Sebener Straße, in der Allianz Arena, am FC Bayern Campus im BMW Park, in unseren Büros in New York, Shanghai, Bangkok und in allen Stores. Ohne Ihren täglichen, extrem wertvollen Beitrag wäre der FC Bayern niemals so erfolgreich, wie er heute ist, und wäre der FC Bayern nicht das, was er heute ist. Jawohl. Zum Ende komme ich jetzt noch zu einer Persönlichkeit, die den FC Bayern über 28 Jahre lang geprägt hat. Danke, und im danke, aber Sommer musst du jetzt nicht in extra Ruhestand erwähnen. gegangen ist. Karin Danner kam mit 17 als Spielerin nach München. Später wurde sie Managerin und Abteilungsleiterin. Unter ihrer Regie stiegen die FC Bayern Frauen in die Bundesliga auf. Seitdem gewannen wir weitere 4 Meisterschaften, wurden 6-mal Vizemeister, holten den DFB-Pokal und sind in der Champions League etabliert. Von der Strategin auf dem Platz zur Pionierin und Visionärin. Sie, liebe Frau Danner, können stolz sein auf Ihr Lebenswerk und nicht zu Recht werden Sie als der Uli Hoeneß der FC Bayern Der Frauen Uli bezeichnet. Hoeneß, der FC Bayern. Darf ich Sie bitten, zu mir hochzukommen?
Jan, kommen Sie Ich auch. verstehe halt auch nicht, warum man nicht mal aus der Männerabteilung mal so 20 Mille abgezogen hat und die einfach mal in die Frauenabteilung Fußball geballert hat. Das wäre mal ein Statement. Ist doch ein Verein, Alter. Gehen Sie auf die andere Seite, dann nehmen wir Sie in die Mitte. So, Chrissy. das ist Ihr Applaus. Liebe Frau Danner, es ist mir eine besondere Freude, Sie als Ehrenmitglied des FC Bayern München heute zu begrüßen Wie bei und der war Ihnen gut. dafür unseren ganzen Dank auszusprechen. Herzlichen Dank. Mir auch eine Ehre. Gut. Gut. Ist mir auch eine Ehre. Gut. Zeit. Okay. Wollen Sie es mit runternehmen? Wir können es auch hier lassen. Dann stellen wir es dabei hier hin. Die Blumen nehmen Sie mit und das kriegen Sie hinterher. Mein größter Dank gilt zum Ausgang einmal mehr euch, liebe Fans, liebe Mitglieder. Manuel Neuer hält unseren Kasten sauber, Joshua Kimmich verteilt die Bälle, Harry Kane schießt die Tore, Thomas Müller ist einfach Sitzt der Thomas Bank. Müller. Aber ihr, die ihr heute hier sitzt, ihr seid das Herz, dessen Wir nicht, Pulsschlag oder was? unseren ganzen Frech. Verein antreibt. Und wir brauchen niemanden, der nur weiß, wie es nicht geht. Wir brauchen euch, die genau wissen, wie es geht. Nämlich immer gemeinsam, immer im Sinne unseres FC Bayern München. Und lasst uns auch weiterhin gemeinsam unseren FC Bayern München Weg gehen. Wir haben die höchsten Ziele. Das ist auch euer Anspruch als unsere Fans, für unsere Teams der Männer und Frauen und unseren Basketball. Und auch gesellschaftlich wollen wir ein Vorbild bleiben, weil es ein wesentlicher Teil unserer Club-DNA ist. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Vor gut 2 Wochen haben wir 1000 Kinder mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund in den Circus Roncalli eingeladen. Manche Kinder mussten Erlebnisse wie Fluchterfahrungen verarbeiten. Es war ein wunderbarer Nachmittag für uns alle. Und das eine oder andere vom Zauber des Zirkus sollten wir uns gerne auch in der Realität und in der heutigen Zeit bewahren. In diesem Sinne, lasst uns zusammen immer optimistisch nach vorne gucken. Die Zukunft heißt immer FC Bayern München. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Naja, wenn die ganze Story mit Mazraoui da nicht noch so ein Geschmäckle hinterlassen würde, wären seine Worte ja noch ein bisschen mehr wert. So, ich darf unsere Spieler verabschieden. Ich denke, Sie alle haben Verständnis dafür. Die müssen zum Training, zur Reha. Danke nochmal, dass ihr da wart. Aha, wild. Wir kommen Also waren die nicht zu freiwillig Punkt 2 da. unserer heutigen Agenda, nämlich zum Rechenschaftsbericht der Eieiei. Vizepräsidenten. Und ich darf unseren ersten Vizepräsidenten, Dr. Dieter Meier, bitten, seinen Servus. Bericht vorzutragen. Thomas muss Vielen nicht zur Dank, Reha. meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bayern-Familie. Die Tagesordnung sieht den Rechenschaftsbericht der beiden Vizepräsidenten vor. Gemäß dem Verteilungsplan des Präsidiums bin ich als erster Vizepräsident unter anderem für das Finanz- und Rechnungswesen des Vereins, alle rechtlichen Angelegenheiten unseres Clubs sowie für die Koordination der Arbeit mit dem Ehrenrat verantwortlich. Und aufgrund meiner Funktion als Vorsitzender des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat kommt überdies auch die Kontrolle des Finanz- und Rechnungswesens unserer FC Bayern München Aktiengesellschaft hinzu.
Ich werde zunächst auf das Finanz- und Rechnungswesen unseres Clubs für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 eingehen. Besonders spannend sind die Zahlen natürlich nicht. Sie werden auch mit Sicherheit getoppt durch Michael Diederich. Aber ohne die Finanzen findet halt alles andere nicht statt. Die Tätigkeit unseres Clubs teilt sich in zwei große Bereiche auf. Der erste ist ein rein ideeller Bereich. Er betrifft unsere Mitglieder, die damit im Zusammenhang stehende Mitgliederverwaltung sowie den Sportbetrieb mit all unseren Amateurabteilungen, über die mein Kollege Walter Mennekes im Anschluss ausführlich berichten wird. Außerhalb dieses ideellen Bereichs betreibt der Verein einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der insbesondere folgende Teilbereiche umfasst: das Halten unserer 75-prozentigen Beteiligung an der FC Bayern München AG und unserer 100-prozentigen Beteiligung an der FC Bayern München Basketball GmbH, die Pachteinnahmen aus unserem Campus sowie den Betrieb unserer Vereinszeitschrift, die seit mehr als 3 Jahren unter dem Titel 51 erscheint. Im ideellen Bereich erwirtschaftet unser Club Erträge, die in erster Linie aus den Mitgliedsbeiträgen und aus sonstigen Einnahmen sich zusammensetzen. Bei 300.000 Mitgliedern mal 60 Euro. Betreffen im Wesentlichen die Vergütung schon mal für machen, die ne? Werberechte im Campus und die Erträge aus dem Zweckbetrieb in Höhe von Höchst im ca. Kopf. 851.000 Euro. Dazu kommt noch die Ausbildungsentschädigung für unsere Jugendmannschaften. Auf der Aufwandseite mit Blick auf den Sportbetrieb sind alle Aufwendungen für unsere Amateurabteilungen, wozu übrigens auch der gesamte Basketball-Nachwuchsbereich gehört, erfasst, also insbesondere die Personalkosten, die Sportstättenmieten, die Sportbekleidung, die Reisekosten etc. Hauptposten hier sind die Aufwendungen für das Nachwuchsleistungszentrum aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AG, die bei der Position Aufwand Zweckbetrieb aufgeführt sind. Wie bereits in der Vergangenheit müssen wir uns auch in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass sich die Gesamtleistung Geschäftsbesorgung, also bezogen auf die Säbener Straße und den Campus, bei etwa 6 bis 7 Millionen Euro jährlich einspielt. Wie vorbildlich, ne? Gleich mal den Sohn eintragen. Die Steigerung der Ausgaben für den Sportbetrieb. Bei den Verbandsabgaben handelt es sich im Wesentlichen um Abgaben für den Ja, es ist auch ein fairer Beitrag, ne? Muss man Versicherungen sagen. im Mitgliedsbeitrag. Zusammenhang mit dem Campus. Gleiches Das ist schon echt okay. für die Position Abschreibungen in Höhe von ca. 1.637.000. Sie betrifft ausschließlich von unserem Verein genutzte Gebäude und Sportanlagen. Naja, es gibt einen Antrag von Herrn Ott, ne? Der auch Sinn macht. Da könnte vielleicht ein bisschen, aber ansonsten ist das heute eine ruhige Geschichte. An der FC Bayern München AG in Höhe im abgelaufenen Geschäftsjahr in Höhe von 2,25 Millionen Euro. Als zweite Einnahmequelle im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind die Einnahmen aus dem Magazin 51 in Höhe von ca. 2,954 Millionen Euro zu nennen. Bekanntlich ist seit 5 Jahren Krass, dass eine das so viele Einnahmen sind, Alter. Einnahmequelle für unseren Club Zum Bayern-Magazin. hinzugekommen. Aus dem Pachtvertrag mit der Aktiengesellschaft den Campus betreffend konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr Pachteinnahmen in Höhe von ca. 2,63 Millionen Euro erzielen. Ja, und welche positive Überraschung, die Zeit der Negativzinsen ist vorbei. Wir konnten Zinseinnahmen in Höhe von fast 20.000 Euro aus unseren Festgeldanlagen erzielen. Zu den Aufwendungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Abschreibungen in Höhe von ca. 2,42 Millionen Euro beziehen sich auf die vom Verein an die Aktiengesellschaft verpachteten Gebäude und Sportanlagen auf dem Campus. Da die Verbindlichkeiten für den Campus vollständig zurückgeführt sind, ergibt sich dort keinerlei Zinsbelastung mehr. In der Position Aufwand Bayern Magazin 51 finden sich etwas weniger als 1 Million Versandkosten. Das ist leider Geld, das wir an die Post überweisen müssen. Leider. Aus dem nächsten Schaubild wird dann das Gesamtergebnis unseres Vereins im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich. Leider mussten wir für das abgelaufene Geschäftsjahr einen kleinen Fehlbetrag in Höhe von ca. 11.000 Euro ausweisen. Auch wenn wir natürlich gerne eine schwarze Null gesehen hätten, besteht keinerlei
Anlass zur Beunruhigung, denn in dieses Ergebnis fließen, wie ja bereits erläutert, mehr als 4 Millionen Euro Abschreibungen aus dem Bayern Campus ein. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle all unseren treuen Mitgliedern. Die Mitgliederzahl ist trotz der erheblichen Mehrbelastung bei den deutlich gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten sogar noch gestiegen. Und die Zahlungsmoral hat sich gegenüber den Vorjahren noch mal deutlich verbessert. Im Ergebnis hat das dazu geführt, dass sich die eingegangenen Mitgliedsbeiträge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 400.000 Euro erhöht haben. Gemäß unserer Planrechnung für die laufende Saison 2023/2024 gehen wir von einem Jahresüberschuss von ca. 4,2 Millionen Euro aus. Haupttreiber ist dabei natürlich die Dividende der Aktiengesellschaft in Höhe von 6.750.000 Euro, die in der Aufsichtsratssitzung vom September naja, die Fußballabteilung zählt ja nicht zum Verein, ne? Und von der das ist halt so das Ding. Aktiengesellschaft noch ist halt ausgegliedert werden muss. Letzteres ist allerdings eine reine Formalie. Wir freuen uns sehr darüber und wir brauchen das Geld auch. Besonders erfreulich ist hierbei auch, dass im laufenden Geschäftsjahr die eingegangenen Mitgliedsbeiträge deutlich gestiegen sind. Alles insgesamt eine sehr positive Entwicklung. Der Mitgliedsbeitrag ist echt fair mit 60 Euro. Von ca. 19 Millionen Euro. Also da wollen andere Vereine eine Ecke mehr haben. Unser Club selbst ohne Ansatz einer Dividende am Ende des nächsten Jahres über eine Liquidität ebenfalls in Höhe von ca. 19 Millionen Euro verfügen. Die Finanzwelt des e.V. ist dank Ihrer großartigen Unterstützung, liebe Mitglieder, also absolut in Ordnung. Findest du? Ich finde gar nicht, dass er nervös wird. Zur Bilanz. Der macht das locker flockig im Gegensatz zu meiner. Also ausschließlich auf den FC Bayern Campus. Von den Finanzanlagen entfallen ca. 42 Millionen Euro auf unsere 75-prozentige Beteiligung an der FC Bayern München AG. Nach dem Forbes-Ranking 2003 verkörpert diese Beteiligung von 75% einen Wert von ca. 3,45 Milliarden Euro. Sie sehen also, dass unser Bilanzansatz absolut konservativ ist. Der restliche Ansatz entfällt auf die FC Bayern München Basketball GmbH in Höhe von ca. 11 Millionen Euro. Das Umlaufvermögen umfasst all unsere Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände, die liquiden Mittel, also insbesondere die Guthaben bei den Kreditinstituten. Wie Sie sehen, weist die Bilanz ein Eigenkapital von über 138 Millionen Euro aus. Das ist nochmals eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote liegt bei stattlichen 99% und wir arbeiten an den 100%. Vielen Dank. Da gibt es auch mal Applaus, oder? Zum Ehrenrat. Der Ehrenrat ist das wichtigste und höchste Disziplinargremium unseres Clubs. Er steht über dem Präsidium. Er wird von Ihnen, liebe Mitglieder, gewählt und besteht derzeit aus dem Vorsitzenden, Herrn Reinhard Böker, den Herrn Georg Bogestorfer, Reinhold Bayer, Werner Olk, Ludwig Landerer, Markus Preisinger und Heiner Jüngling, unser Mitglied mit der Mitgliedsnummer 1. Die wesentlichen disziplinarischen Maßnahmen des Ehrenrats betreffen ja bekanntlich Vereinsausschlüsse aufgrund von Stadionverboten für einzelne Mitglieder und den Entzug der Mitgliedschaft aufgrund kommerzieller Ticketverwertung. Gerade hierzu hat der Ehrenrat im Zusammenwirken mit dem Präsidium sehr vernünftige Sanktionsstufen entwickelt. Es muss natürlich einen Unterschied machen, ob jemand in gutem Glauben seine Tickets an einen Freund weitergibt und der die dann kommerziell verwertet oder ob jemand ein Büro zur gewerblichen kommerziellen Verwertung von Tickets aufmacht. Was eine solche kommerzielle Verwertung anbetrifft, darf ich Ihnen versichern, dass wir auch in Zukunft keinerlei Verständnis dafür aufbringen. Ja, ist auch richtig so. Wenn Mitglieder Tickets kommerziell verwerten, also mit der Ticketzuweisung Geld verdienen wollen. Wir werden zusammen mit unserer Aktiengesellschaft dafür sorgen, dass all unseren Fans und Mitgliedern zu akzeptablen und wirtschaftlich tragbaren Bedingungen der Zugang zu den Spielen unserer Mannschaft ermöglicht wird. Dies sicherzustellen, hat für uns absolute Priorität.
Zum Abschluss danke ich allen Mitarbeitern in unserer Geschäftsstelle unter der vorzüglichen Leitung unseres Geschäftsführers Benny Volkmann, halt doppelt, der für Rix, uns alle unersetzbar ist und der auch die Hauptlast bei der Organisation des heutigen Tages getragen hat. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr haben sich rund 13 Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des Vereins um die Belange von über 350. Du kannst das so sehen, wenn du kein Mitglied bist, hast du keine Chance auf Tickets. Und lobenswerterweise, Rising. ich glaube, dafür gebührt Ihnen allen unser Dank und unsere Anerkennung. Vielen Dank. Aber selbst wenn du Mitglied bist, ist das... Danken möchte ich auch allen Mitgliedern des Ehrenrats für ihre engagierte Aber Mitglieder Arbeit, werden halt bevorzugt sowie den behandelt. Mitgliedern des Verwaltungsbeirats unter Vorsitz von Herrn Dr. Stoiber und der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Schörkower sowie natürlich dem Vorstand und dem Also zumindest war es mal so. Ich weiß nicht, ob Gesamtaufsichtsrat es der AG mittlerweile eine für andere stets Regelung gibt. konstruktive und Müssen wir mal harmonische nachlesen. Miteinander. Mein Dank gilt aber ganz besonders meinen beiden Präsidiumskollegen Herbert Heiner und Walter Mennekes für die stets freundschaftliche und gewinnbringende Zusammenarbeit. Ich kann Ihnen versichern, dass wir für unseren Club rund um die Uhr am Ball sind. Letztlich geht es bei allen Entscheidungen um das Wohl und Wehe unseres FC Bayern und seiner Mitglieder, und diese Verpflichtung steht bei uns an allererster Stelle. Die Erfüllung der Erwartungen all unserer Mitglieder bei den zahlreichen Fantreffen, bei den Stammtischen, bei den Ehrungstagen, bei all den täglichen Wünschen und Vorstellungen, die an der Säbener Straße eingehen, ist manchmal schwierig. Wir alle im Präsidium versuchen natürlich, unser Bestes zu geben, aber das ist nicht immer ganz so einfach, wie es nach außen erscheint. Es ist ein Ehrenamt, aber es ist letztlich das schönste Ehrenamt, das wir uns vorstellen können. Der FC Bayern gehört zu den 3 sportlich und wirtschaftlich erfolgreichsten Clubs der Welt. Ich denke, wir waren der einzige Fußballclub weltweit, dem es gelungen ist, während der Pandemie schwarze Zahlen zu schreiben. Das ist schon wild. Ja, guck mal, Rising, dann connectest du dich mal mit dem GB. Dann hast du da einen Fanclub und dann kriegst du Tickets. Ohne Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis wäre all das nicht möglich. Und ich möchte Sie herzlich bitten, uns auch in Zukunft, so gut es geht, zu unterstützen und dem FC Bayern die Treue zu halten. Sie, liebe Mitglieder, all unsere Fans sind das Herzstück unseres Clubs, und ohne Sie wäre der FC Bayern nicht das, was er ist. Das ist richtig. Unter Tagesordnungspunkt 7 soll heute über eine wichtige Weichenstellung entschieden werden. Es bezieht sich auf den Antrag des Präsidiums auf Neufassung unserer Clubsatzung. Ich werde hierauf dann unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt ausführlich eingehen. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich für Ihr Vertrauen. Dankeschön. Servus. Wie wär's mit Red Mulig Online Fanclub? Ja, haben wir schon mal drüber spekuliert. Ja, herzlichen Dank, lieber Dieter, für Schauen wir deinen mal. Bericht, und ich bitte jetzt den zweiten Vizepräsidenten Walter Mennekes um seinen Bericht. Ich hätte mir auch mal hier so ein Klatsch-Emoji einbinden sollen für die Liebe Jahreshauptversammlung. Mitgliederinnen und Mitglieder unseres FC Bayern München. Ja, guck mal, der ist noch richtig. Hören Sie mal, welche Hören Sie Titel mal. wir in diesem Sportjahr auch mit unseren Amateuren Geil. sammeln können. Wir sind deutsche Meisterinnen und Meister, Europameister, Bronzemedaillengewinner, Aufsteigerinnen, süddeutsche Meister, Rekordsieger, bayerische Meister, Einzelmeisterinnen, Mannschaftsmeister. Und ich, der Verkünder dieser Botschaft, bin der, den keiner kennt, seit 7 Jahren euer zweiter Vizepräsident. Er ist gut, Alter. Ich feier ich. Ja, er ist gut. Unser Präsident Herbert Heiner sprach in seiner Rede von Vielfalt, und es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, Ihnen mit unseren 7 Abteilungen diese Vielfalt unseres FC Bayern einmal mehr aufzuzeigen. Basketball, Handball, Kegeln, Schach, Schiedsrichter, Seniorenfußball und Tischtennis bekommen hier und heute die verdiente Aufmerksamkeit für ihre großartigen Erfolge und ihre tolle Arbeit. Mehr als 2100 aktive Sportlerinnen und Sportler vereint der FC Bayern unter seinem Dach. Sie sind erfolgreich, identifizieren sich mit unseren rot-weißen Vereinsfarben und sind vor allem gesellschaftlich aktiv,
Darauf können wir stolz sein, darauf können Sie stolz sein, darauf sind wir alle stolz. Franz Beckenbauer hat mal gesagt, im Sport ist es wie im Leben. Es geht alles leichter, wenn du zusammenhältst, wenn du eine Gemeinschaft hast. Wir wollen mit den Abteilungen, mit unserem Team die Gesellschaft der Region München für, durch und mit Sport begeistern und Menschen inspirieren. Nach der Corona-Pandemie war und ist es besonders wichtig, Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung zu bringen. Wir sind stolz auf die zahlreichen Angebote an Schulen und inzwischen auch an Kitas, mit denen unsere Abteilungen einen wichtigen Beitrag in unserer Stadt leisten. Der Zulauf junger Menschen in unserem Verein motiviert uns und macht uns alle happy. Verantwortung tragen bedeutet aber auch, die Kinder und Jugendlichen, die bei uns Sport treiben, das ist mir sehr ernst, zu schützen und ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie sicher und sich frei entfalten können. Beim Thema Kinder- und Jugendschutz werden wir daher nie müde, hinterfragen uns ständig und sensibilisieren clubübergreifend für dieses Thema. Denn der Schutz unserer aktiven Mitglieder, insbesondere der Jüngsten, ist uns nicht nur wichtig, es ist unsere Pflicht. Kommen wir zum Sport. Beginnen möchte ich mit der Basketballabteilung unter der Leitung unseres Abteilungsleiters Andreas Minges. In der Basketballjugend wurden wieder einmal beachtliche Erfolge gefeiert. Unsere U12 konnte ihren Titel und damit die südostdeutsche Meisterschaft bravourös verteidigen und auch die U14 sorgte für Furore. Beim grandiosen Finalwochenende mit über 800 Zuschauerinnen und Zuschauern hier im BMW-Park wurden sie deutscher Vizemeister. Beachtlich, da sie ebenfalls den Ist doch gut. Klatsch doch jetzt nicht, doch! Beachtlich, da sie ebenfalls den Vizetitel in der European Youth Basketball League gewinnen konnten. Unsere U16 und U19 sind im Endturnier um die deutsche Meisterschaft im Achtel- und Halbfinale leider ausgeschieden. Das kommt auch anderen vor. Doch in der Altersklasse war es alles andere als Ja, der war gut, ey. Insgesamt 7 FC Bayern-Talente wurden in Jugendnationalmannschaften berufen, ebenso wie Steffen Hamann als Headcoach der deutschen U15. Und nicht nur das, mit Ivan Kaschenkov haben wir einen Bronzemedaillengewinner der A-Europameisterschaft in unseren Reihen. Als sechstbester Werfer wurde er zudem in die All-Star 5 gewählt. Und das, finde ich, ist eine fantastische Leistung. Herzlichen Glückwunsch an alle Kids, Coaches, Beteiligten für diese Erfolge. Last but not least möchte ich von einem historischen Erfolg der Basketball-Damen des Frauenteams berichten. Wir sind in Bayernliga Meisterinnen und Aufsteigerinnen und dafür unsere Gratulation. Unsere Frauen spielen nun in der ersten Regionalliga Südost. Ja, das ist ein Applaus wert. Ja, das ist ein Applaus wert, nicht das andere. Zudem werden wir mit 2 Mädchenteams in die Saison 23/24 starten. Auch das ist große Klasse. Und Andreas Minges, Steffen Hamann und alle Basketballer, steht doch mal eben auf, damit ich euch mal sehe, wo ihr alle sitzt. Geht das mal eben so? Hey, ist gut, ey. Ja, da seid ihr ja. Ja. Zeigt euch mal. Warum so weit hinten? Ihr gehört eigentlich viel mehr nach vorne. Ja. In der Basketball-Jugend, das habe ich gerade gesagt. Wie geht es mit der Handballabteilung, die von Abteilungsleiter Daniel Sack geführt wird? Der besondere Fokus auf die Jugendarbeit zahlt sich aus. Es gibt einen enormen Zulauf bei den Minis. Mit 10 Jugendmannschaften sind wir top aufgestellt. Und das ist die Basis für einen erfolgreichen FC Bayern im Erwachsenensport. Die U23 in der Bezirksliga bietet den jungen Nachwuchstalenten eine gute sportliche Perspektive und vor allen Dingen an den Weiterentwicklungsmöglichkeiten arbeiten wir grundsätzlich. Mit unserer ersten Herrenmannschaft sind wir seit 18 Jahren nun wieder in der Landesliga aktiv. Ein zunächst noch herausforderndes Unterfangen, aber wir drücken euch die Daumen, dass ihr es
den Frauen gleichtut. Die konnten im letzten Jahr erfolgreich die Klasse halten und stehen derzeit im guten Mittelfeld der Landesliga. Weiter so. Wo sind unsere Handballer? Zeigt euch doch mal bitte. Ja, der liebt den Verein, Alter. Ja. Benni, nächstes Jahr setzen wir die ein bisschen weiter nach vorne, nicht? Dann kann man das von hier oben noch besser sehen. Wunderbar. Das ist die einzige Kritik, die ich habe. 40 Jahre Kegelabteilung. Ja, ist gut, unter Leitung von Ronny Schade wurde an großartige Erfolge angeknüpft und ein fröhliches Jubiläum mit 10 Mannschaften aus der gesamten Bundesrepublik und Österreich nicht nur sportlich, sondern, wie wir es können, auch festlich zelebriert. Obwohl Kegeln die kleinste Sportart des FC Bayern ist, hat diese Präzisionssportart einiges zu bieten. Rund 50 Mitglieder halten sich Woche für Woche an der Sebener Straße fit. Unsere erste Mannschaft ist in der 4. höchsten Liga, also noch Luft nach oben und auf Rekordjagd. So stehen sie derzeit mit nur einer Niederlage aus 7 Spielen an der Tabellenspitze. Die Herren 2, 3 und 4. Präzisionssportart. Da haben mehr applaudiert als gerade nur die Kegler, das habe ich gemerkt. Die Herren 2, 3 und 4 sind in den Münchner Ligen sportlich gut und mit viel Freude unterwegs. Und dafür herzlichen Glückwunsch und allen weiterhin gut Holz. Lieber Ronny, an dich und unsere Mitkegler. Wo seid ihr? Steht doch mal eben auf. Ja. Der Mitkegler. Ja, wunderbar. Das war doch mal gerade ein schönes Bild. Schön. Um Doppelangriffe, Könige und holländische Verteidigung geht es ich habe das zugelernt, früher habe ich immer nur vom Schäfersucht gesprochen, und geht es beim Spiel der Könige und unseren 300 Mitgliedern unter Leitung von Jörg Wengler. Wir sind jetzt in der Schachabteilung. Durch die vorbildliche Arbeit und die exzellenten Bedingungen beim FC Bayern wächst und wächst die Schachabteilung. Insgesamt sind wir derzeit mit 11 Mannschaften im erwachsenen Spielbetrieb der Herren, 3 Frauenmannschaften und einer Seniorenmannschaft aktiv, sowie mit diversen Kinder- und Jugendmannschaften. Das ist ganz wichtig. Beim Schach finden wir von erster Bundesliga und Leistungssport bis hin zum Freizeitspiel alles unter unserem Dach. Durch das Angebot an Münchner Schulen bringen wir, jetzt hören Sie, knapp 800 Kinder ans Brett. Und der Zulauf zahlt sich aus. Die U12-Mädchenmannschaft hat sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Und das finde ich überragend. Durch Kooperation mit anderen Vereinen, internationalen Online-Turnieren oder offenen Spaßturnieren begeistert unsere Schachabteilung die Stadt München und die bayerische Region. Das Engagement geht zudem über den Sport hinaus. Auch zuletzt durch das Rot gegen Rassismus-Turnier im März mit 90 Teilnehmenden. Und dazu möchte ich Ihnen gratulieren. Und lieber Jörg, dir und deiner Truppe weiter so. Also, steht doch mal eben auf. Das ist Jörg Wengler und die ganzen Schachleute. Schön, dass wir euch haben. Er ist auf jeden Fall der richtige Mann, um mal die anderen Abteilungen ein bisschen vorzustellen, ne? Die Saison unserer Senioren-Fußballabteilung hatte es in sich. Selbst unser Abteilungskoordinator Manfred Poppe, der kam, steht doch mal eben ganz alleine mal eben auf, die anderen kommen gleich. Das ist Manfred Poppe. Also. Ah, der ist gut, ey. Den müsst ihr euch mal in kurzen Hosen vorstellen. Also die Saison unserer Fußballabteilung hat es in sich und selbst unser Abteilungskoordinator Manfred Poppe kommt aus dem Staunen nicht stark, mehr raus. Alle 5 Seniorenteams von der Ü32 bis zu Ü60 konnten uneingeschränkt ihre Titel der Bezirksoberliga München verteidigen und zudem den Münchner Pokal gewinnen. Neben den regionalen Titeln konnten weitere etliche überregionale Erfolge verzeichnet werden. 5-mal gewannen sie die bayerische Meisterschaft und 4-mal die süddeutsche Meisterschaft. Mit 3 Mannschaften der Ü32 Frauen, Ü40 und Ü50 Herren reiste der FC Bayern dann zum Saisonhöhepunkt, dem DFB Ü-Cup, nach Berlin. Und was soll ich Ihnen sagen? Wir kamen
sahen Und siechten und brachten alle 3 deutschen Meisterschaften dahin, wo sie hingehören, an die Sebener Straße. Ah, er ist gut, ey. Und Bestwind, Servus. Ja, tun wir. über Ah, die, ich muss schon weinen vor Lachen. über die Saison hinweg gingen von 26 Titeln 23 an unsere Spielerinnen und Spieler. Und das ist eine Erfolgsbilanz und eine fantastische Leistung. Lieber Manfred Poppe und alle Fußballerinnen und Fußballer, steht doch mal auf und zeigt euch mal eben den Mitgliedern. Bitte. Ja. Da sind die Fußballer, die noch nicht Millionäre sind. Gut gemacht, das ist euer Applaus. Prima. 23 von 26 Titeln. Toll, super. Danke Krass, euch ne? allen. Weiter geht's mit der Schiedsrichterabteilung, die mit 136 Mitgliedern die größte Schiedsrichterabteilung in Europa ist und von Gerd Mauersberger und bald Ulrich Goldmann geleitet wird. Knapp 1300 Mal griffen unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in der letzten Saison zur Pfeife. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Durchführung des Spielbetriebs in allen Amateurligen bis zur Regionalliga und sind ein wichtiger Teil unserer Bayern-Familie. Auch bei zahlreichen Aktionen des Vereins sind unsere Schiris immer mit dabei und geben Einblicke in die Regelkunde. Danke euch für eure Einsätze und euer Engagement. Unsere Schiris können aber nicht nur gut pfeifen, sondern auch überragend kicken. Im Juni wurden sie nach Platz 2 im Vorjahr deutscher Schiedsrichter-Mannschaftsmeister. Was für ein Erfolg und herzlichen Glückwunsch. Jetzt komme ich zu einer Personalie. Im Januar wird unser langjähriger Abteilungsleiter Gerd Mauersberger nach 11 Jahren die Abteilungsleitung an Ulrich Goldmann übergeben. Lieber Gerd Mauersberger, vielen Dank für dein hervorragendes Engagement seit über 10 Jahren. Und dir, lieber Ulrich Goldmann, wünschen wir immer den richtigen Pfiff zur richtigen Zeit auf der richtigen Pfeife. Vielleicht später mal eben auf. Zur richtigen Zeit auf der richtigen Pfeife. Ist ganz wichtig. Ja. Wie lange geht die Versammlung? Bis ins Ende ist, GB. Ich denke mal 3 Stunden locker. So. Vielen Dank euch. Vom großen Ball geht es nun zum kleinen Ball und zur Tischtennisabteilung, die von Matthias Stein geleitet wird. 11 Herrenmannschaften, 2 Damenmannschaften, 8 Jugendmannschaften, so viel gab es noch nie. Mit insgesamt 21 Mannschaften gehen wir die Spielzeit 23, 5 Stunden letztes Jahr an. Ja. Mit 3 davon spielen wir hochklassig in Bundesspielklassen. Die Herren 1 vertreten unsere Farben in der Regionalliga Süd, die Damen 1 und Herren 2 jeweils in der Oberliga Bayern. Dies ist der erfolgreichen Jugendarbeit zu verdanken, denn beispielsweise die Damen 1 ist eine Mannschaft, die rein aus der Jugend entwachsen ist. Und das finde ich fantastisch. Die Kinder- und und Jugendakademie des FC Bayern ist inzwischen die größte Jugendabteilung im Tischtennis in München und Umgebung. Jeder Tag der Woche wird genutzt, unter Leitung von Gabi Kirschner und Schiller Bartorfi trainiert bis zur Spitze. Die Erfolgsbilanz: 18 Teilnehmende bei den bayerischen Einzelmeisterschaften und 2 Titel durch Emilia Schorr in der U15 und Annabel Funke in der U11. Und bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften gewannen unsere 5 Teams 2-mal Gold, 2-mal Silber und 1-mal Bronze. 2 Teams feierten mit ihrem Start bei den deutschen Jugendmannschaftsmeisterschaften Premiere. Unsere U15-Jungen belegten einen starken 14. Platz und unsere U19-Mädchen Platz 5. Und auch im Nationaldress sind unsere Tischtennissportler sehr erfolgreich. Tom Schweiger gewann Bronze im Team Deutschland bei der Jugend-Europameisterschaft. Auch bei den deutschen Meisterschaften im Herrendoppel konnte er Bronze gewinnen. Den deutschen Titel gab es dann übrigens im Mixteam. Zudem gewann er Gold bei den bayerischen Meisterschaften. Vielleicht zeigt ihr euch mal, liebe Matthias, liebe Gabi, Teams unserer Mitgliedern. Ich finde, das ist eine starke Leistung und euer Applaus wert. Matthias, so, wunderbar.
Schön, dass ihr da seid. Vielen herzlichen Dank. Liebe Mitglieder unseres FC brauche ich Bayern Sitzfleisch. München, Ach, ich kann mich auch hinstellen, kein alle Problem. sportlichen Leistungen wären nicht möglich ohne die vielen Menschen, die sich Tag für Tag engagieren. Ich danke unseren Freundinnen und Freunden, Macherinnen und Machern in der Geschäftsstelle unter Leitung unseres Geschäftsführers Benny Volkmann mit seinen motivierten und wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie allen Abteilungsleitern und besonders den unzähligen Ehrenamtlichen bei uns im Sport für ihren Einsatz. Und danke für die besonders gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit im Präsidium mit Professor Dr. Dieter Meier und unserem Präsidenten Herbert Heiner. Das ist außergewöhnlich und klasse. Ich danke euch allen für euren Einsatz. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, lieber Walter, herzlichen Dank für deinen interessanten und wie immer abwechslungsreich vorgetragenen Bericht. Ich komme nun zu Punkt 3 unserer Agenda. Ja, war auf jeden Fall mal ein bisschen auflockernd, ne? Prüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss 2022/23 gemäß Paragraph 13 und in Verbindung mit Paragraph 19 unserer Vereinssatzung obliegt die Kassen- und Rechnungsprüfung des FC Bayern München e.V. für das Geschäftsjahr 2022/23 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rhein-Hambrecht-Singer. Und deshalb bitte ich nun Herrn Singer, uns seinen Bericht zu geben. Sehr gerne, liebe Mitglieder. Wir haben Okay, das ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, um kurz pinkeln zu gehen, Leute. Am 15. Oktober 2022 in den vergangenen Wochen die Rechnungs- und Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2022/23 durchgeführt und den Jahresabschluss des Clubs zum 30.06.23 erstellt. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses konnten wir uns auf das Rechnungswesen des Vereins stützen, von dessen Ordnungsmäßigkeit wir uns überzeugt haben. Die Auskünfte des Präsidiums, insbesondere hier von Herrn Prof. Dr. Meier, Herrn Benjamin Volkmann, dem Geschäftsführer des Vereins, und den Mitarbeitern in der Finanzbuchhaltung, haben wir bei der Erstellung des Abschlusses berücksichtigt und unsere Fragen und Feststellungen mit Ihnen erörtert. Dabei wurden uns alle erbetenen Unterlagen ausgehändigt und alle Fragen erschöpfend beantwortet. Die gesondert durchgeführte Rechnungs- und Kassenprüfung ergab, dass alle Belege, die wir eingesehen haben, ordnungsgemäß von den hierzu durch das Präsidium befugten Personen geprüft und abgezeichnet waren. Im Ergebnis kann ich Ihnen damit mitteilen, dass die Buchhaltung des Vereins ordnungsgemäß und übersichtlich geführt wird und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. Aufgrund der Ergebnisse unserer Rechnungs- und Kassenprüfung empfehle ich Ihnen die Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2022/23 und beantrage dies als Mitglied des Vereins. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Singer, für Ihre Ausführungen. Das bringt uns auch direkt zu dem 4. Punkt unserer heutigen Agenda, nämlich der Entlastung des Präsidiums. Bevor wir allerdings zu diesem Punkt kommen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Tagespunkt um die erste Abstimmung des heutigen Tages handelt. Deshalb bitte ich nun alle anwesenden Mitglieder, ihre Plätze einzunehmen, da sie nur von ihrem Sitzplatz aus an den Abstimmungen teilnehmen können. Für diesen Tagesordnungspunkt Nummer 4, der Entlastung des Präsidiums, darf ich ein Mitglied unseres Ehrenrates, nämlich Herrn Markus Preisinger, auf die Bühne bitten. Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, unter Bezugnahme auf den von Herrn Singer gestellten Antrag Kanada, auf Entlastung des Präsidiums Servus. kommen wir nun zur Abstimmung über diesen Antrag. Bevor über diesen Antrag abgestimmt wird, stelle ich extra fest, dass die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung Gerard Berger, ohne Rücksicht servus. auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. Jedes Mitglied hat bei der Abstimmung eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Die Stimmabgabe hat Spannend wird offen zu erst erfolgen, ab außer die Punkt 7, Versammlung ne? beschließt etwas anderes.
und nur ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Die Abstimmung über die Entlastung soll durch Erhebung der Stimmkarte erfolgen, die jedem Mitglied ausgehändigt worden ist. Dabei werde ich zunächst nach den Ja-Stimmen fragen, dann nach den Nein-Stimmen und dann nach den Enthaltungen. Ich weise jetzt schon darauf hin, dass die Stimmenthaltungen von der Gesamtzahl der jeweiligen, der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmen abgezogen werden müssen. Das heißt, Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen. Naja, der Antrag von Michael Ott ist schon relativ wichtig dann die eigentlich. Differenz Ne? zwischen der Gesamtzahl der teilnehmenden Stimmen einerseits und der Nein-Stimmen Ob man den Typ jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Auszählung der Stimmen wird durch unsere Stimmzähler in bewährter Manier vorgenommen, von mir ermittelt und dann bekannt gegeben. Es wird ein bisschen dauern, aber mittlerweile geht es schon ziemlich flott. Dann gebe ich zunächst bekannt, dass in der heutigen Jahreshauptversammlung 1780 Mitglieder anwesend sind. Ich weise noch mal darauf hin, wie der Präsident schon, dass eine Teilnahme nur vom Sitzplatz aus erfolgen kann und darf und würde Sie bitten, alle für die Dauer des gesamten Wahlvorgangs auf dem Platz sitzen zu bleiben. Also da sind wir echt noch rückständig, ne? Was so wir zur Technik Abstimmung anbelangt. selbst. Schon Wer wild. stimmt für die Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2022, 2023? Das ist aus meiner Sicht eine überwältigende Mehrheit. Wer stimmt dagegen? 2 oder was? Gibt es nicht viel zu zählen, aber wir müssen es abwarten. Ja, Mana, servus. Ja, schon wild. Also wie gesagt, heutzutage kannst du sowas halt alles digital machen, wa? Statt dass du da irgendwelche Ärmchen zählen musst, die hochgehen, Alter. Schon wild. Wer enthält sich der Stimme? Keiner? Ja, wenn es knapp geworden wäre, kann das dauern, ja. Vielen Dank. Damit stelle ich fest und verkünde, dass das Präsidium des FC Bayern München e.V. mit überwältigender Mehrheit bei 39 Nein-Stimmen und 19 Enthaltungen für das Geschäftsjahr 2022/2023 entlastet ist. Vielen Dank. Razzi, fatzi. Tonausfall zwischendurch. Bild. Ja, vielen Dank, Herr Preisinger, und auch Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns ausgesprochen haben. Ja, guck mal, da gibt es erstmal ein Kapu. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Wir kommen nun zu Punkt 5, Bericht des Vorstandes der FC Bayern München AG. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch mal allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die uns bei der Stimmenauszählung und bei der gesamten Organisation der Jahreshauptversammlung so tatkräftig unterstützt haben. So, Herr Dresen, dann darf ich Sie jetzt bitten in Ihrer neuen Funktion. Gönn dir mal ein Käffchen, GB. Mach das auch mal. Danke, Herbert Heiner. Liebes Präsidium, liebe Vorstandskollegen, liebe Bayern-Familie. Wer hätte das gedacht?
Vor einem Jahr habe ich mich an dieser Stelle, auf dieser Bühne, im Grunde genommen von Ihnen verabschiedet. Ich habe mich bei Ihnen allen bedankt. Bedankt für 10 außergewöhnliche gemeinsame Jahre, in denen wir sportlich alles erreicht und denen wir auch wirtschaftlich die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte geprägt haben. Ich habe mich bedankt, dass Sie in all den Jahren in mir immer mehr gesehen haben als den Mann der Zahlen. Und es waren für mich ganz persönlich sehr emotionale Momente, die mich tief berührt haben und die ganz bestimmt auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass ich erneut hier heute stehe. Und das nach 10 Jahren als Finanzvorstand, nun als Vorstandsvorsitzender dieses FC Bayern München. Und dafür danke ich nicht nur dem Aufsichtsrat mit seinem Vorsitzenden Herbert Heiner an der Spitze, sondern vor allem Ihnen allen in dieser großartigen FC Bayern-Familie. Er ist schon der richtige Mann da zur richtigen Zeit aktuell, muss man so sagen. Ey. Vor kurzem haben wir die Premiere unserer neuen Dokumentation Generation Wembley gefeiert. Ein wirklich wunderbares Zeitdokument, zusammengestellt von 2 Mitarbeitern aus unserem Club, Dominik Bayer und Bianca Preising. Die beiden haben etliche Protagonisten von damals noch einmal befragt, über 40 Interviews in ganz Europa geführt und etwas eingefangen, das diesen Club vor allen anderen auszeichnet, was ihn so uneinmalig macht. Aber was rede ich, sehen Sie selbst. Es war unser Spiel. Punkt. Wir hatten den Glauben daran. Wir wollen gemeinsam Champions League-Sieger werden. Du musstest gewinnen. Es gab keine andere Option. Wir hatten mit denen noch eine Rechnung offen. Ja, dann hat's der Ayen gemacht. Der Ayen hat's gemacht. Kaputt gemacht zusammen an den Platz. Charakterstärke haben wir gezeigt. Und das verbindet uns eigentlich mehr als wie jetzt der Pokal. Das ist echt so. Ja, wir haben es geschafft. Wir hatten eine Stimmung im ganzen Club, die einfach wirklich so gut war und so fokussiert war. Ein Team, wir waren. Mittagessen gehen wir alle. Abendessen gehen wir alle. Du hast einfach noch 1, 2, 3% noch mehr gegeben, weil du wusstest, das sind deine Kumpels. Und du bist mit denen durch dick und dünn gegangen. Die haben sich nicht nur begrüßt, die haben sich umarmt. So was habe ich nie mehr erlebt. Der Jubala. Mitspieler in deinen Augen, das ist, heute gewinnen wir. Wir haben so eine Kraft und so eine Motivation aus den Niederlagen gezogen, dass wir alles überrannt haben. Kämpfen und dann siegen. Ribéry, Robben! Jetzt macht er sein Tor! Ja, Doku zur Nationalmannschaft habe ich noch nicht gesehen. Das ist noch nicht so. Dieses Füreinander, dieses Miteinander, dieser unerschütterliche Teamgeist, sie waren und sind die tragenden Säulen unseres Erfolgs. Wir hatten immer überragende Einzelspieler beim FC Bayern, aber die großen Titel konnten wir nur gewinnen, wenn sich alle füreinander aufgeopfert haben und den Club über ihr Selbst gestellt haben. Als ich vor mehr als 10 Jahren zum FC Bayern kam und den Posten des Finanzchefs von Karl Hopfner übernommen habe, war ich recht nervös. Denn größer konnten die Fußstapfen von Karl kaum sein. Jupp Heynckes ist in diesen ersten Tagen im Februar 13 auf mich zugekommen, hat mich begrüßt. Herzlich willkommen, Herr Dresen. Sie können gerne Jupp zu mir sagen. Und denken Sie daran, fügte er lachend hinzu, wenn wir gewinnen, dann stimmen auch Ihre Zahlen. Ich komme ja ursprünglich eher aus der rationalen Bankenwelt und für mich war das erste Halbjahr da in 2013 ein Crashkurs in Emotionen. Wir eilten von Sieg zu Sieg. Die Meisterschaft haben wir am Ende mit 25 Punkten Vorsprung gewonnen. Im Halbfinale in der Champions League haben wir gegen Barcelona 4-0 zu Hause gewonnen, 3-0 im Camp Nou. Absolut irre.
Und im Finale in Wembley ging es dann darum, die alten Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball wiederherzustellen. Der Champions-League-Sieg markierte gleichzeitig einerseits den Höhepunkt in dieser Entwicklung der Mannschaft und andererseits den Start der erfolgreichsten Dekade unserer Vereinsgeschichte. Als wir vergangene Woche in Dortmund wieder angetreten sind, nach einer mehr als bitteren Niederlage im Pokal, ging es wieder ein Stückchen darum, die Dinge zurechtzurücken. Ich glaube, dies ist uns mit dem 4-0 bravourös gelungen und dafür gebührt unserem Team und auch an der Stelle ein Extraapplaus. Weiß ich nicht, ob man das Spiel so hochhängen muss, Alter. Weiß ich nicht. Zurückzukehren nach solch einer Niederlage wie in Saarbrücken ist eine große Qualität und zeigt die Stärke dieses Clubs. Mir ist keine Floskel. Mir ist eine Haltung. Dass unsere Frauen am gleichen Wochenende das Spitzenspiel gegen Wolfsburg dann auch noch gewonnen haben, hat das Wochenende echt perfekt gemacht. Es war ein ruhiger Sonntag. Jupp Heynckes, mit dem mich bis heute eine Freundschaft verbindet, sollte 2013 übrigens recht behalten. Die Zahlen, sie stimmten. Der erste Umsatz, den ich damals verkünden durfte, belief sich auf 432,8 Millionen Euro. Erstmals konnten wir die 400 Millionen Schallmauer durchbrechen. Ein Rekord für die Ewigkeit mitnichten. Die auch sehr erfreulichen Zahlen der Gegenwart wird Ihnen gleich mein Nachfolger Michael Diederich präsentieren, den ich auch noch einmal herzlich willkommen heißen möchte. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Michael. Wir haben in diesen 10 Jahren seit Wembley 11-mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir haben 5-mal den DFB-Pokal gewonnen. Und wir haben 2-mal die Champions League gewonnen. Insgesamt konnten wir seither, und zählen Sie gerne nach, wir haben hier mal alle Pokale aufgeführt, insgesamt konnten wir seither 28 Titel feiern. 28 Titel, bravo. Und reicht uns das? Mitnichten. Natürlich wollten wir wieder nach Berlin, nachdem das Endspiel schon 3-mal in Folge ohne uns stattgefunden hat. Tja. Nach der Niederlage in Saarbrücken heißt es nun, unser großes Ziel, die Meisterschaft und natürlich London. In der Champions League stehen wir ja schon als Gruppensieger fest, nach 4 Spieltagen. Und auch das ist ein toller Erfolg. Wir streben mit aller Macht wieder ins Wembley-Stadion, wo diese Saison das Finale der Champions League stattfindet. Ja, wie es heißt. Und da schließt sich dann auch der Kreis zu 2013. Was hat sie uns gelehrt, diese Generation Wembley? Es waren tollkühne, fantastische Spieler, die eine unerschütterliche Einheit gebildet haben für den Erfolg. Und ihr Motto lautete: hungrig bleiben, zusammenhalten, niemals aufgeben. Und Gleiches gilt für die Gegenwart und die Mannschaft, die am letzten Spieltag der vergangenen Saison in Köln auflief. Wir hatten es nicht mehr selbst in der Hand. Wir mussten auswärts gewinnen und auf einen Ausrutscher vom BVB hoffen. Doch unser Team hat nicht aufgegeben, es hat gefeitet und es wurde belohnt. Wir gratulieren unserer Mannschaft noch einmal ganz herzlich zur deutschen Meisterschaft, der 33. für den FC Bayern und der 11. in Folge. Klasse. Naja, das Jahr danach ist in München, ne? Champions League Finale. Und ja, die Generation Robben, Ribéry und so weiter, auf jeden Fall eine der besten gewesen. Den Titel. Herzlichen Glückwunsch also zu dieser doppelten deutschen Meisterschaft. Glückwunsch an die beiden Trainer Thomas Tuchel und Alexander Strauß und natürlich ein ganz großer Dank auch an unsere Frauenchefin Bianca Rech. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, mich außerdem bei meinem Vorgänger Oliver Kahn sowie unserem ehemaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic bedanken. Die beiden haben Verdienste um den FC Bayern. Sie werden immer ein Teil der FC Bayern-Familie bleiben und auch ihnen gehört ein Applaus. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre.
Als der Aufsichtsrat mich Ende Mai fragte, ob ich bereit wäre, den Posten des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen, da musste ich nicht lang überlegen. Wenn einem etwas das Herz berührt, dann lassen sich Lebenspläne leicht über den Haufen werfen. Die ersten Wochen als Vorstandsvorsitzender waren durchaus herausfordernd. Der Transfersommer erwies sich zwar als erfolgreich, aber er hatte auch seine Tücken. Vor allem, wenn man den Kapitän der estnischen Nationalmannschaft von der Insel holen will. Da brauchen Sie Ausdauer und Hartnäckigkeit, das kann ich Ihnen versichern. Kommen wir also zu unseren Neuzugängen. Wir freuen uns sehr über Min Jae Kim, der in der Serie A in der vergangenen Woche Er hat auf jeden Fall noch Luft nach oben, Alter. Saison zum besten Verteidiger gekürt worden. Conny Leimer und Rafael Guerrero, Rafael war heute hier, kamen beide ablösefrei. Sie haben sich trotz vieler Optionen für den FC Bayern entschieden. Und mit Daniel Perez, genau. Und mit Daniel Perez konnten wir einen der besten Keeper der nächsten Generation verpflichten. Ja, wollen wir hoffen, dass wir den auch entwickeln, Alter. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch etwas zu Daniel sagen. Für ihn und seine Familie sind das sehr, sehr schwere Wochen und Monate. Und wir fühlen mit ihm und stehen an seiner Seite, genauso wie wir als Club an der Seite Israels stehen. Seit dem 7. Oktober leben wir in einer neuen Zeit. Einer Zeit, die uns einen neuen, alten, lang existierenden Konflikt in seiner gesamten Grausamkeit wieder vor Augen führt. Nun müssen wir dem Hass gemeinsam entgegenstehen. Daniel Perez und Nusra Masraoui sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wie verschiedene Kulturen, Hintergründe und Religionen in einem Fußballclub dieselbe Heimat finden können. Ihr Zeichen für ein friedliches Miteinander und Versöhnung kann nur als vorbildhaft bezeichnet werden. Wir haben viele Gespräche mit Nusra Masraoui geführt und er hat uns klipp und klar versichert, dass er keinerlei antisemitisches, israelfeindliches oder gar terrorverharmlosendes Gedankengut in sich trägt. Er hat von Anfang an sein Gesprächsangebot mit der jüdischen Gemeinde zum Ausdruck gebracht. Das war ein offenes, gutes und vertrauensvolles Gespräch, welches inzwischen zeitlich stattgefunden hat. Wer sind wir, dass wir das nicht zunächst einmal auch dann annehmen? Wir haben unsere Entscheidung nach umfangreichen Gesprächen gefällt. Wir sind weiterhin mit allen Beteiligten im Dialog, auch mit der israelitischen Kultusgemeinde und dem Zentralrat der Juden. Es gibt keine neuen Erkenntnisse, die eine Änderung unserer Entscheidung veranlassen könnten. Klar ist das aber auch, und das hat der Präsident ja schon auch einmal gesagt, dass wenn es in Zukunft Verfehlungen gibt, wird es auch entsprechende Sanktionen geben. Ja, wie gesagt, ich hätte mir da trotzdem ein Statement gewünscht, ein ordentliches, ne? Und nicht nur so 2 Sätze. Also ich hätte da eine kleine PK angesetzt mit Masraoui und zum Beispiel den Chrissy und dann wäre gut gewesen. Wo es Neuzugänge gibt, verlassen uns auch Spieler. Das ist Teil des Transferzyklus und dementsprechend bedanken wir uns heute und hiermit noch einmal bei Sadio Mané, Lucas Hernandez, Kevin, Marcel danke für dein Primey. Benjamin Pavard, Jan Sommer, Ryan Grafenberg und Daley Blind. Ja, und Daley Blind hätte man vielleicht noch behalten sollen, wa? Es wird Ihnen nicht entgangen Ja, aber darum sein, geht es ja nicht, GB. Klar kannst du beide Seiten kritisieren. Extra erwähnt. Wir sind da ein Stück weit all in gegangen und umso glücklicher, dass sich die Mühen gelohnt haben. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle gleich hinzufügen, dass die 100 Millionen Transfers nicht unsere neue Tagesordnung sind. Nicht? Er hat schon für Tottenham geliefert und er tut es auch bei uns. Ein echter Neuner, der perfekt zur DNA so viel von Bayern mehr. München passt. Er hat schon einige Rekorde aufgestellt in der kurzen Zeit. Noch nie hat ein Spieler an den ersten 11 Spieltagen 17 Tore erzielt. Eins mehr wie Füllkrug in der ganzen Saison, Alter. Schön, servus. Noch nie haben so viele Menschen unsere Social-Media-Kanäle besucht wie am Tag seiner Ankunft. Wir freuen uns sehr, dass er das richtige Trikot jetzt trägt. Harry Kane.
Ein Sportstar und Gentleman, der dem FC Bayern gut tut. Und wir wollen ihm helfen, seiner Karriere noch einige Titel hinzuzufügen. Ja, mal hoffen, In ey. diesem Spiel, in dem Harry Kane dieses unglaubliche 50-Meter-Tor à la Klaus Augenthaler erzielte, bei diesem 8-0 gegen Darmstadt, gab es noch etwas Bemerkenswertes. Denn nach über 350 Tagen stand Manuel Neuer erstmals wieder im Bayern-Tor. Der ist aber verhalten, du. Und während wir Sven Ulreich unseren großen Dank aussprechen, dass er Manuel so würdig vertreten hat, Na, da ist aber mehr los beim Ulle. Schon ein Statement für den Ulle, wa? Ja, die Hammer kannst du generell ignorieren. ich hoffe sehr, dass er das jetzt gehört hat. Vielleicht fällt ihm dann die Unterschrift für seine Vertragsverlängerung etwas leichter beim Christoph Freund. Ach, die fällt ihm eh leicht genug. Während also Ulle unseren Manuel so würdig vertreten hat, freuen wir uns von Herzen, dass unser fünffacher Welttorhüter an seiner alten Wirkungsstätte wieder zurückgekehrt ist. Der Fisch gehört ins Wasser, der Manuel ins Tor. Das ist ja für ein Vergleich, Alter. Außerdem wollen wir last but not least unseren Sportdirektor, unseren neuen Sportdirektor herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen, Christoph Freund. Manu ist ein Fisch, ja. Wie Sie alle wissen, war Christoph zuvor 17 Jahre bei Red Bull Salzburg, davon 8 Jahre als Sportdirektor. Ja, nur mal mit der Ruhe. Alle 8 Mal ist er bei RB Meister geworden. Christoph hat bei RB Salzburg auch bereits schon früher mit unserem Campusdirektor Jochen Sauer zusammengearbeitet. Die beiden mögen sich und in der Regel schadet das nicht, wenn man sich mag und zusammenarbeitet. Ja, das ist immer gut. Selbstverständlich wollen wir den Campus stärker einbinden. Wir wollen mehr Talente entwickeln, die es in den Profibereich schaffen. Idealerweise natürlich Tuchel gleich stellen bei sich gerade uns die und nicht Nackenhaare über die auf. Laie. Wunderbare Beispiele sind hier jüngst Alexander Pavlovic oder der junge Franz Kretzig, dem wir gerade Profiverträge bis 2027 gegeben haben. Und wir erinnern uns gern an dieses Tor, was Sie hier sehen von Franz gegen Liverpool bei unserer Asienreise zum Zungeschnalzen. Viele fragen uns ja, anlässlich einer solchen Reise, ist das sinnvoll, so eine Belastung? Muss das wirklich sein? Die Antwort ist simpel. Ja. Es muss sein, weil wir uns zeigen wollen und weil wir den Anschluss nicht verlieren dürfen. Unsere Wettbewerbe sind die Bundesliga, der DFB-Pokal und die Champions League. Damit wir aber international an der Spitze bleiben können, müssen wir auch attraktiv für neue Märkte im Ausland sein. Wir freuen uns mittlerweile über 4.500 Fanclubs weltweit. Wir haben über 340.000 Fanclub-Mitglieder. Allein in Asien hat sich die Zahl unserer Fanclubs in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Und in den USA haben wir Stand heute über 140 Fanclubs. 80% unserer Follower auf Social Media kommen aus dem Ausland. Und trotzdem, wir wollen nahbar bleiben, wir wollen erlebbar sein, wir wollen echte Nähe schaffen, wir wollen nicht nur über die Bildschirme flimmern. Mein Wunsch ist, dass jedes Kind auf dieser Welt den FC Bayern kennt, dass wir aber gleichzeitig unsere Wurzeln und unsere Traditionen ehren und respektieren. Und ich wünsche mir heute, dass der FC Bayern in 20, 30 Jahren immer noch die gleiche bedeutende Rolle im internationalen und im deutschen Fußball spielt. Als Vorbild, als Vorreiter, als nimmermüder Antreiber für den Erfolg. Wenn ich Bayer wäre, würde ich sagen, packen wir's. Bockmos. Ja, ist aus Friese, wa? Ja. Ja.
Wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen, auch wirtschaftlicher Natur. Und an dieser Stelle möchte ich einen Appell an die gesamte Bundesliga richten. Der FC Bayern ist keine Insel. Es gilt das Solidarprinzip, und zwar für alle. Es müssen alle bereit sein, neue Wege zu gehen. Denn nur so kann die Bundesliga international wettbewerbsfähig bleiben. Wir müssen alle dafür hart arbeiten, die Erlöse aus der Auslandsvermarktung signifikant zu steigern. Die Sommertouren sind dann nur ein kleiner Baustein. Aber ich rufe alle, ja alle Clubs auf, Fang bloß nicht an, das Pokalfinale irgendwo anders hin zu verlegen, in dieser Alter. Sommerpause waren nur der BVB und der FC Bayern München unterwegs. Das ist definitiv zu wenig. Solidarität, liebe Freundinnen und Freunde, ist keine Einbahnstraße. Nehmen wir die Premier League. Liverpool und Manchester City waren mit uns auf der Audi Summer Tour. Weitere 6 Clubs haben in den USA ein Pre-Season-Turnier veranstaltet. Die Premier League ist für mich bei Weibe nicht unser Vorbild, aber sie nimmt heute bereits über 2 Milliarden Euro aus der Auslandsvermarktung von uns ein. Das ist das 10-fache der Bundesliga international, das 10-fache. Wie sollen wir da noch mithalten? Hinzu kommt, dass wir auf dem Transfermarkt mit Clubs konkurrieren, bei denen gefühlt das Geld aus der Steckdose kommt. Es ist Ja, aber da ändert auch die Auslandsvermarktung nichts, Alter. Dass der FC Bayern als einziger Top-Club in Europa weder einem Staat, einem Unternehmen oder einem Superreichen gehört. Ja, in Ostfriesland ist das ein bisschen anders vielleicht. Noch von einer Milliarden- oder Millionen-Schuldenlast erdrückt wird. Darauf sind wir sehr, sehr stolz und so soll es auch in Zukunft bleiben. Wir haben keine Bullen. Wir bemühen uns ebenfalls in den europäischen Gremien um finanzielles Fairplay. Auch deshalb habe ich mich dazu entschlossen, im neu geschaffenen Executive Committee der ECA anzunehmen und einzutreten. Ich versichere Ihnen, auch dort die Interessen unseres Clubs bestmöglich zu vertreten und für den FC Bayern zu kämpfen, auch wenn es zuweilen ein ungleicher Kampf ist. Am Ende können wir Ihnen alle nur versprechen, tagtäglich alles für diesen Club zu geben, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unsere Spielerinnen und Spieler und für Sie, liebe Mitglieder und Fans. Ich möchte mich sehr herzlich beim Aufsichtsrat mit Herbert Heiner an der Spitze für das Vertrauen bedanken. Es freut mich außerordentlich, dass neben Uli Hoeneß nun auch Karl-Heinz Rummenigge in diesem Gremium vertreten ist. Mit Uli und Kalle habe ich schon so viele Jahre zusammen vertrauensvoll gearbeitet. Wir haben so viel gemeinsam erlebt und ich schätze Ihren Rat und Ihre Erfahrung im höchsten Maße. Diesen FC Bayern würde es ohne diese beiden nicht in dieser Art und Weise geben. Herzlichen Dank auch an Uli und an Kalle. Oh, Uli, freu dich mal ein bisschen. Zieh mal nicht so eine Flippe. Was ist denn da los, ey? Frech, oder? Ich möchte auch dem weiteren Präsidium danken, mit den Vizepräsidenten Prof. Dr. Dieter Meyer und Walter Mennekes. Genau wie meinen Vorstandskollegen Andi Jung und Michael Diedrich. Wir alle, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ich herzlich für ihr Riesenengagement danke, die Spielerinnen und Spieler, die jede Woche ihre Höchstleistung bringen, die gesamte Bayern-Familie, wir zusammen können es nur gemeinsam und als Team schaffen, die großen Ziele dieses Clubs Jahr für Jahr zu erreichen. Füreinander, miteinander. Dazu braucht es Vertrauen, Mut und Ehrlichkeit. Wir dürfen uns nicht einlullen lassen von den Erfolgen, von den Erfolgen der Vergangenheit, denn sie sind kein Garant für die Erfolge der Zukunft. So sieht's aus. Zu Ende meiner Rede möchte ich noch einmal an die Generation Wembley erinnern. Ich denke mal, viele von Ihnen waren damals schon dabei. Und das Motto von damals, das gilt auch für die kommenden Jahre. Hungrig bleiben, zusammenhalten, niemals aufgeben. Dankeschön. Und dann erstmal wieder hungrig werden, würde ich sagen, bei so manchem Spieler.
Ja, herzlichen Dank, lieber Jan, für Ihren Bericht an der bayerischen Aussprache. Ja, der Christi, das kann er, ein bisschen, aber ansonsten war es sehr hervorragend. Ich darf nun unseren stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Michael Dieterich in seiner neuen Rolle um den Bericht der Finanzen bitten. Ja, hau mal raus. Servus, Gorde. liebe Mitglieder, liebe Fans des FC Bayern. Für mich ist es heute ein ganz besonderer Tag. Ich bin quasi der Neue in der FC Bayern-Familie und es ist mir eine große Ehre, hier vor euch zu stehen und ein sehr großes Privileg, euch die Zahlen zu präsentieren. Fan von unserem Club bin ich schon, seitdem ich denken kann. Im Aufsichtsrat durfte ich viele Jahre die Geschicke unseres Vereins mitgestalten und es ist jetzt für mich eine ganz tolle Aufgabe, zusammen mit Jan und Andi Jung die Vorstandsangelegenheiten für Bei Finanzen darf man auch keinen Spaß verstehen. Von daher, ich habe keine Sekunde gezögert, als die Frage an mich herangestellt war. Ich war lange im Finanzbereich tätig, habe zum Schluss die Hypo Vereinsbank als Vorstandsvorsitzender geleitet, bin verheiratet, habe 2 großartige Töchter, die ebenfalls riesige Fans von unserem Club sind. Ihr habt mich großartig aufgenommen und bereits nach kürzester Zeit fühle ich hier mich mehr als zu Hause. Die Arbeit im Fandialog hilft mir sehr, tief in das Clubgeschehen zu kommen, die Druckpunkte zu verstehen und mit euch an Lösungen zu arbeiten. Dafür ganz herzlichen Dank. Was uns auszeichnet, und der Jan Dresen hat darauf hingewiesen, ist Kontinuität. Die Zahlen in der Vergangenheit haben Karl Hopfner, hallo Karl, schön, dass du heute hier bist, und Jan Dresen Ihnen präsentiert. Beide Namen stehen für hohe Professionalität und große Erfolge. Verpflichtung und Ansporn für mich, das Gleiche für euch zu tun. Eins kann ich bereits an dieser Stelle heute hier sagen, ihr könnt auf mich zählen. Unseren Verein mit Weltrang in die Zukunft zu führen und mit dem Aufsichtsrat die Geschicke zu lenken, ist für mich mehr als ein Job. Es ist meine Berufung, es ist meine Leidenschaft. Denn unser Verein bildet die Heimat für viele Millionen Menschen auf der Welt. Und ihr seid die Seele von diesem Verein. Mit eurer Hingabe und mit eurem Commitment. Das ist einfach großartig zu sehen und ganz herzlichen Dank dafür. Ihr seid ein Finanzmensch, Ibi, was ist los? Über Jahre hinweg hat der FC Bayern erfolgreich gewirtschaftet. Da musste und neutral und immer nüchtern neue sein. Spielräume für den sportlichen Bereich geschaffen. Uli Hoeneß hat bildhaft vom Festgeldkonto gesprochen. Übrigens, es vergeht kein Tag, wo ich auf dieses Festgeldkonto angesprochen werde. Es ist mein stetiger Begleiter. Und ich habe eine besondere Beziehung dazu. Als Banker durfte ich darüber wachen. Als Finanzvorstand sorge ich dafür, dass es wächst und gedeiht. Und seid es sicher, das tut es. Ja, das ist Spaß, guck mal. Diese Strategie fortzusetzen, ist Teil unserer Freiheit. Denn es ist Ausdruck und Resultat unserer wirtschaftlichen Vernunft. In einer Welt, in der andere ihr Geld von Investoren oder von Staaten bekommen, müssen wir uns immer neben dem Platz weiterentwickeln und professionalisieren, um uns so die Spielräume zu schaffen. Denn eins steht für uns unumstößlich fest. Alles, was wir erwirtschaften, wird ausschließlich in den Sport investiert. Bei uns geht es rein und immer zuerst um den Sport. Alles andere wird diesem Ziel untergeordnet. Unser Anspruch bleibt national wie internationale Spitzenklasse. Unsere wichtigste Rendite sind Titel. Damit dies so bleibt, müssen wir auch in Zukunft sorgfältig wirtschaften, damit wir weiterhin die Spieler, von denen der Jan eben berichtet hat, auch in Zukunft uns leisten können. Lieber Jan, du hast bei der letzten Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr einen positiven Ausblick
auf das Geschäftsjahr gewagt und dabei gesagt, es wird Ihnen Freude machen, meinem Nachfolger im nächsten Jahr zuzuhören. Nach der Ankündigung, gebe ich ehrlich zu, bin ich ein bisschen nervös auf meinem Stuhl hin und her gerutscht und ich war sehr gespannt, was mich erwartet. Ich kann Ihnen jedenfalls sagen, egal und unabhängig, wer Ihnen die Zahlen präsentiert, Sie können sich sehen lassen. Dies vorausgeschickt, lassen Sie mich nun zu den relevanten Finanzkennzahlen kommen. Die Abschlüsse zum 30.06. sind vom Vorstand erstellt und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rhein-Hambrecht-Singer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen sowie vom Aufsichtsrat genehmigt. Lassen Sie mich mit dem Konzernabschluss für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2022/2023 beginnen, der die wichtigsten Einzelabschlüsse wie die FC Bayern München AG, aber auch die Allianz Arena München Stadion GmbH und andere Tochterfirmen umfasst. Es war kein einfaches Jahr. Nein, man kann sagen, es war ein herausforderndes Jahr. Es war das erste Jahr nach der Pandemie und wir hatten zum ersten Mal wieder volle Stadien. Aber wir hatten auch zahlreiche geopolitische Herausforderungen. Plötzlich hatten wir einen Krieg mitten in Europa. Die Energiepreise sind explodiert und es war nicht sicher, wie unser Land durch den Winter kommt. Letztlich, glaube ich, können wir festhalten, ist uns das ganz gut gelungen. In diesem Umfeld ist es umso bemerkenswerter, dass es uns gelungen ist, einen Rekordumsatz von 854 Millionen zu erwirtschaften, was einer Steigerung von 30% entspricht. Das ist schon krank, Alter. Ja, haben wohl alle genug Trikots gekauft, wa? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dies ist eine außergewöhnliche Leistung. Und dass ich hier stehen darf und die Zahlen präsentieren, hat nur einen wesentlichen Grund, nämlich all meine Kolleginnen und Kollegen des FC Bayern, die eine exzellente Arbeit im letzten Jahr geleistet haben und mit ihrem Einsatz, ihrem Leidenschaft diesen Verein tragen. Von daher mein ganz herzliches Dankeschön an all die Kolleginnen und Kollegen. Der folgende Applaus, der gehört euch. Es ist mir eine große Ehre, für euch und mit euch zu arbeiten. Ganz herzlichen Dank. Parallel dazu konnten wir unser operatives Ergebnis, das Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen, um über 40% auf knapp 188 Millionen steigern. Das operative Ergebnis ist für uns so bedeutsam, weil es die Kraft und die Leistungsfähigkeit von unserem Verein widerspiegelt. Eine noch erfreulichere Entwicklung kann ich beim Ergebnis vor Steuern berichten. Hier konnten wir das Ergebnis um über 200% auf 54 Millionen steigern. Das Ergebnis nach Steuern stieg im gleichen Betrachtungszeitraum um 180% auf 35,7 Millionen Euro. Kann sich sehen lassen. Was ich dazu sage, zu Nagelsmann, ja, ist jetzt der verkehrte Zeitpunkt. Da müsste ich ja hier eine Viertelstunde Monolog Zur wirtschaftlichen Solidität gehört fairerweise auch ein Blick in die Bilanz. Insbesondere beim Eigenkapital, welches auf sage und schreibe 536 Millionen Euro gestiegen ist und ist damit ein Leuchtturm in der gesamten Fußballwelt. Ein Leuchtturm. Keinen anderen. Das Festgeldkonto knallt. Europäischen Club mit so einer Eigenkapitalausstattung und lasst mich auch verraten, aus meinem alten Leben als Banker. Ich kenne nur wenige Unternehmen in der Größenordnung mit so einer Eigenkapitalausstattung. Dazu gilt weiterhin noch zu sagen, dass wir wahrscheinlich der einzige Verein sind, der komplett ohne Bankverbindlichkeiten auskommt, auch wenn mich das in meiner alten Profession immer ein bisschen geschmerzt hat. Jetzt freut mich sehr. Ja, das ist krass. Ja, der kommt erst bei Punkt 7 her. Wachstum, Wachstum, Lass Wachstum. mich jetzt zu den Kenngrößen für die FC Bayern München AG kommen. Hier konnten wir im abgelaufenen Wirtschaftsjahr einen Umsatz von ca. 30%, eine Steigerung von 30% auf 817 Millionen erwirtschaften. Ich weiß, Wiederholungen sind langweilig, aber ich muss es einfach sagen, auch das ist ein Rekordwert.
Beim Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen haben wir 153 Millionen erwirtschaftet und das Ergebnis vor Steuern konnten wir um 200% auf 35,5 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis nach Steuern erreichte 23 Millionen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass dies auch die Kenngröße und die Basis für die Dividendenausschüttung ist, aber dazu komme ich später nochmal. Interessant wird es, glaube ich, wenn wir uns die Herkunft der Umsätze ansehen. Und hier können wir festhalten, dass wir in fast allen Bereichen Umsatzsteigerungen erzielen konnten. Spielbetrieb, Sponsoring, Merchandising, alles mit zweistelligen Wachstumsraten. Und im Bereich Transfer konnten wir das Ergebnis um 800% steigern. Liebe Mitglieder, mögen noch mal einmal sagen, es war keine erfolgreiche Transferperiode. Im Merchandising haben wir im vergangenen Jahr ein sehr gutes Wachstum gesehen. Wir haben das Sortiment gestrafft, wir haben Abläufe optimiert und wir haben ein Top-Team. Die Kolleginnen und Kollegen sind nachts nach der Vertragsunterzeichnung, die der Jan durchgeführt hat mit Harry Kane, in die Shops, haben die Trikots beflockt, dass wir am anderen Tag genügend Material in den Stores hatten. Allein an dem Wochenende haben wir über 20.000 Trikots von Harry Kane alleine verkauft. In meinem jugendlichen Leichtsinn bin ich unglücklicherweise mit dem Uli eine Wette eingegangen über den Gesamtersatz fürs gesamte Jahr. Ich befürchte, die Wette verliere ich, Uli, aber das freut mich, dich zum Essen danach einzuladen. Er ist so ein richtiger Finanzguru. An der Stelle auch ein Dank an unseren Partner Adidas, der dafür gesorgt hat, dass wir immer ausreichend genügend Material an Lager hatten. Diese Ertragskomponenten sind deswegen so bedeutsam, weil sie die Kraft und die Stärke unseres Vereins widerspiegeln. Hier sind wir sozusagen im Driver Seat und hier bestimmen wir die Zukunft unseres Vereins. Denn überall dort, wo wir nicht selbst im Driver Seat sind, und der Jan hat den Hinweis schon gemacht, haben wir einen gravierenden Nachteil. Mit meinen Vorgängern verbindet mich neben langjähriger Freundschaft noch eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass wir euch seit Jahren sinkende Erlöse aus der TV-Vermarktung zeigen müssen. Und hier wiederholt sich im letzten Jahr leider auch wieder die Vergangenheit. Erneut sind diese Umsätze gesunken. Erlaubt mir mal einen Hinweis für Feinschmecker. Mangelndes Know-how bei der Vermarktung von internationalen TV-Rechten wird man nicht durch einen Bankkredit selbst am Steuer, GB. Wir brauchen andere Ansätze und andere Lösungen. Lasst uns einen Blick bitte noch gemeinsam auf den europäischen Wettbewerb werfen. National sind wir die Benchmark, an denen sich alle orientieren müssen. Und wie sieht es international aus? Hier stehen wir mit den großen Clubs im Wettbewerb und fast alle haben einen Vorteil, was die TV-Verlöse angeht. Uns hilft unsere Performance in der Champions League, täuscht aber nicht darüber hinweg, dass wir national ein Problem haben und seit Jahren sinkende Einnahmen zu verzeichnen haben. Das schmerzt umso mehr, weil es sich hier um besonders margenstarke Umsätze handelt. Nun müssen wir uns die Frage stellen, was tun wir, um diesen Nachteil auszugleichen? Nun, wir müssen die Vermarktungserlöse, also die Umsätze im Sponsoring, Merchandising und so weiter im Fokus haben und hart daran arbeiten, daran besser zu werden. Das ist schon krass, ne, dass Real Madrid einfach mal 100 Mille mehr hat. Wir haben hart gearbeitet und sind besser geworden. Ja, liebe Fans, liebe Mitglieder, lasst uns das ganz klar sagen. Wir haben hier die Wucht und die Kraft unseres Vereins in die Waagschale geworfen und es ist uns gelungen, diese Lücke kleiner zu machen. Und das muss auch in Zukunft so bleiben, um sportlich konkurrenzfähig zu bleiben. Lasst uns noch zum Abschluss einen Blick auf die Kosten werfen. Und es freut mich hier, trotz einer hartnäckigen Inflation euch mitteilen zu können, dass die Personalkostenquote unter die magischen 50% gebracht wurde. Ihr wisst, es ist unser Mantra, dass bei allem sportlichen Erfolg
immer nur das auszugeben, was wir auch selbst erwirtschaften. Sportlicher Erfolg im nationalen und internationalen Kontext treibt uns an. Wirtschaftliche Solidität war, ist und wird unser Mantra bleiben. Kommen wir nun zur Mittelverwendung. Der Vorstand hat sich entschlossen, der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende von 10 auf 30% vorzuschlagen. Dem e.V. werden damit 6,75 Millionen Mittel zufließen für weitere Investitionen. Alles, was ich Ihnen heute hier mitgeteilt habe, könnt ihr auch im nächsten Magazin 51 nachlesen. Wenn ihr jetzt nachher nach Hause fahrt und gefragt werdet, naja, was habt ihr denn da alles mitgenommen? Hier mal ganz kurz die Zusammenfassung. Euer Verein hat einen Rekordumsatz eingefahren. Euer Verein ist der Leuchtturm im Eigenkapital. Euer Verein ist führend in Europa, wenn es um die Vermarktung geht. Euer Verein zahlt eine Top-Dividende. Ganz herzlichen Dank. Schönen Nachmittag. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Ja, lieber Michael, herzlichen Dank. Ich denke, du hast deinen ersten Auftritt sehr gut überstanden. Gratulation. Ein kleiner Tipp, unter deinem Vorgänger wurden die Zahlen von Jahr zu Jahr besser. So, wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 6 und 7 und dazu übergebe ich die Versammlungsleitung an meinen ersten Vizepräsidenten, Dr. Dieter Meier. Ja, vielen Dank, Herbert. Die Top 6 betrifft die Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 2023/24. Nach unserer Satzung müssen wir eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wählen, der die Rechnungs- und Kassenprüfung für den Jahresabschluss 2023/24 obliegt. Das Präsidium schlägt Ihnen hierfür die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rhein-Hamprecht-Singer GmbH vor. Wir führen diese Abstimmung analog über die Entlastung des Präsidiums durch. Ich werde also zunächst nach den Ja-Stimmen fragen, sodann nach den abgegebenen Nein-Stimmen und Enthaltungen. Die Abstimmung erfolgt wieder von Ihrem Sitzplatz aus. Maßgeblich für das Abstimmungsergebnis ist die Differenz zwischen der Gesamtzahl der an der jeweiligen Abstimmung teilnehmenden Stimmen einerseits und der Nein-Stimmen andererseits. Auszählung wird wieder durch die Stimmzähler unter meiner Aufsicht vorgenommen. Ich werde dann das Stimmergebnis ermitteln und Ihnen bekannt geben. Das wird ein klein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Zunächst darf ich bekannt geben, dass zum jetzigen Zeitpunkt 1723 Mitglieder anwesend sind. Die Abstimmung nochmal nur vom Sitzplatz aus. Ich bitte diejenigen, die dem Vorschlag, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rhein-Hamprecht-Singer GmbH mit der Erstellung des Jahresabschlusses 23/24 zu beauftragen, zustimmen, um ihr Handzeichen. Ja, vielen Dank. Das sieht nach überwältigender Mehrheit aus. Dann machen wir die Gegenprobe. Wer stimmt gegen die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rhein-Hamprecht-Singer? Dann bitte ich die Stimmenzähler, das zu ermitteln. Das erscheint mir sehr übersichtlich zu sein. Okay. Vielen Dank. Wer enthält sich der Stimme?
Okay, hier ist noch jemand. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rhein-Hambrecht-Singer GmbH gegen 13 Nein-Stimmen bei 34 Stimmenthaltungen mit überwältigender Mehrheit auch für das Wirtschaftsjahr 23/24 mit der Rechnungs- und Kassenprüfung des FC Bayern München e.V. betraut. Ich danke Ihnen für Ihre Mitwirkung. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 7, Antrag des Präsidiums auf Neufassung der Clubsatzung und eingereichte Mitgliedsanträge. Ich darf Ihnen zunächst einen Überblick über unseren Satzungsprozess geben. Anschließend wird dann Herr Rechtsanwalt Dr. Stopper die Einzelheiten, die Details der neu vorgestellten Satzung erläutern. Ich glaube, ich mache das hier vom Mikrofon aus. Der Tagesordnungspunkt 7 bezieht sich auf den Antrag des Präsidiums auf Neufassung unserer Clubsatzung. In diesem Zusammenhang möchte ich mich zunächst bei all Ihnen bedanken, dass Sie sich heute extra Zeit für diese wichtige Mitgliederversammlung genommen haben. Das zeigt, wie sehr Ihnen das Wohl und Weh unseres Clubs am Herzen liegt und dass nicht nur das Herz von Thomas Müller, sondern auch Ihr Herz rot schlägt. Lassen Sie mich ganz kurz ein wenig auf die Historie des Satzungsprozesses eingehen. Wir haben in den letzten Jahren vielfältige Anregungen bekommen, wie wir unsere Satzung verbessern und modernisieren könnten. Vor diesem Hintergrund hat das Präsidium bekanntlich vor mehr als 3 Jahren beschlossen, eine Satzungskommission unter meinem Vorsitz einzusetzen. Das Schicksal des an vielen Wochenenden und Abendstunden erarbeiteten Satzungsvorschlags anlässlich unserer Jahreshauptversammlung vom November 2021 ist allgemein bekannt. Das in dieser Versammlung dominierende Thema Katar hat leider auch noch so vernünftige Vorschläge in der vorgestellten Satzung verdrängt. Da wir aber nach wie vor Änderungsbedarf sehen und auch die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen wollten, haben wir auch auf Anregung zahlreicher Mitglieder die Diskussionsrunden wieder aufgenommen und deutlich erweitert. Dabei ging es uns um eine Anpassung der Satzung an die veränderten Rahmenbedingungen, vor allem um eine Stärkung der Rechte unserer Mitglieder, ihrer Rechte. Bei einem ersten Satzungsforum im Mai diesen Jahres hatten wir insgesamt über 300 Bewerbungen und mussten aus Kapazitätsgründen und weil auch nur so eine effektive und sinnvolle Diskussion möglich ist, die Teilnehmerzahl auf 50 beschränken. Wir haben damals all die 29 Mitglieder eingeladen, die uns schriftlich Änderungsvorschläge für die Satzung zugesandt haben. Alle übrigen Teilnehmer haben wir ausgelost. Zielsetzung dieser Veranstaltung war ein offener und konstruktiver Austausch, die Klärung der Erwartungshaltungen und möglichst auch die Erarbeitung des ein oder anderen Ergebnisses. Die Diskussion erfolgte unter Mitwirkung und Federführung von Vereinsrechtsspezialisten, die wir in diesem Jahr erstmals hinzugezogen haben. Insbesondere wirkten mit Herr Dr. Martin Stopper, Rechtsanwalt, Gründungspartner der auf Sportrecht spezialisierten Kanzlei Lenze Stopper in München und Berlin, der Ihnen auch nachstehend einen Überblick über die einzelnen Änderungsvorschläge geben wird. Er ist Dozent für Sportrecht an der Universität Bayreuth und Mitherausgeber der Zeitschrift Sport und Recht. Er ist einer der absoluten Top-Sportrechtsanwälte in Deutschland. Sein Kanzleikollege, Herr Rechtsanwalt Dr. Felix Holzhäuser, der ihn und uns heute ebenfalls unterstützen wird, ist seit mehr als 15 Jahren im Sportrecht spezialisiert und hat zur Vereinslizenzierung im deutschen Profifußball promoviert. Ganz stark einbezogen in diesen Prozess war auch unser Geschäftsführer Benny Volkmann, den Sie alle kennen. Er ist ebenfalls ein profunder Kenner des Vereins- und Sportrechts und aufgrund seiner Funktion natürlich am nächsten am Puls unserer Mitglieder dran. In der Veranstaltung am 23. Mai 2023 wurden sehr konstruktive Vorschläge eingebracht, die wir auch zum Teil in der nun vorgeschlagenen Satzungsneufassung berücksichtigt haben. Dabei ging es insbesondere um das Verfahren bei der Stellung von Anträgen zur Mitgliederversammlung und die dabei verbundene Herausarbeitung der besonderen
Kompetenz des Ehrenrats zur Entscheidung über solche Anträge, über das Format der Mitgliederversammlung, Präsenzversammlung, über eine größere Transparenz bei der Benennung der Kandidaten für die Präsidiumswahl und die Möglichkeit der Mitglieder selbst Wahlvorschläge einzubringen, sowie über die Qualitätsanforderungen für die Mitglieder des Verwaltungsbeirats. Und hier darf ich noch mal einen Hinweis unseres Präsidenten Herbert Hainer aufgreifen. Trotz einer neuen gesetzlichen Regelung zum Thema hybride Mitgliederversammlung will und wird das Präsidium an dem Format der Präsenzversammlung festhalten. Das hat für uns absolute Priorität. Es entspricht nicht nur einer 123-jährigen gelebten Tradition bei unserem Club, sondern es ist die Möglichkeit, einen gemeinsamen Dialog und Meinungsaustausch mit unseren Mitgliedern zu wählen. Und das ist aus unserer Sicht unverzichtbar. Die Resonanz auf unsere Veranstaltung im Mai war äußerst positiv. 96% der Teilnehmer haben die Veranstaltung als sehr gut und gut bewertet. Lediglich 4% fanden die Veranstaltung nicht so gut. Es wird Sie auch nicht überraschen, dass die Gedanken aus der Südkurve anlässlich unserer etwas unruhigen Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 in unsere Überlegungen zur Satzungsgestaltung mit eingeflossen sind. Gerade deshalb wollten wir auch unbedingt eine weitere Diskussionsrunde ins Leben rufen. Am 21. September 2023 fand deshalb ein zweites Satzungsforum mit 13 Vertretern der Südkurve, dem Club 12 und dem Arbeitskreis Fan-Dialog statt, die von den Mitgliedern selbst benannt worden ist. In einer Abendveranstaltung, die absolut konstruktiv und aber auch kritisch in einem sehr vertrauensvollen Rahmen stattfand, wurden weitere Vorschläge eingebracht, die wir dort gemeinsam erarbeitet haben und in unseren Satzungsvorschlag haben einfließen lassen. Diese Veranstaltung hat gezeigt, wie engagiert und gewinnbringend sich gerade auch unsere Ultragruppierungen einbringen. Und als Wiederholung dessen, was ich bereits bei dieser Abendsveranstaltung angemerkt habe, möchte ich auch heute darauf hinweisen, dass der FC Bayern durchaus mit seinen Ultras recht gut auskommen kann. Dass das so ist, wird unschwer bei einem Blick in andere Fußballstadien bestätigt. Wir haben dann in den letzten Wochen weitere Änderungsanträge von Mitgliedern erhalten, die wir ebenfalls in Teilen in den jetzt vorgestellten Satzungsneuerungen. Ja, können wir mal kurz Pause machen, ist ja kein Thema. Ja, es ist schon, also Hybridveranstaltung, dass man das ablehnt, ist halt schon frech eigentlich, ja. Du hast 316.000 Mitglieder, vor Ort sind jetzt 1.700 und diese 1.700 erstmal Rising und diese 1.700 Mitglieder entscheiden jetzt über Satzungsänderungen und irgendwelche, ich habe es gerade gesehen, Finanzvorstand Gedöns. Das ist halt schon frech, ne? Und ja, daran will man festhalten, weil halt ein Großteil der Fans nicht dahin kommen kann. Das ist halt schon frech, ne? Muss man mal sagen. Also 1700 Fans stimmen darüber ab, wenn du 316.000 Mitglieder hast. Also das ist schon wild, ne? Neufassungsvorschlag eingearbeitet haben. Auf der Homepage und in einem Mitgliedermailing wurde darüber entsprechend berichtet. Die Mitglieder Heinrich Frederking und Richard Flor haben sich dabei besonders engagiert eingebracht. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Mitgliedern auch telefonisch gesprochen. So hat mich etwa Herr Dr. Timmermann gebeten, auch in Zukunft in Sachen Verbesserung zum Satzungstext am Ball zu bleiben. Das wollen wir gerne machen. Aber ich denke, Sie haben alle dafür Verständnis, dass wir jetzt nach 3 Jahren Arbeit an der Satzung auch mal eine kleine Ruhepause brauchen. Was bleibt, ist ein Änderungsantrag durch das Mitglied Michael Ott, der diesen Antrag anschließend in einem Redebeitrag gesondert vorstellen wird. Das Präsidium wird hierzu dann anschließend Stellung beziehen. Wir werden dann über diesen Änderungsantrag von Herrn Ott vorweg abstimmen lassen und erst im Anschluss daran über den Antrag auf Neufassung der Satzung durch das Präsidium. Auch Herr Gregor Weinreich hatte einen Änderungsantrag eingereicht, der hat aber diesen Antrag heute. Naja, aber er hat vollkommen recht mit dem Antrag, aber werdet ihr gleich hören. Zurückgenommen, sodass wir über den Antrag von Herrn Weinreich heute nicht mehr abstimmen müssen.
Jetzt ist es so, nachdem ja mein geschätzter Kollege Walter Menetes seine Reden bei der Jahreshauptversammlung gern mit dem Satz beginnt, ich bin der, den niemand kennt, müsste ich eigentlich meine Einleitung zu Tagesordnung Punkt 7 mit dem Satz beginnen, ich bin der immer sagt, was rechtlich nicht möglich ist. Und ich habe in den 10 Jahren im Präsidium jetzt festgestellt, dass man damit nicht besonders viele Sympathiepunkte einsammelt. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ich das heute nicht zu oft erwähnen müsste. Jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf das Wort an Herrn Dr. Stopper weitergeben, der Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen geben wird. Und dann zum Fahrplan. Im Anschluss dann an Herrn Dr. Stopper würde ich Herrn Ott bitten, seinen Änderungsantrag vorzustellen, auf den wir dann entsprechend erwidern werden. Vielen Dank. Ja, da bin ich gespannt drauf. Ja, Stefan, servus, die auch schön Meier, liebe Mitglieder. Der FC Bayern München möchte heute seine im Kern gut 120 Jahre alte Satzung modernisieren und zukunftsfähig machen. Das will er in seiner Verantwortung für seine Mitglieder und als wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Auch deshalb ist der FC Bayern ein gemeinnütziger Verein. Und er unterhält über eine Aktiengesellschaft mit einem Umsatz von zuletzt 854 Millionen Euro mehrheitlich den mit Abstand erfolgreichsten Fußballclub Deutschlands, der international zu den besten Clubs der Welt gehört. Mit dieser Ausgangslage und den einzigartigen Herausforderungen für den FC Bayern wurde die Satzung des Vereins jetzt in wichtigen Teilen neu gefasst, um eine zeitgemäße Verfassung zu verabschieden, die allen Interessen und Werten in seiner besonderen Verantwortung gerecht werden kann. Ich möchte jetzt die wesentlichen Inhalte des Entwurfs zur neuen Satzung vorstellen. Wir wollen hier bewusst nicht jede Änderung im Detail vorstellen. Ihnen liegt ja der Vorschlag des Präsidiums mit entsprechenden Erläuterungen vor. Meine Aufgabe ist es jetzt eher, die Kerninhalte der Reform hier nochmals zu erklären. Und für das Protokoll muss ich aber kurz voranstellen, dass es in der Ihnen vorliegenden... Naja, es geht darum, nochmal, es geht hierum jetzt um eine Satzesänderung, ja, die weitreichenden Einfluss hat. Und wenn dann nur 1700 Mitglieder, die vor Ort sind, abstimmen dürfen, wenn du 316.000 Mitglieder hast, finde ich halt frech. Ja, bei den 316.000 Mitgliedern hast du natürlich auch Mitglieder dabei, die es nicht interessiert, die würden aber auch gar nicht abstimmen. Das ist genauso, als wenn, keine Ahnung, Bundestagswahlen sind oder so, der eine interessiert das, der andere nicht, der eine geht hin, der andere nicht. So. Aber es ist nun mal nicht möglich und schon gar nicht sonntags morgens um 11 Uhr und du hast ja auch gar keine Kapazitäten vor Ort, dass da 316.000 Mitglieder hinkommen würden, um über irgendwas abzustimmen. Also das finde ich schon schwierig. Liegenden Fassung der Satzung unter § 18 Buchstabe D heißt, die Prüfung von Anträgen für die Mitgliederversammlung gemäß § 12 Ziffer 3. Richtig soll es aber heißen, die Prüfung von Anträgen für die Mitgliederversammlung gemäß § 12 Ziffer 4, also 4 statt 3, so viel Zeit muss sein. Das müssen wir zu Protokoll nehmen. Also das wäre dann ein Zahlentausch in der zum Schluss verabschiedeten Satzung. Und jetzt zu den Kerninhalten. Der FC Bayern nimmt in seine Satzung einen umfassenden Wertekanon auf. In § 2 Absatz 3 und 4 soll es künftig heißen: Der Club tritt verfassungs- und fremdenfeindlichen sowie antidemokratischen Bestrebungen und jeder weiteren Form von diskriminierenden, menschenverachtenden oder antisemitischen Einstellungen, insbesondere aufgrund der Nationalität, der Religion, des Geschlechts, des Alters, ethnischer oder sozialer Herkunft, der sexuellen Identität oder einer Behinderung entschieden entgegen. Dies gilt ebenso für jede Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher oder seelischer Art ist. Er verhält sich weltanschaulich, parteipolitisch und konfessionell neutral, bekennt sich zur Achtung aller international anerkannten Menschenrechte unter Berücksichtigung der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie zu nachhaltigem Handeln. Der Club bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Glaube, Geschlecht, sexueller Orientierung und sozialer Stellung seine sportliche Heimat. Der Club verpflichtet sich in besonderem Maße dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter und interpersonaler Gewalt.
Die Zusammenstellung dieses Wertekanons ist das umfassende Ergebnis zahlreicher und intensiver Diskussionen mit den Mitgliedern. Er trägt das in sich, wofür der FC Bayern steht, und zwar als moderner Verein, der nicht wegschaut, wenn er als Teil unserer Gesellschaft Verantwortung tragen muss und will. Diskriminierung jeder Art entgegenzutreten. Ja, deswegen hat man ja diese Boateng-Causa dann auch sein gelassen. Weil das hättest du halt, wie hättest du das verkaufen wollen, Alter? Nach diesem Antrag. Wäre halt nicht gegangen. Und ja, klar gibt es Technik dafür. Du kannst ja auch über Mail oder über Brief im Vorhinein abstimmen. So, den Antrag, den gibt es ja schon länger. Der ist ja nicht jetzt gerade erst heute rausgekommen. Aber selbst dafür wird es Technik geben. Eine tolerante Weltanschauung oder die Verpflichtung zu nachhaltigem Handeln sollen das Handeln des FC Bayern prägen und begleiten. Der FC Bayern erkennt die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen an. Dies gilt hier in § 2 ganz universell für den Club. Das ist aber auch schon wild, ne? Wenn man das jetzt so hört, ist so dieses diese Ruanda-Geschichte auch schon wieder fragwürdig, wenn man jetzt die Menschenrechte... Uiuiui. Spezifische Regelung für den Club als Mehrheitsaktionär des FC Bayern München. Der FC Bayern München AG soll jetzt bei den Bestimmungen für das Präsidium in § 15 verortet werden. Damit wird im Unterschied zur geltenden Satzung die Pflichtenlage des Präsidiums nochmals verstärkt. Das gesamte Präsidium und nicht nur die Vertreter in der Aktiengesellschaft hat sich fortan ausdrücklich am gesamten Wertekanon des neuen § 2 Absatz 3 und 4 zu orientieren und nicht nur auf die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, wie es jetzt geregelt ist. Dieser umfassende Wertekanon soll zukünftig das Leitbild des FC Bayern sein, für seine Mitglieder und seine Organe. Damit soll klargestellt sein, diese Werte des FC Bayern sind unteilbar, egal ob Verein oder Aktiengesellschaft. Und was die neue Satzung auch regelt, wer diese Werte nicht teilt, wird nicht Mitglied des FC Bayern und kann auch als Mitglied des FC Bayern ausgeschlossen werden. Zur Mitgliederversammlung in Präsenz. Ja. Zur Mitgliederversammlung in Präsenz. Wir haben schon gehört, das bewegt viele Mitglieder und ist auch schon von meinen Vorrednern mehrfach erläutert worden. Es ist nun mal so, dass im Zuge der Pandemie der Gesetzgeber die Abhaltung von hybriden Mitgliederversammlungen ermöglicht, also einer Mitgliederversammlung in Präsenz und am Bildschirm. Dieser Tradition konnte man vor 120 Jahren noch nicht gerecht werden. Deshalb will der FC Bayern die für ihn passende Regel zur Abhaltung seiner Mitgliederversammlung festlegen. § 12 Ziffer 2 soll jetzt regeln, dass der Tradition des FC Bayern München entsprechend grundsätzlich eine Präsenzversammlung durchgeführt wird. Eine hybride Mitgliederversammlung soll aber nur bei Vorliegen sachlicher Gründe möglich sein und dann mit der Einschränkung verbunden werden, dass digital Teilnehmende nur ein Stimmrecht, aber kein Rederecht haben. Das wäre ja auch völlig okay. Es reicht ja, wenn du ein Stimmrecht hast. Du kannst ja nicht 316.000 Mitgliedern dann noch... Ich meine, wir kriegen es ja noch immer ziemlich auf der Pressekonferenz, mehr als ein Mikrofon zu haben für die Journalisten, Alter. Glaubt ja wohl nicht wirklich jemand hier, wir würden das hinkriegen, dass noch jemand, der digital dabei ist, noch irgendwie eine Rede halten könnte. Wild, oder? Ausnahmemöglichkeit geben muss, ist ein rechtliches Gebot für einen Verein der Größe des FC Bayern. Eine rein virtuelle Mitgliederversammlung soll nur möglich sein, wenn zwingende Gründe vorliegen, eben etwa die einer Pandemie. Aber nochmal, ja, wir stellen uns ja hin als der große weltoffene und überall 1000 Fanclubs. Da musst du eine hybride Mitgliederversammlung machen. Fertig. Ja. Nochmal, wie sollen die Mitglieder aus aller Welt anreisen können? Das ist halt Schwachsinn. Ja. Dass man da kein Rederecht hat und sowas, völlig legitim, völlig richtig. Aber man sollte schon ein Stimmrecht haben. Wenn man Mitglied im Verein ist, hat man nun mal ein Stimmrecht. Und dann kann es nicht sein, dass das heißt, du musst vor Ort sein, um Stimmrecht zu haben. Das ist halt Schwachsinn. Antragsrecht der Mitglieder.
Die Behandlung von Anträgen der Mitglieder soll jetzt über ein verbindliches und transparentes Verfahren geregelt werden, das die Rechte der Mitglieder stärkt. Anträge vor der Mitgliederversammlung sollen jetzt vom Ehrenrat nach pflichtgemäßem Ermessen zugelassen werden. Das ist, wogegen Herr Ott gleich Einspruch einlegen wird. Ja. Dieses pflichtgemäße Ermessen schließt eine willkürliche Ablehnung von Anträgen aus. Und dass dieser Prozess künftig vom Ehrenrat und nicht vom Präsidium verantwortet wird, verteilt die Aufgaben im Sinne der Gewaltenteilung auf unterschiedliche Vereinsorgane. Im Ehrenrat sitzen von den Mitgliedern gewählte langjährige Mitglieder. Der Ehrenrat ist daher ein Mitgliedschaftsorgan. Und sollte der Ehrenrat einen Antrag nicht zulassen wollen, muss er dies gegenüber dem Antragsteller begründen und ihm noch einmal Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Okay. Auch dieser transparente Prozess schließt willkürliches Handeln künftig faktisch aus. Zum Verwaltungsbeirat und dem Präsidium. In der Satzung soll sich künftig mehr Transparenz und Objektivität für die Zusammensetzung von Verwaltungsbeirat und Präsidium finden. Der Verwaltungsbeirat schlägt die Kandidaten für das Präsidium nicht allein vor, sondern berücksichtigt auch Wahlvorschläge der Mitglieder. Zuletzt hat der Verwaltungsbeirat zu begründen, welche Kandidaten er für die Wahl zum Präsidium vorschlägt. Und der Verwaltungsbeirat selbst soll jetzt zudem zwingend festgelegt objektive Kriterien erfüllen. So soll es in § 17 Absatz 1 Satz 2 künftig heißen: Verwaltungsbeirat kann sein, wer über eine langjährige Erfahrung in wirtschaftlichen Angelegenheiten eines Unternehmens oder einer vergleichbaren Führungsposition in Politik, Verwaltung, Medien, Wissenschaft oder im Sport verfügt. Oder YouTube. Oder eine anerkannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ist. Ja, sag ich doch. Die Zusammensetzung des Verwaltungsbeirats soll ein ausgewogenes Gesellschaftsspektrum abbilden und dem Zweck und den Interessen des Clubs bestmöglich dienen. Diese Neufassung der Satzung enthält viele weitere Änderungen, die Prozesse im Vereinsleben anpassen und damit mehr Einheitlichkeit und Klarheit herstellen. Sie haben dies sicherlich alles in der Ihnen vorliegenden Synopse nachlesen können und vielleicht auch wollen. Auf die weiteren Details werde ich hier jetzt nicht weiter eingehen. Die wesentlichen neuen Inhalte habe ich jetzt zusammengefasst. Sie sollen die neue und bessere Satzung des FC Bayern ausmachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist nur ein Fußballverein und keine Kirche. Vielen Dank, Herr Dr. Stopper. Sie sehen... Ja, aber trotzdem, wenn ein Verein halt Werte darstellen möchte, dann kann er die halt auch in seiner Satzung festhalten und muss dann halt auch danach beurteilt werden. Ne? Also dann muss man sich dann auch nicht wundern, dass man dann auch für gewisses Verhalten dann eventuell Kritik bekommt. Oder halt auch Lob. Ne? Das gehört ja auch dazu. Und insoweit muss ich mich bei Herrn Weinreich entschuldigen. Auch beim FC Bayern klappt nicht alles mit 100%, zwar meistens, aber manchmal läuft auch was schief. Ich bin kurz vor der Versammlung informiert worden, dass Herr Weinreich seinen Antrag zurückzieht. Jetzt möchten Sie gerne reden und das dürfen Sie selbstverständlich. Also Herr Weinreich, wenn Sie so freundlich wären, ans Pult zu gehen und Ihren Redebeitrag darzustellen. Liebe Bayern, verehrtes Präsidium, zunächst freue ich mich, dass ein Teil meines Änderungsantrags in den gerade eben vorgestellten Entwurf für die Satzungsänderung mit eingeflossen ist. Es ist richtig, dass ich den zweiten Teil heute zurückgezogen habe. Ich möchte dazu aber trotzdem kurz ein paar Worte verlieren. Es gibt ja dieses Klischee, Bayern-Fans wären Erfolgsfans. Es gehe ihnen nur darum, dass ihr Club möglichst viele Trophäen einsammelt. Kennen wir alles. Aber auf der Jahreshauptversammlung vor 2 Jahren haben die anwesenden Mitglieder das Gegenteil bewiesen und gegen große Widerstände auch des Präsidiums einen Passus in unserer Satzung verankert, der ganz klar und deutlich die Umsetzung der Leitprinzipien der Menschenrechte der Vereinten Nationen nicht nur für den e.V., sondern, und das ist wichtig, auch für die AG einfordert. Dieser Satz mit dem klaren Bezug auf die Aktiengesellschaft wurde nun in der vom Präsidium vorgelegten Fassung der Satzung wieder gestrichen.
Das Präsidium argumentiert, dass sich die Präsidiumsmitglieder des e.V. bei ihrer Geschäftsführung ja an den Leitprinzipien orientieren müssen und die Vertretung des e.V. als Mehrheitsaktionärs der Aktiengesellschaft ja Teil dieser Geschäftsführung wäre. Somit wäre dieser Passus überflüssig. Formal juristisch mag das wohl stimmen. Ich bin kein Jurist. Ich hätte es trotzdem für besser empfunden, wenn wir das in unserer Satzung dann eben doppelt stehen hätten, so dass es auch für Nichtjuristen verständlich ist. Ich habe mich nun trotzdem in den letzten Tagen entschieden, diesen Teil meines Antrags zurückzuziehen. Warum? Ja, das ist die Frage, Junge. Und damit meine ich jetzt eigentlich in erster Linie die AG, steht immer wieder vor zugegeben schwierigen Abwägungen zwischen der Orientierung an unseren Werten aus der e.V.-Satzung auf der einen Seite und wirtschaftlichen Erwägungen, die natürlich auch Einfluss auf den sportlichen Erfolg haben, auf der anderen Seite. Viele Mitglieder wünschen sich seit Jahren, dass öfters mal, Stichwort Katar, ein bisschen mehr Gewicht auf die Werteseite gepackt werden würde. Und das einzufordern ist nach meinem Verständnis unser gutes Recht. 75% der AG gehören uns Mitgliedern. Da sollte unsere Meinung schon eine Rolle spielen. Und nein, es geht nicht darum, dass wir den FC Bayern in ein zweites Amnesty International umbauen wollen, sondern nur darum, dass die Werte aus unserer e.V.-Satzung gelebt werden. Und ich muss sagen, ich habe gerade in den letzten Tagen wieder etwas den Glauben daran verloren, dass der Weg über Satzungsänderungen der zielführendste ist, um dieses Ziel zu erreichen. Paragraph 1 unserer Satzung lautet, unsere Clubfarben sind rot und weiß. Wir spielen ein Heimspiel gegen Galatasaray Istanbul. Istanbul spielt in ihren Heimtrikots und wir spielen nicht in Rot und Weiß, sondern in Lila und Schwarz. Das ist doch ein schönes Trikot. Musterklein. Warum? Weil wohl irgendein Verantwortungsträger in der AG der Meinung war, dass wir besser in Lila und Schwarz spielen, um mehr Trikots zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Und dann fällt Paragraph 1 unserer Satzung einfach hinten runter. Bin gleich fertig. In der Stellungnahme zu meinem Antrag schreibt das Präsidium, die Werte des e.V. würden ja heute schon in der AG gelebt. Auch da habe ich ab und zu mal meine Zweifel. Dazu nur ein kurzes Beispiel, das wohl viele gar nicht auf dem Radar haben, aber ich finde es einfach spannend als exemplarisches Beispiel. Vor einem Jahr sind zwei amerikanische Influencer auf die Idee gekommen, einen eigenen Energy Drink auf den Markt zu bringen. Deren Geschäftsidee geht ungefähr so: Man erzeugt einen riesigen Hype über Social Media, gerade unter Jugendlichen, und verkauft das Getränk dann so teuer, dass es auf Schulhöfen zum Statussymbol wird, gerade auch deshalb, weil es sich die meisten Kids gar nicht leisten können. Gleichzeitig gibt es große Bedenken von Gesundheitsexperten, weil der Energy Drink so viel Koffein enthält, dass er für Kinder wohl gesundheitsschädlich sein könnte. In Amerika hat die Markteinführung schon sehr gut funktioniert. Und wer könnte jetzt als Steigbügelhalter für Deutschland fungieren? Zitat, Pressemitteilung der FC Bayern München AG. Der FC Bayern freut sich, mit Prime zusammenzuarbeiten und das Unternehmen auf den deutschen Markt zu bringen. Und da frage ich mich, wo sind unsere gemeinsamen gelebten Werte, die uns mit diesem Unternehmen verbinden, dass wir uns ein solches Unternehmen als Partner aussuchen? Aber ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, warum er seinen Antrag wieder zurückgezogen hat. Das ist mir jetzt durch die Lappen gegangen. Ich ziehe meinen Antrag zurück, weil ich aktuell das Gefühl habe, dass es keine große Rolle spielt, ob wir einmal oder zweimal in der Satzung auf unsere Traditionen und Werte verweisen. Wenn diese dann im Zweifelsfall in der RG ab und zu doch ignoriert werden. Mit unserer Konstellation, mit einer Aktiengesellschaft als Tochter unseres EVs, sind die Möglichkeiten leider extrem begrenzt, den Handlungsspielraum der AG so zu gestalten, wie sich das viele Mitglieder wünschen würden. Und ich habe da auch keine Patentlösung. Aber ich denke, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Deshalb bitte ich die Vereinsführung,
eine Arbeitsgruppe einzurichten, die bis zur nächsten Mitgliederversammlung nach gerne auch kreativen Lösungen. Ah, okay, er hat den Antrag also zurückgezogen, weil der Antrag eh keinen Sinn macht, weil was im EV steht, interessiert die AG eh nicht. Das ist so sein Take gerade, ne? Sucht, um sicherzustellen, dass die Werte, die wir in der EV-Satzung verankern, noch konsequenter auch in der AG gelebt werden. Wenn wir das schaffen, werden uns wohl in Zukunft auch viele Wortmeldungen auf zukünftigen JVs erspart bleiben. Das ist vielleicht auch für das Präsidium noch ein zusätzlicher Anreiz, um diese Arbeitsgruppe einzurichten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, Herr Weinreich, vielen Dank für Ihren Beitrag. Die Alternative wäre natürlich, dass wir in unserer Satzung jetzt gar keine Werte festlegen. Also die Idee war natürlich gerade, diesen Wertekanon entsprechend zu erweitern. Bitte? Und ich gehe jetzt davon aus, dass Sie dennoch trotz dieser Kritik Ihren Antrag zurückziehen und darf deshalb jetzt Herrn Ott bitten, ans Mikrofon zu kommen und seinen Antrag vorzustellen. Ja. Was erwartet man, wie die darauf reagieren, weißt du? Du hast ja gerade gesehen, wir haben 852 oder 54 Millionen Umsatz. Der kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Nochmal, ihr habt es ja gerade gehört, welche Werte jetzt in die Satzung reinkommen. Wenn du dann allein das neue Placement oder Sponsoring von Ruanda siehst, würde das halt schon nicht passen. Ne? Allein wenn du dich mit dem Thema Menschenrechte auseinandersetzen würdest. Von daher, ja, alles ein bisschen wild. Ne? Aber dass man das jetzt so abtut, ja, und der Heiner schon von rechts, sag besser gar nichts, ist halt schon schwierig. Ne? Aber jetzt weißt du auch, warum es dann keine hybriden Jahreshauptversammlung geben soll, Alter. Endlich ist er da. Ja, liebe Mitglieder, liebes Präsidium, ich habe einen Änderungsantrag zur Satzungsreform eingereicht, der nur einen ganz bestimmten Punkt betrifft, was aber ein ganz entscheidendes Detail ist: das Antragsrecht der Mitglieder. Das Antragsrecht ist eines der wichtigsten, grundlegendsten Rechte der Mitglieder im Verein. Bei Änderungen daran muss man extrem vorsichtig sein. Im Grunde kann ich zu meinem Antrag einfach das wiederholen, was ich schon vor 2 Jahren gesagt habe. Damals ist das Präsidium bereits mit einem fast identischen Vorschlag, was das Antragsrecht der Mitglieder angeht, gescheitert. Dieser Punkt ist heute noch genauso problematisch, wie er es damals war. Ganz konkret geht es darum, dass die Zulassung von Mitgliederanträgen zur Jahreshauptversammlung nun ins Ermessen des Ehrenrats gestellt werden soll. Das Präsidium behauptet dazu, die Rechte der Mitglieder würden dadurch gestärkt. Das ist falsch. Bisher stand zur Zulassung von Anträgen zwar nichts Genaues in der Satzung, das heißt aber nicht, dass Anträge daher ohne jeden Grund abgelehnt werden konnten. Sie konnten auch bisher nur abgelehnt werden, wenn sie rechtswidrig oder satzungswidrig waren. Diese Kriterien finden sich aber im Antrag des Präsidiums jetzt nicht mehr. Jetzt soll nur noch das Ermessen des Ehrenrats entscheiden. Das Problem mit Ermessen ist immer, das öffnet der Willkür Tür und Tor. Und eine solche Ermessensentscheidung kann viel schlechter überprüft werden als eine Entscheidung, die an ganz klaren Kriterien ausgerichtet ist. Bei einer Ermessensentscheidung können außerdem noch alle möglichen anderen Erwägungen mit einbezogen werden als die reine Rechtmäßigkeit des Antrags. Die Rechte der Mitglieder werden also vielmehr geschwächt als gestärkt. Das Präsidium verteidigt sich gegen diese Kritik mit dem Hinweis, dass im Antrag ja steht, dass das Ermessen pflichtgemäß ausgeübt werden muss. Das hilft aber auch nicht groß weiter. Das ist im Endeffekt eine leere Worthülse, denn jedes Ermessen muss pflichtgemäß ausgeübt werden, sonst ist es ermessensfehlerhaft. Diese Formulierung bringt also keine wirkliche Einschränkung des Ermessens.
Im Endeffekt bleibt Ermessen nun mal Ermessen mit all den Problemen, die ich beschrieben habe. Und man muss sich nun mal fragen, was denn das Interesse dafür sein kann, hier ein Ermessen vorzusehen. Wenn man rechtswidrige oder satzungswidrige Anträge verhindern möchte, kann man das ja ganz ausdrücklich so in die Satzung schreiben. Deswegen sieht mein Antrag genau das vor, nämlich dass die Zulassung von Anträgen nur bei Rechtswidrigkeit oder Verstoß gegen die Satzung abgelehnt werden kann oder wenn die Begründung des Antrags sich auf offensichtlich falsche Angaben stützt. Wer dagegen die Zulassung von Anträgen vom Ermessen abhängig machen will, will offensichtlich noch mehr. Er will auch Anträge ablehnen, die nach geltendem Recht eigentlich zulässig wären, sonst müsste er diese schwammige Formulierung nicht treffen. Und das ist schlicht undemokratisch. Damit entmündigen wir Mitglieder uns selbst. Hat er recht, ne? Ich halte das für inakzeptabel und gefährlich. Und selbst wenn ihr den aktuellen Entscheidern vertraut, ihr wisst nicht, wer in 10 oder 20 Jahren an der Macht ist und ob ihr auch diesen Personen vertrauen werdet. Das ist eben das Problem in einer Satzung, dass man hier auch für zukünftige problematische Zeiten voraussehend entscheiden muss. Deswegen muss man umso vorsichtiger sein, was für eine Formulierung man wählt. Mein Antrag enthält auch noch einige weitere Details. So soll die Zuständigkeit für die Ablehnung von Mitgliederanträgen unmittelbar beim Präsidium liegen, anstatt beim Ehrenrat, weil das Präsidium selbst die Verantwortung tragen soll für derart politisch unliebsame, aber wichtige Entscheidungen. Außerdem sollen die Fristen für die Entscheidung über die Zulassung von Anträgen etwas verkürzt werden, um auch hier den Schutz der Mitgliederrechte effektiver auszugestalten. Ich will aber nicht so sehr hier ins Detail gehen, sondern ich möchte dem Präsidium einen Kompromiss vorschlagen. Ich weiß genau, dass man nie alles erreichen kann, was man selbst für wünschenswert hält. Und ich würde es selbst begrüßen, wenn wir uns hier alle auf einen gemeinsamen Weg einigen könnten. Deswegen will ich auch nicht auf einer Maximalforderung beharren. Daher biete ich an, meinen gesamten Änderungsantrag auf nur einen einzigen Satz zusammenzustreichen, nämlich folgenden Satz. Ich zitiere: Anträge sind zuzulassen, soweit diese nicht zu einem satzungs- oder gesetzeswidrigen Beschluss der Mitgliederversammlung führen würden oder sich die Begründung wesentlich auf offensichtlich falsche Angaben stützt. Dieser Satz soll den zweiten Satz in § 12 Ziffer 4 im Antrag des Präsidiums ersetzen. Das findet ihr auf Seite 17 in dem Heftchen, das ihr bekommen habt. Dieser Satz lautet, ich zitiere: Der Ehrenrat entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über die Zulässigkeit von Anträgen. Nur dieser Satz soll also durch meinen Satz ersetzt werden. Es wird also ausschließlich das Ermessen durch ganz eindeutige Kriterien ersetzt. Alles andere bleibt so, wie es das Präsidium vorschlägt. Das Präsidium hat in seiner eigenen Stellungnahme zu meinem Antrag behauptet, dass sich ihre Formulierung von meiner praktisch nicht unterscheiden würde. Wenn Sie das tatsächlich so sehen, dann dürften Sie sich ja ohne Probleme meinem Kompromissvorschlag anschließen können. Genau. Damit wären alle Bedenken ausgeräumt und wir könnten hier eine einvernehmliche Satzungsänderung beschließen. Wenn Sie, liebes Präsidium, sich meinem Kompromissvorschlag anschließen, dann ziehe ich, wie gesagt, den Rest meines Antrags zurück. Wenn Sie den Kompromissvorschlag nicht akzeptieren, dann behalte ich meinen Antrag vollständig aufrecht und rufe alle Mitglieder dazu auf, für diesen Antrag zu stimmen und, falls er nicht durchkommt, gegen den Antrag des Präsidiums im Ganzen zu stimmen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tja, sollte jetzt nicht das Problem sein, das anzunehmen, oder? Ja, Herr Ott, vielen Dank für Ihren Beitrag. Die Idee, die Prüfung der Zulässigkeit von Anträgen zur Mitgliederversammlung vom Präsidium auf den Ehrenrat zu verlagern, war ja eigentlich schon in unserem Satzungsneufassungsvorschlag im Jahr 2021 enthalten. Das fanden eigentlich damals alle gut und auch in den beiden Satzungsforen war das überhaupt kein Thema mehr und wurde... Darum geht es doch jetzt gerade gar nicht, Alter. Hat er nicht zugehört oder was?
von Ihrer Gegenstimme, Herr Ott, abgesehen von allen Teilnehmern begrüßt. Mit dieser Kompetenzzuweisung an den Ehrenrat stärken wir doch in erheblichem Maße die Rechte unserer Mitglieder. Es soll ein von den Mitgliedern gewähltes Vereinsorgan, der Ehrenrat, das ist das höchste Disziplinargremium über dem Präsidium, als neutrales Gremium entscheiden. Der Ehrenrat setzt sich, ich habe das heute schon erwähnt, aus hochgeschätzten Ehrenmitgliedern und unter anderem auch mit 2 Richtern, Herrn Preisinger und Herrn Bayer, zusammen. Durch die Kompetenzverlagerung wird auch die, und das war auch einer der Gedanken in unseren Satzungsvordern, allerdings wohl eher theoretische Möglichkeit ausgeschlossen, dass das Präsidium einfach unliebsame Anträge gar nicht zur Abstimmung stellt. Der Ehrenrat hat dabei nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Und das ist jetzt etwas, was mich wirklich überrascht, Herr Ott. Als Anwalt und Jurist kennen Sie doch sicher diesen juristischen Fachbegriff, der in Hunderten von gesetzlichen Vorschriften im Bereich des Steuerrechts und Verwaltungsrechts Verwendung findet. Pflichtgemäßes Ermessen bedeutet gerade, und das kann man überall nachlesen, dass eine willkürliche Ablehnung von Anträgen, so wie Sie das jetzt schildern, ausgeschlossen ist. Das heißt, wenn ein mit der Satzung, dem Gesetz und dem Recht im Einklang stehender Antrag gestellt wird, dann ist dieser Antrag vom Ehrenrat ohne Wenn und Aber zuzulassen. Wir haben uns viele Gedanken über diese Formulierungen gemacht. Wir haben nicht umsonst 2 Satzungsforen einberufen und wir haben in beiden Foren einen absoluten Konsens zu diesem Thema erhalten. Wir haben dann eingebaut die Situation, dass anders als in Ihrem Vorschlag dem betroffenen Mitglied, wenn der Ehrenrat seinen Antrag ablehnen sollte, Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wird. Und das Mitglied muss also gehört werden, es muss der entsprechende Ablehnungsantrag begründet werden und diese zugelassenen und, ich betone, abgelehnten Anträge sind dann mindestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung den Mitgliedern auf der Club-Homepage bekannt zu geben. Und als letzte Stufe, als Ultima Ratio, kann die Mitgliederversammlung dann mit 2/3 Mehrheit abgelehnte und bekannt gegebene Anträge dennoch zur Aussprache und Beschlussfassung zulassen und damit den Ehrenrat überstimmen. Ich denke, mehr Mitgliederdemokratie geht nicht. Insgesamt. Dann sind wir aber wieder bei dem Take, dass das dann nur diese 1700 Mitglieder, die da vor Ort sind, entscheiden. Ja? Was dann indiskutabel ist bei 316.000 Mitgliedern. So. Also das ist dann halt auch ein bisschen schwammig. Ja? Wenn, dann müssten dann auch alle Mitglieder abstimmen dürfen. Insgesamt hält das Präsidium deshalb seinen eigenen Vorschlag für ausgewogener und empfiehlt deshalb gegen den Antrag von Herrn Ott, auch in der reduzierten Form, die übrigens in dieser Fassung rechtlich nicht zulässig ist, weil Sie damit sozusagen Teile aus unserer Satzung streichen wollen, die den Mitgliedern aber nicht entsprechend die Streichung nicht bekannt gegeben worden ist. Und deshalb bitte ich Sie, gegen den Antrag von Herrn Ott bei der nachfolgenden Abstimmung zu stimmen und für den Vorschlag des Präsidiums. Vielen Dank vorerst. Und ich würde jetzt gerne, wenn Sie einverstanden sind, kriege ich gerade eine neue Präsenz, über den Änderungsantrag von Herrn Ott entsprechend abstimmen lassen. Dieser benötigt als satzungsändernder Antrag, er wird also in seiner Gesamtheit jetzt zur Abstimmung gegeben, eine 3/4 Mehrheit, um angenommen zu werden. Wir werden die Abstimmungen analog zu den bisherigen Abstimmungen durchführen. 3/4 Mehrheit kriegt er doch eh nicht. Müssen wir uns doch nicht drüber unterhalten, Alter. Die Präsenz in der Halle beträgt im Moment 1633 Mitglieder. Deshalb darf ich Sie fragen, wer stimmt für den... So, das ist halt, was ich meine. Ne? Die 1633 Dudes, die jetzt da sind,
entscheiden für 316.000 Mitglieder. So what? You know? So, das ist halt ein Ding, was nicht sein kann. Meiner Meinung nach. Ein Antrag von Herrn Ott. Egal, wie das jetzt ausgehen würde. Ja, aber das siehst du ja schon. Ich bitte die Stimmenzähler, die Stimmen wieder entsprechend zu erfassen. Ja, vielleicht 10%, 5% bis 10% maximal. Und so ist das halt später dann auch bei den Anträgen, ja, wo die gerade gesagt haben, ja, aber dann können ja die Mitglieder noch mit einer Zweidrittelmehrheit das Ganze kippen. So, aber wenn du dann immer auch nur diese, selbst wenn es 2.000 oder 3.000 wären, ja, die da sind, rechnen das in Prozent aus von 316.000 Mitgliedern. Was das für ein, ne? Halt wild. Das dürfte gelaufen sein. Das dürfte gelaufen sein. Ja. Ach ja, geil, oder? Ich erhalte gerade eine Regieanweisung. Nee, also wahrscheinlich nicht. Wer stimmt Ja, ist richtig. Gehört. für? Das ist das ja auch noch. Also großer Teil, der da halt sitzt, der interessiert das auch gar nicht. Ja? So, die beschäftigen sich gar nicht mit dem Thema. Deswegen sage ich ja, ist das eine Farce, dass die paar People, die da sitzen, so wichtige Sachen entscheiden. Aber so ist das halt leider. Ich habe, glaube ich, wer stimmt gegen den Antrag von Herrn Ott? Sorry, jetzt, ja. Also die Regieanweisung will die Gegenprobe sozusagen haben. Wir werden aber trotzdem natürlich genau auszählen. Da brauchst du nicht aus. Ja, im digitalen Zeitalter sollte das drin sein, sehe ich halt auch so. Bringst du das alles ein bisschen durcheinander? Hatte doch einmal das Jahr nicht gezählt. Das ist alles so eingestellt. Ja, genau. Deswegen können wir nur in Einstimmen zählen. Wie gesagt, dabei geht es jetzt gar nicht, ob man dafür oder dagegen ist. Ja, sei mal dahingestellt, ist ja Wurst. Wir bitten Sie deshalb hier jetzt, auch wenn das möglicherweise... Nochmal, wenn du ein Verein bist, der so stolz ist auf seine über 300.000 Mitglieder, dann muss man einfach eine andere Art und Weise haben, wie man mit solchen Sachen umgeht. Ja? Da geht es jetzt gar nicht um den Inhalt, da kann jeder von halten, was er will. Die Satzung ist jetzt nicht so schlecht, wie es dargestellt wurde von Herrn Ott. Ja, aber dann musst du halt später irgendwie... Eine Zweidrittelmehrheit ist aber auch schwer, ja, wenn es irgendwie unbequeme Themen sind. Wissen wir besser als jeder andere hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir stehen auch oft alleine da mit unserer Meinung. Ja, schwierig, ne? Irgendwelche Störungen in der Muskulatur verursacht, die Karte hochzuhalten, bis die Stimmenzähler ihren Zählvorgang abgeschlossen haben. Vielen Dank für die Geduld und für die Übung. Schadet ja nicht, wir sind ja schon lang genug beieinander. Ein bisschen Bewegung ist immer hilfreich bei solchen Versammlungen. Ich stimme natürlich auch hier mit. Ja, na klar kannst du einfach kommen und dich vorher anmelden. Wie groß ist denn die Halle jetzt gerade da? Ich weiß nicht, in welcher Halle die da sitzen. Nochmal, du hast über 300.000 Mitglieder auf der ganzen Welt. Wie viele Mitglieder können davon sonntags morgens um 11 Uhr da sein? So, das steht halt in keinem Verhältnis. Punkt. Ja. So, du musst ja die Möglichkeit deinen Mitgliedern geben, zu wählen, abzustimmen. Ja, du hast ja bei einer Bundestagswahl auch die Möglichkeit zu wählen. Da musst du ja auch nicht, wenn du aus Dortmund kommst, nach München fahren oder was weiß ich was. Ja, da gibt es auch Möglichkeiten. Wenn du krank bist, kannst du Briefwahl machen, etc. So, das muss halt einfach möglich sein, wenn man so ein großer Verein ist und so ein kleiner Teil da sitzt und das entscheidet. Ist aber auch nur meine Meinung. Gemeinsam mit dem Präsidenten kann nichts schief gehen. Allein das ist doch eine Farce, Alter, in der heutigen Zeit. Jetzt sitzen die Leute da, müssen 10 Minuten den Arm oben haben, damit die 3 oder 4 Zählerleute, die da rumrennen,
durchgehen können und zählen können, wer jetzt gerade den Arm gehoben hat. Alter, wir sind ein Weltclub mit 858 Millionen Umsatz und kriegen es nicht hin, dass man da unter dem Sitzalter das Ding vorzieht, A oder B drückt, wo dann ausgewertet wird, ja, nein oder ich enthalte mich. So, Alter, jetzt mal ernsthaft. Hä? In der heutigen Zeit wohlgemerkt. Junge, Junge. Das ist schon wild. Hammer, oder? Ah, ja, ja. Wild, wild, wild. Ja, weil wer wird Millionär ist, das ist schon seit Jahren möglich, Alter. Schwachsinn, dafür gibt es ja Experten, die das überwachen, Alter. Das ist ja das Problem. Weiß ich nicht. Also da haben wir echt noch Nachholbedarf, was die Digitalisierung anbelangt, haben wir Nachholbedarf. Ich denke, so viel können wir uns einigen, Alter. Sieht man ja auch bei unseren Pressekonferenzen. Hast du ja allein schon gesehen, wie lange das gedauert hat, bis wir mal in der Lage waren, eine Pressekonferenz auf Deutsch und eine mit Übersetzer dazu. Haben wir denn den Einstimmen? Dann würde ich Sie bitten, abzustimmen, wer sich der Stimme enthält bei diesem Antrag. Vielen Dank. Wir zählen wieder. Danke für Ihre Geduld. So ist das halt. Ich sagte, in 10 Jahren gibt es keinerlei Mitglieder mit Bestimmung mehr. Ja, man wird sehen, keine Ahnung. Ja, weil das ja auch so super spannend ist, dann beim FC Bayern irgendwelche elektronischen Wahlsysteme zu knacken. Wie gesagt, du kannst es ja auch, wenn du das so siehst, kannst du ja auch sagen, eine Woche vor der Jahreshauptversammlung hat jedes Mitglied die Möglichkeit, den Stimmzettel auszudrucken, auszufüllen, per Post dahin zu schicken und dann werden die Stimmen ausgezählt. Ist doch auch kein Problem. Ne? Es ist ja nicht nur, dass es nur eine Möglichkeit gibt, aber man kann doch wohl verschiedene Möglichkeiten anbieten. Also. Oder sich darüber wenigstens mal Gedanken machen. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Dann darf ich feststellen, dass der Antrag von Herrn Michael Ott bei 963 Nein-Stimmen und 203 Enthaltungen sowie doch immerhin 467 Ja-Stimmen, das entspricht 33%. So, das sind 33%. Von jetzt 1600, I don't know. Das ist für mich einfach nicht repräsentant. Die 1600 Leute, die da sitzen, sind für mich nicht repräsentant für einen Wert, der 316.000 Mitglieder hat. Ja. Das ist schon wild, Alter. Der Stimmenzahl abgelehnt worden ist, weil er die Dreiviertelmehrheit, die hierfür erforderlich wäre, nicht erreicht hat. Vielen Dank für Ihr Abstimmungsverhalten. Und selbstverständlich vielen Dank für Ihr Vertrauen ans Präsidium. Wenn du dann jetzt noch überlegst, wie viele Funktionäre, Spieler und so weiter da hocken, haben wir ja vorhin schon gesehen, ist das schon alles sehr fragwürdig. Wir kommen jetzt zu dem Antrag, der sich bezieht auf die Neufassung der Satzung durch das Präsidium.
und der entsprechende... So, das meine ich jetzt halt. So, lass mal den Antrag von Ort, lass den mal dahingestellt. Oder irgendwelche Anträge von irgendwelchen Mitgliedern. Aber es geht ja jetzt halt darum, dass der Verein die Satzung ändern möchte. Für alle 316.000 Mitglieder. Und da sitzen 1633 People, die das jetzt entscheiden. Und das ist ein Ding, was in meinen Augen nicht geht. Ja, weil das ist ja was Grundsätzliches. Das betrifft alle 316.000 Mitglieder in diesem Verein. So, du darfst aber nur abstimmen, wenn du die Möglichkeit hast, da jetzt, was haben wir jetzt, um 14 Uhr auf den Sonntag da zu sein. Dann hast du das Recht, da abzustimmen. Ansonsten ist das scheißegal. Wenn du 40 Jahre in diesem Verein bist, hast du keinerlei Stimmrecht, wenn du nicht da vor Ort bist. Das ist halt schon wild. Der Satzungsneufassungsvorschlag ist ja von Herrn Dr. Stopper vorgestellt worden. Auch dieser Antrag des Präsidiums benötigt als satzungsändernder Antrag eine Dreiviertelmehrheit, um angenommen zu werden. Wir führen die Abstimmung analog zu den bisherigen Abstimmungen durch. Die Präsenz in der Halle ist nach wie vor unverändert. Wir liegen also bei 1633 Mitgliedern. Ich darf Sie deshalb danach fragen, wer stimmt für den Antrag auf Neufassung der Satzung? Aber ist natürlich auch schön, ne, dass man das dann so herausgestrichen hat, wegen Gleichstellung, bla, Sülz, das stellt man natürlich schön in den Vordergrund, weil das ist ja das Dingen, ja, das ist ja auch gut, diese Änderung. Aber nochmal, gleichzeitig hast du dann so ein komisches Sponsoring angenommen, 3 Monate vorher, und das verkaufst du da jetzt, und das andere so, ja, das kommt halt nebenbei mit rein, weißt du? Ist schon ein wilder Take, also. Kann man schon kritisch sehen, finde ich. Gut, dann würden wir jetzt die Gegenprobe machen. Wir arbeiten Aber ja so nach ist dem das halt, Subtraktions- oder Differenzverfahren. Wer stimmt gegen den Antrag des Präsidiums? Die Stimmenzähler bitte wieder. Geht ja auch nicht darum, dass es nicht juristisch in Ordnung ist. Klar ist das juristisch in Ordnung, dass es jedem freigestellt ist, dorthin zu gehen. Aber nochmal, wie viel Prozent von den 316.000 Mitgliedern haben denn die Möglichkeit, dahin zu gehen? So, ja, das ist doch das Thema. So nett wären, juristisch das klar ist von aus. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Steht da zur Debatte, wenn man sich da hinstellt als Verein, ja, wir sind so hier, wir zählen so auf unsere Mitglieder, mir ist an mir, wir sind super stolz, wir haben das erarbeitet mit unseren Mitgliedern, dann sollte man doch auch allen Mitgliedern die Chance geben, darüber abzustimmen. Ja, das meine ich nur. Das ist mein einziger Take, den ich fahre hier. Ob man die Änderung jetzt gut findet oder schlecht findet, ist völlig scheißegal. Es geht darum, dass man die Möglichkeit haben muss, wenn man die Satzung ändert, dass man die Möglichkeit hat, dass jedes verkacktes Mitglied da abstimmen darf und gezählt wird und gehört wird. Das ist der einzige Take, den ich fahre. Ja, das ist ja Wurst, Herr Berger. Ob da vielleicht nur 10% daran Interesse haben, abzustimmen, aber man sollte halt jedem Mitglied die Möglichkeit geben. Man muss ja da nicht abstimmen, wenn man da kein Interesse dran hat oder so. Man kann sich ja enthalten oder gar nicht dran teilnehmen. Das ist ja völlig okay. Aber trotzdem sollte man doch jedem Fan die Möglichkeit geben, halt abstimmen zu können. Weißt du, wie ich meine? Dann dürfte ich dir dass das nicht jeden interessiert, ist doch klar. Guck dir Bundestagswahlen, sonst was an. Interessiert halt auch nicht jeden. So, das ist auch völlig okay. Aber man muss ja wenigstens die Möglichkeit bieten, dass man das machen kann. Haltungen bitten zur Satzungsneufassung des Präsidiums. Auch hier die Bitte an die Stimmenzähler, das zu erfassen. Und wenn du dich dann bei so einem Thema dann noch enthältst, dann brauchst du auch gar nicht da in der Halle sitzen, Alter. Also wenn ich Mitglied bin in einem Verein und es geht darum, dass die Satzung geändert wird, dann weiß ich nicht, wie man da sitzen kann und keine Meinung haben kann. Und sich enthält. Alter, entweder bin ich dafür oder ich bin dagegen. Ich kann auch nicht da sitzen und sagen, ja, ist mir scheißegal. Warum bist du da Mitglied? Warum sitzt du da, Junge? Ist auch wild. Mann, Mann, Mann. Ja, Bennett, da geht vieles, was du machen könntest, dass du da deine Stimme abgeben kannst.
Ja, also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, eben. Genau, Tuckelton. Da bin ich bei dir. Kann ich auf der einen Seite so reden, so machen und dann begrenzt man das auf so einen kleinen Kern halt. Das ist halt ein bisschen fragwürdig. Ein bisschen schade halt, ne? Ja, du hast ja die Möglichkeit, Dani. Du hast die Möglichkeit, dahin zu fahren. Dann kannst du abstimmen. Muss nur in der Halle sein. Ja, vielen Dank. Und dann muss ich Ihnen wirklich sagen, dass ich mich total... Ja, das ist noch der andere Teil, ne? Wie viele Mitglieder wissen überhaupt davon, dass es diese Satzesänderungen gibt? Aber das ist dann aber auch so ein bisschen die Schuld der eigenen Mitglieder, ne? Weil da steht halt auch in der Mitgliedsmagazin steht das, wurde auch schon vorher kommuniziert, dass es diese Änderung geben wird. Gerade wo der Fall Boateng war, wurde das ja auch nochmal von den normalen Medien kommuniziert, dass es so eine Satzesänderung geben soll. Aber die hat sich natürlich dann auch nur auf diese Werte bezogen und nicht auf den Rest. Ja? So, das ist ja das große Thema. Da wurde ja auch noch nicht mal alles vorgestellt, was alles geändert wird. Werden ja nicht nur diese 3 Punkte geändert, die da erläutert wurden jetzt ein bisschen. Also, ja. Total freue nach 3 Jahren Arbeit, dass Sie bei... Vielen Dank. Dass Sie bei 123 Nein-Stimmen und 78 Enthaltungen mit 1432 Ja-Stimmen, das entspricht einer Zustimmungsquote von 92%, dem Satzungsvorschlag des Präsidiums. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und ich übergebe wieder an unseren Präsidenten. Ja, herzlichen Dank, Dieter. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Mitglieder, für diese großartige Unterstützung. Wir kommen jetzt zum letzten Tagespunkt der heutigen Agenda, nämlich zu Punkt 8. Bei dem Top Verschiedenes kommen wir hierzu nun zu Ihren Wortmeldungen. Und wir möchten, wie im letzten Jahr auch, jedem Mitglied, das sich gemeldet hat, auch die Chance geben, hier zu sprechen. Nee, darum geht es ja auch gar nicht, Sport. Also nochmal, es geht ja gar nicht darum, was jetzt alles geändert wurde, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Das muss immer jeder für sich entscheiden. Ja? Darum geht es gar nicht. Das würde ich gar nicht bewerten. Das bewerte ich für mich persönlich, damit ist auch gut. Aber nochmal, wenn du 316.000 Mitglieder hast, kann es nicht sein, dass 1633 darüber entscheiden dürfen. Dass du nicht allen anderen Mitgliedern auch die Möglichkeit gibst, daran teilzunehmen. Ja? Ob das juristisch okay ist, na klar ist das okay. Du hast die Möglichkeit, dahin zu fahren, kannst abstimmen, alles gut. So, das kann nun mal nicht jeder. Weil ich mal, wie viele Mitglieder alleine schon gar nicht in Deutschland sind. So. Und ja, dass das viele auch gar nicht interessiert, darum geht es alles gar nicht. Es geht nur darum, es muss doch eine Möglichkeit geboten werden, wenn man die Satzung ändert eines Vereins, dass jedes Mitglied die Möglichkeit hat, der da Interesse dran hat, da irgendwie abzustimmen, ohne nach München fahren zu müssen, in diese Halle zu gehen, um da ein Kärtchen zu heben. So, mehr sage ich gar nicht. Damit das möglich ist, und wir haben bereits 17 Anmeldungen, würde ich Sie bitten, sich so kurz und prägnant wie möglich zu fassen, 3-4 Minuten, sodass wir auch durchkommen. Ich darf jetzt an Stefan Lehmann übergeben, der die einzelnen Ja, technische Möglichkeiten gibt es da genug, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So, Herr Präsident, Dankeschön. Gut, zu diesem so beliebten Punkt bei einer Jahreshauptversammlung, da freuen wir uns alle drauf, gell? Jetzt geht's los. Gell. Die Wortmeldungen. Wir machen es bitte so, damit das alles ein bisschen gebündelt stattfindet. Ich werde jeweils die 3 Sprecher, die als nächstes drankommen, namentlich erwähnen. Und wenn ihr dann bitte so nett seid und hier vor zu uns kommt, damit ihr dann auch ganz schnell am Rednerpult seid, da sparen wir uns, glaube ich, auch eine Zeit. Und wir wollen ja alle unbedingt heute das Spiel unserer Frauenmannschaft am Campus nicht versäumen. Jedes Mitglied hat eine Mitgliedsnummer. Wenn du Karten bestellst und dich zum Beispiel auf der Seite einloggst, bist du ja auch nur in deinem Bereich, siehst nur deine Kartenbestellung, bla, Sülz. Wo wäre das Problem, da kurz einen Button einzufügen? Hier, das sind die Abstimmungen bei der Jahreshauptversammlung. Wie stimmst du ab? Bäm, fertig.
So, das ist nur eine Möglichkeit, wie du das ganz einfach und problemlos gestalten könntest. Ja? Also es ist nicht so, dass das ein Riesenaufwand wäre oder es keine Möglichkeiten gibt. Da sieht man halt einfach, dass das nicht gewollt ist. Punkt. Gell, Karin Danner, um 18:30 Uhr. Also, dann macht euch mal bitte schon bereit. Zu uns der Thomas Sehr viel Jaud, zu einfach, der genau. Dirk Fiedler und den Anfang macht Fabi Stamberger. Ihr seid die ersten drei. Fabi, wenn du einfach... Da ist er schon. Da ist er schon. Der Fabi. Bitteschön. Geil, ich muss da auch mal hin. Darf da jeder echt... kann ich da... jetzt nicht mehr, ne? Jetzt dürfen wir keine Wortmeldungen mehr machen, oder? Oder nur Anträge. Was war nur Anträge, dürfen wir nicht stellen, oder? Wortmeldungen dürfen wir immer noch? Okay, nächstes Jahr bin ich da, Leute. Ich nehme Urlaub, ey. Liebe Mitglieder, liebes Präsidium, lieber Vorstand. Eine erfolgreiche Woche liegt hinter uns mit dem Auswärtssieg in Dortmund, dem Sieg gegen Galatasaray und eben gestern. Zum Europapokalspiel gegen Galatasaray muss ich aber gleich was loswerden. Aus Sicht unserer Südkurve ist es ein absolutes No-Go, wenn Bayern-Mitglieder, Fanclubs und auch Fans ihre Eintrittskarten im großen Stil an Gästefans Tja. Da weißt du halt, welche Art Fenster teilweise im Stadion hocken, ne? im großen Stil an Gästefans mit Profitgier weitergeben. Hier müssen wir uns definitiv zusammensetzen und klare Regelungen für die Zukunft vereinbaren. Ich bin Mitglied, ja. Das Thema mit den Trikots habe ich ja auch stehen, was mir jetzt vor der Versammlung von 2 Leuten erklärt wurde mit der Aussage, dass es an UEFA-Regularien liegt und dem nicht vorhandenen anderen Trikot von Galatasaray, weshalb wir nicht in Rot und Weiß spielen konnten. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich, oder wie jeder auch weiß, unsere Devise, unsere Clubfarben sind Rot und Weiß und wir wollen vor allem daheim in Rot und Weiß spielen. Ich bin natürlich nicht nur hier, um zu kritisieren, sondern möchte klar betonen, dass sich seit der letzten Jahreshauptversammlung sehr viel Positives bewegt hat. Wir sind in unserem Verein alle viel näher zusammengerückt und die Basis wurde überall eingebunden. Ob bei der Erarbeitung der Satzung in Workshops, beim Mitgliederstammtisch in vielen Regionen, bei den Aktionen rund um Rot gegen Rassismus und viel mehr. Und das, während woanders weitere Investoren ihr Unwesen treiben, während vergeblichen Versuchen von Investoren in die DFL zu kommen, das auch so bleiben sollte und nicht passiert, oder während in Saudi-Arabien unglaubliche Summen gezahlt werden und der Fußball sich immer mehr von seiner Basis entfernt. Ich denke... Also lila Trikot ist echt grenzwertig. Ja, es ist schon super hässlich, ne? Thorsten, danke für 99 Cent, Alter. Vielen Dank. Ich denke, ich spreche hier im Namen aller Mitglieder und Fans, dass es das Wichtigste ist, dass wir ein Mitgliederverein bleiben und diesen auch gemeinsam leben. Noch ein kurzer Rückblick zur letzten JHV, als Jan Dresen sich hier von der Bühne verabschiedet hat. Und ich denke, ich spreche auch hier wieder für alle, dass wir uns riesig freuen, dass du dem FC Bayern erhalten geblieben bist und wir dein Herzblut für den Verein spüren und wir freuen uns auf die weitere Zeit mit dir zusammen. Tschüssi! Naja, wie sollen die Verkaufszahlen auch gut laufen bei so einem Trikot? Zum Abschluss 2 kurze Themen, die uns Fans bewegen. Bei der letzten Jahreshauptversammlung habe ich ebenfalls über die Champions-League-Reform gesprochen. Ab der neuen Saison greift nun dieser Modus. Es kommen weitere Termine hinzu und wir fragen uns ernsthaft, wo das höher, schneller, weiter noch hinführen soll. Noch mehr Spiele, wir wissen nicht wann. Des Weiteren das Spiel in Saarbrücken und auch das Ausscheiden hat uns natürlich wehgetan. Aber wir stehen natürlich auch bei Niederlagen alle fest zusammen.
Wir Fans investieren. Wir Fans investieren unsere Urlaubstage, unser Geld und viele Nächte auf der Autobahn gerne, um unsere Elf zu sehen und sie anzufeuern. Auch bei Niederlagen ist es eine Sache des Respekts, den mitgereisten Anhängern vorbeizuschauen und ihnen eben diesen Respekt zu zollen. Wo wir jetzt auf Vereins- und Mitarbeitendenbasis super zusammengewachsen sind, haben wir hier noch ein gutes Stück vor uns. Auch das öffentliche Training ist für Fans, insbesondere für unsere Kleinen und Familien, sehr wichtig. Unser Verein soll weiter nahbar sein, was bedeutet, dass wieder mehr öffentliche Trainings zum Standard werden, denn ihr beschert damit den Kindern unvergessliche Erlebnisse. Und das verstehe ich eh nicht mehr in der heutigen Zeit mit ihrem Geheimtraining, Alter. Ganz ehrlich nicht. Das ist für mich auch ein Unding. I don't know. Der Nagelsmann ja so eingeführt, ich verstehe es nicht. Baut damit auch die nächste Fangeneration mit auf. Ja, ist ja immer Geschmackssache, so Trikot, ne? Gibt welche, die feiern das. Ist doch völlig okay. Muss ja jeder für sich wissen. Allen in allem vielen Dank an alle Beteiligten, an alle Mitarbeiter des Vereins, die auch in sehr vielen Punkten mittlerweile eben mit uns zusammenarbeiten und auf ein weiteres erfolgreiches Jahr. Dankeschön. Ja, nehmen ruhig mit das Glas. Dankeschön. Danke, Fabi Stamberger. Dirk Fiedler? Ja, wie gesagt, in der heutigen Zeit Geheimtraining ist. Bist du bei uns, Dirk? Du wärst der Nächste. Das Rednerpult wäre da. Ansonsten könnte man natürlich den Thomas vorziehen. Thomas, du stehst. Naja, es sollte einfach, zu den Tickets, es sollte einfach nur möglich sein, die nur über den Zweitmarkt weiterzugeben. Punkt. Ja, den Zweitmarkt können nur Mitglieder nutzen. Schon ist das Problem gelöst. Fertig aus. Tickets sind eh personalisiert. Und gut ist. Also. Schon da, oder? Wäre das kleinste Problem. Jetzt hat. Ach, da kommt er. So, Dirk. Du kennst dich aus. Bitteschön. Einen überraschenden Trick. Ja, na klar. Ich habe bei uns überraschende Standardsituationen dieses Jahr schon gesehen, Alter. Lieber Ehrenrat, liebes Präsidium, Aufsichtsrat, Vorstand, liebe Freunde, liebe Bayern-Familie. Entschuldigt ein bisschen meine Aufregung, ist die erste Rede. Aber gut, alle mal, das ist das erste Mal. Gestern das Spiel war harte Arbeit. Ich war im Stadion, aber harte Arbeit wird belohnt, so wie unsere Protagonisten das machen, ob Präsidium, Vorstand. Einfach erfolgreich. Ganz besonders möchte ich auch nochmal Uli danken, ohne den der Verein nicht so dastehen würde, wie es jetzt ist. Jeder weiß das. Wie gesagt, an viele Hände, aber ohne Uli wären wir noch nicht dort. Gut. Ich habe 2, 3 Dinge. Das eine konnte ich schon fast klären beim Antrag, was uns aufgefallen ist als Fanclub, gute Freunde 06 Glaurau aus dem Osten. Nee. Wenn wir Parkplatz Süd sind, nach dem Ende des Spiels die Abfahrt. Es ist eine Unsitte geworden, dass dort, während wir die Busse rausfahren, dort die Taxen rumfahren. Ich bin selber schon in der Taxen gefahren worden. Es muss nicht erst noch Verletzte geben. Also vielleicht kann da die Fußball AG was machen mit der Stadt, dass die Taxen, während die Busse dort rausfahren, einfach nicht da sind. Das war das eine. Das Zweite ist mir gestern auch aufgefallen. Ich saß Oberrang. Man kann wunderbar aufs Spielfeld schauen, aber das ist auch eine Treppe des Leidens dort hoch. Also, was willst du denn jetzt haben, Alter? Ein Aufzug oder was? Es ist so, klar, was ist denn los mit dir? Wir werden alle älter, aber man kann sich die Plätze nicht aussuchen. Auch Ältere müssen dort hoch. Und wenn du dort oben bist, ich glaube, da brauchst du manchmal ein Sauerstoffzelt. Vielleicht kann man in Zukunft, gibt es eine Lösung in der Rolltreppe, dass man einfach in den Oberrang und dann drum rumlaufen. Alter, was ist denn mit ihm los?
Junge, Alter, ohne Scheiß, wenn du nicht mehr in der Lage bist, eine verkackte Treppe hochzugehen, um auf die Tribüne zu kommen, Alter, dann geh nicht mehr zum Fußball, dann bleib im Arsch zu Hause. Was ist denn los mit ihm? Junge, Alter. Das mag vielleicht technisch jetzt schwierig aussehen, aber in der Zukunft, vielleicht kann man da was machen. Wild, Alter. Man weiß es Wild. nicht. Was ich ganz toll fand, das habe ich auch unserem Cheftrainer gesagt, wo er reinkam. Danke für das Autogramm, Thomas. Diesen Ball zurückzuspielen zu den Experten. Und der Herr Präsident hat auch gesagt, die können auch mal was vertragen. Schützt unseren Trainer, das macht er richtig, weil wenn wir den nicht schützen, sägen wir unseren eigenen Ast ab. Thomas, wir lieben dich. Das ist jetzt meine dritte Versammlung, die ich mitmache, und ich muss sagen, es werden immer weniger Leute. Wir sind jetzt mittlerweile 316.000 Mitglieder, sicherlich weltweit. Ist nicht mal 1% da. Ja. Wenn du jetzt eine coole Sau bist, sagst du jetzt, warum die nur abstimmen dürfen. Als Anspruch oder als Ansporn vielleicht, dass der eine oder andere sich doch mal noch aufmacht, wäre es doch eine Möglichkeit für die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung, ein Vorkaufsrecht für bestimmte tolle Spiele zu kriegen. Ich denke mal, durch die Mitgliedsnummern, die ja gescannt werden, sollte das vielleicht technisch gar kein Problem sein. Nee, das ist ja hier eine Reaction hier, Marder. You know? Reaction heißt, ich stoppe, wann ich Bock habe, und wenn ich was zu erzählen habe, tue ich das. Ansonsten gehst du einfach auf dem FC Bayern München YouTube-Channel, da hast du keine Reaction, da kannst du das einfach in ein Stück durchgucken. Ganz einfache Kiste. Vielleicht mal für die Zukunft aufnehmen. Dass nicht alles geht, wissen wir auch, aber vieles geht, wenn man es will. Vor 5 Jahren habe ich meine erste hier mitgemacht, meine Versammlung. Und da war ein Vorstandskollege vom Fanclub, hat die Rede gehalten und hat damals eine Spende für die FC Bayern München e.V. in Form von 700 € hier gelassen. Wir waren damals auf dem Weg zur 7. Meisterschaft. Am Ende war es die 7. Meisterschaft. 5 Jahre später bewegen wir uns auf dem Weg der 12. Meisterschaft. Das heißt, unser Fanclub meinte, möchten wir was nachlegen. Ich möchte heute eine Spende von 500 € übergeben, was im Idealfall bedeutet für jede Meisterschaft 100 €. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, auf weitere schöne Erfolge. In diesem Sinne, bei uns sagt man, Klick auf, der Osten steht hinter euch. Ja, auch. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Ei, verpübsch noch einmal, Dirk, das hast du gut gemacht, Dankeschön. Wir könnten dir stundenlang zuhören. So, bitteschön, jetzt aber. Dirk, und echtes Highlight hier, die Spende am Schluss. Du warst arg nervös, gell, als das gerade... Hat man es gehört? Nein, hat man überhaupt nicht gehört, ganz ehrlich. Dankeschön. Dirk Fiedler, Bayern-Mitglied, so schaut's aus. Danke. Thomas, komm. Wir fassen immer 3 zusammen, Herr Präsident, lieber Herbert, wir fassen immer 3 unserer Mitglieder, unserer Wortmeldungen zusammen, und dann gebe ich natürlich dann auch das Wort. Aber jetzt erstmal Thomas Jaud. Bitte schön, Thomas. Danke. Liebe Freunde des FC Bayern, heute haben wir einige Änderungen an der Satzung unseres Clubs beschlossen. Bei diesen Änderungen ist viel Licht, auch wie wir bei Anträgen auch gehört haben, vielleicht auch Schatten dabei. Ich will aber hier nur auf ein Thema... Okay, besser? Gut. Ich will aber hier nur auf ein Thema eingehen. Neu ist nämlich auch eine Definition der Werte unseres Vereins. Wörtlich heißt es unter anderem, der Club tritt verfassungs- und fremdenfeindlichen sowie antidemokratischen Bestrebungen und jeder weiteren Form von diskriminierenden, menschenverachtenden oder antisemitischen Einstellungen, insbesondere aufgrund der Nationalität, der Religion, des Geschlechts, des Kommt Alters, ein Ruanda-Take bestimmt. ethnischer oder sozialer Herkunft, der sexuellen Identität oder einer Behinderung entschieden entgegen. Zitat Ende. Jeder, welcher diese Werte unterstützt, kann auch Mitglied des FC Bayern sein. Aber es kann auch Konsequenzen für die Sorte von Mitgliedern haben,
wie ich sie während der letzten Mitgliederversammlung erleben musste, als ich von FCB-Mitgliedern für meine Forderung nach Ausschluss von Rechtsextremen aus unserem Verein scharf angegriffen wurde. Denn in der neuen Satzung heißt es auch, der Ausschluss aus dem Club erfolgt durch das Präsidium bei der Offenbarung einer Gesinnung, die mit Zweck, Aufgaben und Werten des Clubs unvereinbar ist. Soweit die Theorie. Doch was heißt es jetzt eigentlich? Für mich bedeutet das, dass der FC Bayern München nicht nur seine Vergangenheit aufarbeitet und unter anderem mit Rot gegen Rassismus wichtige Zeichen setzt, sondern auch die Lehren aus der Geschichte zieht. Ich hoffe sehr, dass die heute beschlossenen Regeln von den Verantwortlichen in der Praxis konsequent angewandt werden. Geschichte, vor allem diese dunklen Zeiten unserer Geschichte, darf sich nie mehr wiederholen. Faschisten haben in unserem Verein keine Heimat, denn auch wenn diese Leute aktuell oft anders genannt werden, so bleiben Nazis doch Mörder. Rechtsextreme waren es, welche so viele Menschen, darunter auch viele Mitglieder unseres Vereins, ermordet haben. Schließlich war und ist der FC Bayern auch weiterhin die Heimat von jenen Mitgliedern, welche unter den Nazis gelitten und auch ihr Leben verloren haben. Allen Opfern dieser schrecklichen Jahre sind wir es heute schuldig, dass wir als Mitglieder und Fans des FC Bayern München den Anhängern von rassistischen, antisemitischen und fremdenfeindlichen Parteien, wie auch leider in großen Teilen der AfD, eines sehr deutlich machen. Der FC Bayern München will euch nicht. Wenn ihr so denkt, könnt ihr kein Teil des FC Bayern sein. Ja, die Frage ist, wie wollen sie das umsetzen, ne? Spannend, spannend, Alter. Genauso wenig haben solche Menschen beim FC Bayern etwas zu suchen, die aktuell den Terror gegen unsere jüdischen Freunde unterstützen. Der Schutz des Staates Israel ist deutsches Staatsräson und sollte auch im Sinne aller unserer Mitglieder unseres Vereins sein. Was aber nicht heißen soll, dass man die israelische Politik immer gutheißen muss. Wir stehen zu unserer Geschichte und an der Seite unserer Freunde in Israel. Zeigen wir klare Kante. Demokratie und Menschenfeinde haben bei uns am FC Bayern nichts zu suchen. Dankeschön. Dankeschön, Thomas. Thomas Jaud. So, wenn bitte, kommt ihr bitte, ihr seid die Nächsten, der Udo Kienast, der David Naumann und Christian. Nee, ich habe das so verstanden, dass er durch die Blume gesagt hat, man sollte alle AfD-Wähler aus dem Verein werfen. So habe ich das verstanden. Dass er AfD-Wähler ist, oder? Sperling, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr schon mal zu uns kommt, hier am Bühnenaufgang. Und Herbert Heiner, wir haben jetzt 3 gehört, den Fabi, den Dirk und den Thomas. Ja, herzlichen Dank an alle. Er trinkt natürlich nicht von dem gleichen Glas wie sein Vorgänger. Ausgetauscht jedes Mal. Ich fange gleich mal an bei dem letzten Redner, bei Herrn Jaud. Herr Jaud, ich kann das, was Sie gesagt haben, alles nur zu 100% unterstützen und gehen Sie auch davon aus, dass Sie die Werte deswegen in die Satzung nochmal ausdrücklich reingeschrieben haben, um sie auch hinterher so umzusetzen. Und wie ich schon gesagt habe, Rechtsextremismus und Faschismus hat bei uns definitiv keinen Platz. Fabian Stamberger, zunächst mal deinem Wunsch, dass der FC Bayern ein Mitgliederverein bleiben möge, dem können wir voll und ganz zustimmen, denn ich glaube, das ist die große Stärke dieses FC Bayern München, wie ich es heute schon mehrmals betont habe, dass wir solche Mitglieder und solche Unterstützer haben. Das hat den Verein groß gemacht und so wollen wir es auch weiter behalten. Und noch ein Punkt, den du angesprochen hast zu den Eintrittskarten. Auch das kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Ich verstehe es nicht, dass wenn einer das Privileg hat, dass er zum Spiel des FC Bayern in der Champions League gehen kann, gegen Galatasaray oder gegen wen auch immer, dass er dann dieses Privileg nutzt und daraus Profit schlägt. Und
Aber ganz ehrlich, wenn das gerade auf der Tribüne ist, da hast du ja eine Sitzplatznummer, Alter. Dann kannst du das doch ganz einfach nachvollziehen, wer diese Karte ursprünglich gekriegt hat. Und wenn da jetzt jemand anders war gegen Galatasaray, zack, dann gehört der rausgeschmissen und kriegt keine Karte mehr. Feierabend, Punkt. Muss man noch nicht rumdiskutieren. Das seine Karte weiterverkauft. Ja. Fertig aus. Stehplatz natürlich ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise nicht möglich, Zur aber Champions League Reform und zum Spiel in Saarbrücken, lieber Jan Christian, da würde ich gerne an Sie weitergeben. Ja, lieben Dank. Ja, Fabi, wir haben uns ja auch schon mal ja, jetzt kommt wieder die Enttäuschungsgeschichte, Alter. zum Thema Champions League und Champions League Reform unterhalten. Eigentlich nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ich glaube, beschlossen ist es, das heißt, es ist auch nicht aufzuhalten, euer Einsatz von allen Fans, was das Thema Reisen, was das Thema Kosten und auch was das Thema Urlaubstage betrifft, ist außerordentlich. Und dann ist natürlich jedes Spiel mehr auch eine Belastung für die Fans. Auf der anderen Seite ist der sportliche Ansatz für diese Champions League-Reform natürlich ein Stück weit zu versuchen, diese letzten Spiele einer Gruppenphase womöglich attraktiver zu gestalten. Und deswegen hat es diese Reform unter anderem auch gegeben. Da wir sie ohnehin nicht mehr jetzt stoppen können, sollten wir ihr eine Chance geben und sehen, was dabei herauskommt. So wie es auch andere Veränderungen in den letzten 50, 60 Jahren immer auch ja gab in der Bundesliga und bei anderen Gelegenheiten, die sich im Nachhinein nicht immer alle als schlecht, sondern durchaus auch manchmal als gut erwiesen haben. Und insofern ist das an der Stelle mein Appell, auch wenn wir zwei an der Stelle erst vor kurzem miteinander so weit waren, dass wir gesagt haben, wir agreeing to disagree. Also insofern kann ich da jetzt aktuell auch keine bessere Antwort drauf geben. Zu Saarbrücken. Saarbrücken haben sich, glaube ich, die Spieler, die dann nicht in die Kurve gegangen sind, anschließend am meisten über sich selber geärgert. Weil die Spieler, die ich wahrnehme, bei uns wollen eine Nähe zu ihren Fans. Und da ist es keine reine Pflichtübung, in die Kurve zu gehen, sondern es ist eine Dankbarkeit da, auch für die Unterstützung. An diesem Tag, das hat der Naja, die war ja dann an diesem Tag nicht da. Thomas Tuchel ja an anderer Stelle auch schon mal gesagt, war die Enttäuschung über sich selber und dieses völlig ohne Not vergebenen Spiels so groß, dass die eigentlich nur noch eines wollten, weg von diesem Rasen, weg von dieser Schmach und sich dann in der Kabine verkrochen haben. Ist das richtig? Nein, es ist nicht richtig. Es ist einfach klasse, wie wir auch in Niederlagen, zum Glück nicht so viele, auch in Niederlagen unterstützt werden. Und da gehört ein Zusammengehörigkeitsgefühl und auch der Zusammenhalt dazu. Ja, fühle ich nicht die Aussage. Herr Fiedler, noch zu Ihrem Vorschlag für die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung. Wie gesagt, ich fühle das bei so einem, was weiß ich, neben Kretzig, neben 19-jährigen Tell, so die sowas noch nicht erlebt haben. Ja klar, da kannst du das fühlen. Sagst du, ja, die waren super enttäuscht, konnten das nicht handeln, sind in die Kabine. Verstehe ich vollkommen. Aber wenn da irgendwie ein Spieler ist, der das schon 100 Mal erlebt hat, mit 100 Mal vielleicht beim FC Bayern nicht, aber der es schon öfter mal erlebt hat, dann ist das für mich keine Ausrede zu sagen, ich war jetzt so super enttäuscht, ich konnte nicht kurz zu den Fans gehen und mich kurz bedanken, Alter. Das zeigt dann halt einfach, dass es den Spielern halt scheißegal ist, Alter. Punkt. Hauptversammlung ein Vorkaufsrecht einzuräumen, das finde ich sehr sympathisch, ist aber leider nach unserem Gemeinnützigkeitsrecht nicht durchführbar. Wir dürfen keinen Mitgliedern irgendwelche Vorteile zugutekommen lassen. Auch zu den Taxis nach dem Spiel, ich kenne das auch, habe das selber auch schon miterlebt. Wir haben auch schon die unterschiedlichsten alternativen Formen versucht, mit und ohne Taxis. Leider ist uns da noch nichts eingefallen, was wirklich besser und optimaler wäre, um den Abfluss der Autos und des Verkehrs und die Sicherheit der... Naja, wofür bezahlt man Mitgliedsbeiträge, wenn man kaum eine Chance auf eine Karte hat? Ja, das Problem ist einfach, dass es mittlerweile halt 316.000 Mitglieder gibt. Und du bei Heimspielen 50.000 Tickets oder 60.000 hast. Und bei Auswärtsspielen hast du 5.000 Tickets. So, da kannst du dir deine Chancen halt ausrechnen. Ne? Vor 10 Jahren war das alles ein bisschen anders. Da hast du nämlich vielleicht 40.000 Mitglieder gehabt. Dann hast du auch eher eine Chance gehabt auf Tickets. Ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen wild. Dazu hast du dann noch diese Fanclubs, die Tickets kriegen, wo Leute dann dahin fahren, die eigentlich gar keinen Bock haben und vielleicht dann auch Karten frei bleiben. Das ist halt auch noch so ein Problem, dass Fanclubs dann noch bevorzugt werden und sowas. Also die Ticketsituation ist ganz schwierig. Und ob du Mitglied bist oder nicht, ja, steigert deine Chancen minimal. Also ich glaube, als Nichtmitglied kannst du schon gar keine mehr vorbestellen. Das weiß ich aber auch nicht genau. Ja, aber das ist das Problem. Es gibt halt einfach sehr, sehr viele Mitglieder. Fußgänger, die rauskommen aus dem Stadion, besser zu gewährleisten.
Letzter Punkt, Sie haben gesagt, Herr Fiedler, das war heute Ihr erster Auftritt. Ich fand es gut, dass Sie sich gestellt haben und hochgekommen sind. Sie dürfen auch kommen, wenn Sie beim nächsten Mal keinen Scheck mitbringen, aber trotzdem herzlichen Dank dafür. Nee, man kann sich aufregen, wenn man das erste Mal macht, weil das einfach eine Sache von Respekt ist. Gott. Fertig. Willst du mir sagen, ein Neuer, zum Beispiel der Kapitän ist, der hat sowas noch nie erlebt oder was? Ja. Nochmal. So. Was ist das für eine Einstellung? Fertig. Und das kann man dann auch kritisieren. Ob das nochmal passiert oder nicht, ist doch Wurst. Das ist halt passiert. Ich sage ja auch nicht, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ach ja, alles gut, komm, wir gucken mal, ob das nochmal passiert. So. Ja. Dann hätte sich ja mal jemand, der nicht da war, hätte sich ja mal dazu äußern können. Aber da kriegt ja keiner die Zähne auf. Da sitzt sich ja dann Dresden dahin und sagt, ja, die Spieler waren enttäuscht und ist schon okay. So, dieselbe Sache mit Mats-Raui, der hat sich auch nicht dazu geäußert. Da setzt sich auch in Dresden hin, sagt 2 Sätze, dann ist das Thema durch. Dann sollen die Leute, die sich doch den Bockmist machen, sollen sich doch mal da hinsetzen und dazu Stellung beziehen. Dann ist doch auch alles gut. Dann bin ich bei dir. Dann haben die sich entschuldigt und dann ist das Thema vom Tisch. Sowas macht ja keiner. Hat ja auch keiner die Eier für. Also setzt sich ja keiner hin und sagt, ja, wisst ihr, was war dumm, war, weil. Und dann kann er das doch ausführen. Ist doch okay. Sowas macht doch aber keiner. Die Spieler werden so in Watte gepackt, Alter. Es ist Wahnsinn einfach. Wahnsinn, Alter. Ja. Verstehe ich halt nicht. Und dann kann man das auch kritisieren. Es gibt aber noch eine Lösung, Herr Fiedler. Aufzug T1, mit dem Sie fahren können in die Ebene 6. Da müssen Sie in die Ebene 2 und dann kommen Sie mit dem Aufzug T1 hoch in die Ebene 6. Jetzt weiß ich nicht, wo im Oberrang Ihr Platz war. Vielleicht müssen Sie jetzt etwas ebenerdig drumherum laufen, aber von T1 kann man in die Ebene T6 fahren mit dem Aufzug. Dann Guck mal, Problem gelöst. Siehst du? Bild. Der Mann kennt sich aus. Dankeschön, Jan. So, Christian, du bist dran. Christian Sperling, bitteschön. Na, der Christian ist der Nächste. Warte mal. Ja, bin ich bei dir, ja mal, was die Fans im Stadion anbelangt. Christian, abgesehen von den Kernen in der Süd. Ja, da kannst du ewig drüber diskutieren. Ja, das kann man auch erwarten, dass sie da hingehen. Hätten die Fans jetzt die Spieler ausgepfiffen oder so, hast du ja noch ein Argument, dann sagst du ja, keine Ahnung, die wollen uns nicht, ich gehe in die Kabine, ist ja alles gut. Aber es ist ja nicht passiert. Ja, die wurden unterstützt und dann kann man doch mal kurz hingehen, ihn machen und dann kann ich mich in die Kabine verpissen. Es geht doch nicht darum, dass ich, was weiß ich, da jetzt diskutieren muss oder so. So, um mehr geht's doch gar nicht. Ne? Und das kann man doch mal aus Respekt tun, Alter. Fertig. Ja, liebe Mitglieder, sehr geehrte Vereinsverantwortliche. Ich bin seit 50 Jahren Bayern-Fan und seit gut 25 Jahren auch Jahreskartenbesitzer. Du Glücklicher. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch nochmal die Möglichkeit habe, hier auf mein Anliegen eben einzugehen und hoffe auch eine Antwort zu erhalten. Ich war schon auf der letztjährigen Hauptversammlung hier und habe eben auch zum Thema physische Jahreskarte mich zu Wort gemeldet. Und nachdem sich aber leider nichts geändert hat, bin ich froh, Herr Dresen, dass Sie immer noch da sind und nicht wie ursprünglich geplant eben zum 30.06. ausgeschieden sind. Und jetzt würde mich halt auch interessieren, warum sich nichts geändert hat. Vor allem, Herr Dresen, weil Sie im Interview im Bayern-Magazin Ausgabe Juni, Juli unter anderem Folgendes gesagt haben. Ich zitiere: Neben unserer Mannschaft und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Fans für mich das Wichtigste, das wir beim FC Bayern haben. Ich denke, es ist wichtig, zuzuhören und Anregungen ernst zu nehmen. Aber offensichtlich haben Sie nicht... Was ist denn sein Take jetzt? Er möchte eine physische Karte haben, oder was? Also eine ausgedruckte Karte möchte er haben, oder was? Das ist gerade sein Take. Nicht so ganz genau zugehört und haben vielleicht auch gedacht, was soll's, nächstes Jahr bin ich eh nicht mehr da. Wie dem auch sei, ich finde, Anspruch und Wirklichkeit passt irgendwie da nicht ganz zusammen. Und das finde ich eigentlich sehr schade, denn meines Erachtens wäre es ein leichtes, die ursprüngliche Handhabung dieser ursprünglichen Jahreskarte auch leicht wiederherzustellen.
Okay. Kurz zur Erklärung nochmal. Bis zur Saison 19... Gut, das heißt, es ist vielleicht ein bisschen dem Alter geschuldet, wa? Dass man da so einen Wert drauf legt. Ist ja okay. Mein Gott. Weiß nicht, was das jetzt für ein Aufwand wäre. Keine Ahnung. Also mir ist das nicht wichtig, ob ich jetzt eine physische Karte habe. Ja, von Club Nummer 12 ist das auch so. Da konntest du jetzt auch abstimmen, ob du eine physische Karte haben willst oder nicht. Und keine Ahnung, zahlst halt 5er extra oder so, was weiß ich. Wie beim Magazin, was noch ausgedruckt wird, wenn du das haben willst, zahlst halt auch extra. Ja, 20 hat man noch so eine ansehnliche Jahreskarte erhalten. Im robusten Checkkartenformat und zwar auch ohne Aufpreis. Ganz ehrlich, wenn es jetzt darum geht, um Aufpreis, da muss ich ihm knallhart widersprechen, Alter. Wenn du in der heutigen Zeit Wert darauf legst, dir so ein scheiß Dingen zu haben, anstatt das irgendwie auf dem Handy zu haben oder sonst was, ja, dann musst du damit leben, wenn du einen Aufpreis zahlst. Ja, wenn es halt gar nicht zur Verfügung gestellt wird, ja, kann man drüber diskutieren, aber... Ja, und jetzt kriegt man nur noch auf speziellen Wunsch und unter Zuzahlung von 5 € so eine hässliche, windige Pseudo-Jahreskarte wie dieser hier. Ups. Naja. Der Stream leckt. Ja. Also, Herr Driesen, die Einführung dieses digitalen Ticketcenters, die ist absolut verständlich, macht auch Sinn, ist nachvollziehbar, alles in Ordnung, alles gut. Und diejenigen, die das möchten, die sollen es natürlich auch gerne nutzen, gar kein Thema. Aber meine Bitte, berücksichtigen Sie auch bitte die Jahreskartenbesitzer, die vielleicht digital nicht so bewandert sind und oder vor allem die alte bzw. gewohnte Jahreskarte schätzen und lieben gelernt haben. Und, was auch noch wichtig ist, ein Stück weit Tradition ist. Also bei mir, ich habe die 25 Jahre und für mich ist es einfach ein Stück weit Tradition auch geworden. Und vor allem ist es ja nicht so, dass es nicht möglich wäre, noch diese alte Jahreskarte zu erhalten. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich dann den Gipfel auch finde, dass man am Ende der Saison die Möglichkeit hat, für 10 € so eine sogenannte Souvenirjahreskarte zu bekommen. Also ich weiß nicht, wer eine Souvenirjahreskarte braucht, keine Ahnung. Also. Das ist dann wirklich ein wilder Take. Also wenn ich nach der Saison eine Souvenirkarte kriege, die dann das robustere Dingen ist für 10 €, dann ist das ein wilder Take. Dann biete ich die doch am Anfang der Saison an für 10 € anstatt für 5 € und er ist glücklich. Ja? Das ist ja wirklich ein wilder Take. Herr Driesen, es wäre nett, wenn Sie mir und auch einigen anderen Jahreskartenbesitzern, mit denen ich gesprochen habe, erklären, warum man nicht einfach wieder diese alte Jahreskarte bekommen kann. Man bräuchte ja nur im Vorfeld abfragen, wer möchte die physisch haben oder wer möchte das digitale Ticketcenter nutzen. So, welchen Preis man dafür verlangt, ist zunächst mal zweitrangig. Ja, wenn man jedoch die teils horrenden Abfindungen in Millionenhöhe berücksichtigt, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass die paar tausend € für die Jahreskartenbesitzer eigentlich drin sein sollten. Nein. Und das hat übrigens auch viel mit Wertschätzung zu tun. Aber wenn man sich dieses Gebaren so anschaut... Ich gehe auch davon aus, dass Mazraoui nächste Saison weg ist. Bastel dir doch selber eine. Ja, er ist halt ein alter Mann. Du hast doch gehört, 25 Jahre Tradition. Das kann man schon verstehen. Ansieht... Ja. Ich das hat sein Anliegen und dafür darf er ja vorbringen. Also, Herr Driesen, meine Bitte bedeutet oder lautet dieses Jahr ganz konkret, beenden Sie bitte diesen Schildbürgerstreich, ja, ganz genau. Und ermöglichen Sie den Jahreskartenbesitzern, die das wünschen, wieder diesen Erhalt der schönen Jahreskarte. Und jetzt hoffe ich, bin gleich fertig. Ich hoffe ja nur, dass dieser neue Posten Souvenirjahreskarte dann nicht Ihren Ertrag schmälert. Er ist aber schon zynisch, Alter. Aber das glaube ich jetzt allerdings nicht. Aber es wäre trotzdem mal interessant eigentlich, wie viel
Leute oder Mitglieder da so eine Jahreskarte eben beziehen. Ich nehme eine, wenn eine frei ist. Zuletzt hätte ich noch einen wirklichen Verbesserungsvorschlag hinsichtlich Nachhaltigkeit, weil das hatten Sie ja letztes Jahr so angeführt. Überdenken Sie mal bitte, ob es wirklich notwendig ist, dass jeder Jahreskartenbesitzer so eine schöne, teure Mappe bekommt. Also das könnte man meines Erachtens auch einsparen oder anders machen oder vielleicht auch irgendwie digital lösen. Aha. Junge, jetzt merkst du aber selber, dass du dir gerade aber hardcore widersprichst, oder? Alter. Er ist ja geil, ey. Das könntest du einsparen, die Pappe. Ne, das könntest du digital machen. Aber eine schöne Plastikkarte, die möchte ich haben, Alter. Wilder Take, ey. Wilder Take von ihm. Junge, Alter. Den musst du nochmal überdenken, ey. Der war gut. Christian, hast du's? Nein, ich habe noch einen Satz noch. Ja, komm, hau noch raus. Einen Satz noch. So, also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und anschließend noch einen erholsamen Sonntag und ich wünsche Union Berlin mindestens einen Punkt heute. Ja, das tun wir alle. Vielen Dank. Ja, besser 3. Ach, wild, ey. Danke, Christian. Der war gut, ey. So, der nächste ist Dafür der holt er David. 10 Minuten David raus, Naumann. Alter, um dann das zu sagen. Ja, aber das können wir digitalisieren. Ja, echt, am Ende reißt sich alles ein, ne? Hätte er mal Der Jan machen Christian sollen. Dresen wird mit Sicherheit auch gleich dann antworten Ach, herrlich. auf deinen Beitrag. So, David, bitteschön. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrter Vorstand, sehr geehrter Aufsichtsrat, liebe Mitglieder. Ein Thema beim FC Bayern ist essentiell für die Zukunft des FC Bayern, und zwar die Identifikation mit dem Verein. Und schlechter, wie es momentan läuft, könnte es gar nicht laufen in dem Bereich. Denn mit großem Staunen, Herr Heiner, habe ich gelesen im Bayern-Magazin September 2023, wonach der FC Bayern in München und in Bayern ganz besonders verwurzelt ist, wenn sich der FC Bayern einmal im Jahr in Tracht wirft und gemeinsam aufs Oktoberfest geht. Tut mir leid, Herr Heiner, aber da lache ich mich schlapp. Denn, ja, ist doch so. Ja, ist gut. In der Profimannschaft des FC Bayern spielt nicht ein gestandener Spieler gebürtig aus München und nur ein gestandener Spieler aus Oberbayern, der Thomas Müller. Bei einem weiteren Spieler aus Mittelfranken, Franz Kretzig, weiß man jetzt gar nicht, wird er es schaffen, dass er eine faire Chance bekommt bei diesem Verein. Das ist ja immer so eine Sache bei diesem Verein. Und beim Alexander Pavlovic, der wäre gebürtiger Münchner, da weiß man es auch nicht. Das ist ja gerade erst in Anfängen. Deswegen also von einer Verwurzelung da zu sprechen, das ist völlig verfehlt meines Erachtens. Jetzt werden Sie mich vielleicht fragen, woher sollen wir die Spieler aus München und aus Bayern bekommen? Ich helfe Ihnen da gerne. Und zwar vom Campus und aus dem Amateurteam. Er ist gut, ey. Ich helfe Ihnen da gerne. Gerade im Amateurteam gibt es jedes Jahr immer wieder Spieler aus München und aus Bayern. Ich möchte mich jetzt einfach mal für einen Spieler da ganz besonders stark machen, für Lukas Schneller, für den Torwart der Bayern Amateure momentan. Der war seit 2 Jahren verletzt und ist jetzt wieder zurückgekommen. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Es wäre doch schön, wenn man ihm dann nochmal vielleicht einen 2-Jahres-Vertrag gibt und ihn dann zum Nachfolger für Manuel Neuer aufbauen würde. Denn der Lukas Schneller hat so viel Potenzial, der könnte das Torwartspiel in Deutschland nach Manuel Neuer noch weiterentwickeln. Das ist meine Auffassung. Okay, er hat einen Take auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich so eine Sache, ja, um diese Spieler an die Profimannschaft integrieren zu können aus dem Campus und natürlich aus dem Amateurteam, da müsste im Verein müssten die Ansprüche dann runtergehen. Was wäre dabei, wenn der FC Bayern in 10 Jahren vielleicht nur 7-mal Meister wird und dafür echte Identifikationsfiguren mitspielen würden? Also für mich als Bayern-Fan wäre das völlig in Ordnung auf jeden Fall. Er ist gut, Alter. Er ist on fire. Und allein Sie da oben sind Er das ist on Problem, fire, Alter. dass Sie immer jedes Jahr mit 20 Punkten Vorsprung Meister werden müssen. Das ist das Problem meines Erachtens. Ja, kannst du mal raushauen, so einen Beitrag. David, war's das? Ja, danke schön. Dankeschön. David Naumann. Gleich kommt die Antwort und dann jetzt Udo, bitteschön. Udo Kienast. Wir kennen ihn. Die Beste. Ehrlich.
Ja, hallo allerseits. Ich habe diesmal auch mal einen Zettel mitgebracht, dass ich auch nichts vergesse. Aber zu Anfang möchte ich noch mal eins sagen. Er hat es ja selber schon gesagt, lieber Jan-Christian Dresen, ich bin auch total froh und stolz, dass du wieder hier bist bei uns. Und es ist schön, wenn der Applaus und die Standing Ovations des letzten Jahres mit dazu beigetragen haben. Also nochmal sehr schön, vielen Dank. Warum ist es so? Wir haben heute viel über Identität gehört, über die ganze Generation Wembley. Jeder, der hier ist, hat sicher auch die Doku gesehen. Und das sind so ein paar Punkte, die ich heute mitgebracht habe. Der wichtigste: Ich bin auf der einen Seite sehr froh und auch stolz, dass wir heute eine neue, moderne Satzung verabschiedet haben, vor allem auch so, wie es gelaufen ist. Ja? Sie wissen, Herr Mayer, ich bin durchaus derjenige auch gewesen, der gesagt hat, es war 21 nicht nur Katar, sondern es war fehlendes Vertrauen, es war anderes. Und ich glaube, das haben wir wirklich wiedergewonnen durch diese ganzen Dinge, die da sind. Was mich aber total traurig macht, und was mich fast so ein bisschen wie auf einer Beerdigung fühlt: Ich habe hier den Zettel der Jahreshauptversammlung. Und liebe Freunde des FC Bayern, liebe Mitglieder, wir haben mit der heutigen Satzung die Jahreshauptversammlung zu Grabe getragen. Denn wenn ihr mal reinschaut, man findet die in dieser Satzung nicht wieder. Und ich persönlich glaube, wir alle sind doch hier auf dieser Jahreshauptversammlung, was das wichtigste Gremium dieses Vereins ist. Und ich habe es leider verpasst, da noch einen Antrag zu stellen, aber ich hätte diesen Begriff gerne wieder. Ich sage euch auch warum. Die Jahreshauptversammlung ist historisch traditionell. Ja, es ist das, was unsere Gründer vor 120 Jahren als das Wichtigste im Verein auch angesehen haben, als die wichtigste Instanz. Und in dem Moment, wo ich aus der Jahreshauptversammlung eine Mitgliederversammlung mache, ist das für mich, ich sage mal, eine historische Degradierung auch und wird unseren Traditionen so nicht gerecht. Das heißt, diese Jahreshauptversammlung ist für mich als Organ das Wichtigste, spiegelt historische, traditionelle Bedeutung des Vereins wider. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, weil es am Ende auch eine Identifikation der Mitglieder als Ausdruck Identität, Zusammenhalt des FC Bayern München ist. Eine Umbenennung in Mitgliederversammlung führt aus meiner Sicht auch zu Verlust von Tradition. Und deswegen hätte ich sehr gerne das Thema Hauptversammlung wieder verankert. Wenn das im Sinne auch von den hier Anwesenden ist, bin ich auch bereit, es zu beantragen, auch wenn Sie dann noch mal Arbeit haben, Herr Mayer, im nächsten Jahr. Danke. Das Zweite ist für mich das Thema, was auch schon gesagt wurde. Warum ist diese Mannschaft von Wembley so erfolgreich gewesen und wer war da drin? Ein Schweinsteiger, ein Müller, ein Lahm. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Identifikation und Campus. Wir geben auf diesem Campus sehr, sehr viel Geld aus. Es gibt Leute bei mir im Umfeld, die sagen immer, reißt das alles ab und baut da Hotels oder Wohnungen draus. Das ist effektiver und bringt mehr. Ich sage immer, nein, wir müssen diese Talente wieder mehr einbringen. Und zwar mit einer Strategie. Ja, und diese Strategie hat mir in den letzten Jahren, war die für mich nicht so ersichtlich. Und es nutzt uns nichts, wenn ein Kretzig, ein Pavlovic, den ich im Übrigen gestern total super fand, ich habe ihn mal so wirklich beobachtet im Stadion, hey, der Junge, das ist wirklich jemand, wo ich mich frage, brauchen wir eine Holding Six von anderswo, wenn ich solche Leute entwickeln kann. Die dürfen aber nicht nur reinkommen, weil zufällig die Transferpolitik nicht so gut geklappt hat, sondern die müssen im Prinzip ihre Chancen regelmäßig kriegen. Werden sie halt nicht und nur kriegen. mit solch einer Entwicklung, glaube ich, können wir dann auch wieder dieses Zusammenstehen haben, ergänzt um solche Leute wie Kehn und andere, um langfristig Erfolge zu haben. Deswegen wäre meine Frage durchaus auch an die Anwesenden hier, Herrn Naja, ist halt schon so eine zweischneidige Geschichte, ne? So wie Bott schon sagt, am Ende des Tages geht es auch um Leistung, ja. Auf der anderen Seite, ja, hat man beim Tuchel nicht so das Gefühl, dass ihm, beziehungsweise das äußert er ja auch selber, dass er eher auf erfahrene Spieler steht. So, am Ende sollte es um Leistung gehen, ja, dabei sollte das Alter keine Rolle spielen, ob derjenige 17 ist oder 37. Ja, das wäre schon mal ein Ansatz. Aber natürlich ist es schwer für einen Jugendspieler in den Kader zu kommen beim FC Bayern. So, machen wir uns nichts vor. Ja.
Da musst du ja schon auch ein sehr außergewöhnliches Niveau haben, dich da irgendwie durchzusetzen. Ja? Und die Trainer, die dann bei uns ist nun mal der Anspruch, ja, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Wir haben es gegen Saarbrücken gesehen, hätte Tuchel in Dortmund noch verloren, hättest du ihn schon wieder weggeschickt. Ja, willst du dem Trainer dann vorwerfen, dass er sagt, ja, ich stelle da lieber einen Kimmich hin, der 35 Millionen Spiele Erfahrung hat, anstatt einen Pavlovic. So, es ist halt immer alles ein bisschen schwierig, ne? Ich verstehe das schon. Ich bin ja auch der Meinung, wir müssen gucken, dass wir die jungen Spieler besser einsetzen. Aber ja, dann musst du erstmal den dementsprechenden Trainer haben, der da auch die Eier hat. So, es ist nun mal nicht jeder ein Louis van Gaal und scheiß drauf. Ja. Da muss man aber auf der anderen Seite auch den Anspruch runterschrauben und muss dann auch damit leben, dass man halt vielleicht dann nicht jedes Spiel gewinnt. Oder halt, wir wissen alle, dass junge Spieler Leistungsschwankungen haben. Guckt euch einen Musiala an, guckt euch einen Davis an. Da sind ja schon junge Spieler, die spielen so. Das gehört halt alles dann mit dazu, ne? Da muss man dann halt auch diese Sachen hinnehmen, ja. Dresden, ich konnte mich gestern auch mit Christoph Freund und Jochen Sauer gut unterhalten. Wie gelingt es uns, wirklich diese Talente wieder einzubringen und zu fordern? Und ehrlich gesagt, ich erwarte letztendlich auch von einem Cheftrainer, dass der letztendlich in dieses Gesamtkonzept eingebunden wird und diese Leute mehr Vertrauen kriegen und wir nicht um 32-jährige Rechtsverteidiger uns unterhalten. Ja? Das ist aber der Tuchel halt einfach nicht. Punkt. Ja. Letzter Satz dazu. Aus meiner Sicht gehört da auch ein wirklich professionelles, organisiertes Leihgeschäft und Leihverträge dazu. Ich glaube, wir brauchen die, aber ich glaube, wir brauchen da auch Hauptverantwortliche. Denn wenn ich mir das angucke, was da in den letzten Jahren passiert ist, den Namen Stanisic traue ich mich gar nicht zu erwähnen, aber auch bei durchaus anderen, dann hat das für mich insgesamt zu wenig Strategie gehabt. Weil ich sage mal, wenn ich jemanden verleihe, dann muss der auch spielen oder ich muss zumindest irgendwas im Vertrag haben, wenn der nicht spielt, dass ich den wiederkriege. Also auch das wäre was ich gerne anregen würde und wo ich gerne hören würde, wie sind da die Planungen für die Zukunft. Und das war es heute von mir. Danke euch. Udo, danke. Nee, gehe ich mit, ne? Du kannst natürlich jetzt auch nicht sagen, so, ja, wir sind der FC Bayern München, so, wir hauen jetzt einfach 3 aus der Nachwuchsmannschaft rein und Feierabend. So, du kannst halt nicht den Louis van Gaal-Move einfach so bringen. So, das geht halt auch nicht, ja. Da muss man schon ein gewisses Konzept haben, das gehe ich mit. Wo ich nicht mitgehe, wenn es halt um die reine Leistung geht, ja. Diese Saison gibt es da nichts groß auszusetzen. So, was willst du diese Saison in der Offensive groß monieren? Aber wenn du das letzte Saison gesehen hast, dass wir teilweise lieber ohne einen Stürmer gespielt haben, anstatt einen Tell zu bringen, oder da überhaupt auch gar nicht immer über Alternativen aus der zweiten Mannschaft nachgedacht wurde, obwohl die Leistung, die wir gesehen haben, katastrophal waren letzte Saison. So, das ist dann halt so das Ding, ja. Genauso wie diese Saison, so, I don't know, man spielt dann lieber mit einem Goretzka auf Innenverteidigerposition oder mit Mazraoui auf einer Innenverteidigerposition, anstatt zu sagen, ja, weißt du was, drauf geschissen, wir werden ja wohl in der zweiten Mannschaft irgendeinen Innenverteidiger haben, Alter. So, ja, so, den kannst du ja dann mal reinwerfen. So, mein Hot Take. Jetzt gehe ich aber erst pinkeln, sonst sterbe ich hier nämlich gleich. Weil wir haben ja bestimmt noch eine halbe Stunde. Also,
Halleluja. Gerade ist eben ein Trainer vom Weltformat, junge Spieler zu Top-Leuten. Ja, er gibt ihnen auf jeden Fall eine Chance, ne? Aber ich denke, das ist auch so ein Teil so, dass der Tiger weg ist, ne? Der Gerland hat halt schon so, der war schon so, der die Jungs halt auch, ja, er hat halt gesagt zum Louis, der wird Nationalspieler, nimm den und sich dann halt auch eingesetzt für die Jungs, ne? Vielleicht auch noch so ein Grund, der da mit reinspielt. Gefühlt 10 Liter, ja. Ja, das war ja. Das war ja auch wieder lächerlich mit Gnabry, da müssen wir uns nichts vormachen. Gnabry hat auch wieder geliefert, was er liefern kann. Ja, er stand ein bisschen tiefer, hat 2-3 Mal mit nach hinten gearbeitet. Aber ansonsten war der wieder Totalausfall, Alter. Fand ich halt auch frech. So. Auf der anderen Weise habe ich auch gesagt in dem Video, kann man es nachvollziehen, weil er aus einer Verletzung kommt, dann spielt sie gegen Heidenheim. So, wann wird sie ihm sonst Spielzeit geben und ihn wieder ranführen ans Team, wenn nicht in so einem Spiel? Von daher kannst du das irgendwo verstehen, dass man ihn aufstellt. Ja, natürlich aus Trainersicht logisch. Aus Fansicht eher weniger, wenn du siehst, wie ein Tell so da vorher performt hat. Wobei man sagen muss, gegen Heidenheim war Tell jetzt auch wirklich nicht gut. Ja, klar, er hat dann die Vorlage gegeben zu Schuppo, aber ansonsten war er echt auch überheblich und ein bisschen großkotzig. Diesmal war auch nicht gut. Also, ja, aber ich verstehe den Take. Gerd Berger, hast du Bier in der Kaffeetasse? Nee, ich habe gar nichts mehr in der Kaffeetasse, die ist leer. Ich habe auch nichts mehr in meinem Teebecherchen, ich habe nur noch Wasser hier. So ein Ding. So, weiter geht's. Danke, Udo. So, Herbert, vorher darf ich sagen, die nächsten, wenn ihr schon bitte zu uns runterkommt, das ist der Daniel Lindemeyer und der Mario Sauter and Ronald Kitanda also, please come to us. Thank you. Okay, Herbert, es war viel Stoff jetzt. Ja, danke, Stefan. Auf Ich viel würde Stoff sagen, jetzt. Herr Dresen, ich lasse Sie gleich mal zu Herrn Sperling antworten, denn Sie warten schon drauf. Ja. Oder zumindest halt so diesen Übergangsmenschen einfach, ne? Der Gerland war, glaube ich halt, ne? So Co-Trainer bei der ersten Mannschaft dann und trotzdem noch bei der Jugend voll drin. Und ich glaube, das ist, was so ein bisschen abgeht auch. Ich weiß jetzt nicht, wo Herr Sperling sitzt. Ich schaue einfach mal so in die Richtung. Das waren jetzt viele Punkte. Und lieber Herr Sperling, in der Tat, zuhören. Ja, wir haben zugehört, weil in einer der Sitzungen davor, in der vorletzten, kam das Thema auch. Da kam das Thema digitales Ticketing. Und Sie haben ja auch richtigerweise gesagt, wir haben das digitale Ticketing ja ins Leben gerufen mit der Corona-Phase. Es hat uns anschließend enorm geholfen. Es ist übrigens heute das System, mit dem wir 37.200 Jahreskarten ausstellen. Und das deswegen so gut funktioniert, weil nämlich für viele, die dann mal einen Freund ihre Karte geben wollen oder kurzfristig verhindert sind, das damit einfach leichter ist. Aber, Thema Zuhören, damals habe ich erzählt, dass ich einen Brief bekommen habe, einen Brief von einem Fan aus Tippmonning, der mir nämlich genau das schrieb, was Sie gerade gesagt haben. Wenn man nämlich womöglich kein E-Mail hat, kein Handy hat, digital nicht vernetzt ist, und das gibt es durchaus. Und genau deswegen haben wir die haben Sie leider da auf den Boden fallen lassen. Für viele Inhaber dieser Karte ist sie trotzdem wertvoll. Diese Dauerkarte, die nicht mehr so schön ist wie früher, aber deswegen haben wir sie erfunden. 800 Personen haben diese Dauerkarte. Das sind Behinderte und solche, die keine E-Mail-Korrespondenz und digital vernetzt sind. 800 Stück, das war ja auch Ihre Frage. Und dann haben Sie die Souvenirdauerkarte erwähnt. Die Souvenirdauerkarte haben wir damals auch ins Leben gerufen, weil wir zugehört haben. Es hieß nämlich, wenn ihr dann schon digital macht, dann gibt es aber da trotzdem noch welche, die sammeln die. Die wollen die auch weiter sammeln. Die haben womöglich schon 20 dieser Karten, 30 dieser Karten, die wollen die weiter sammeln. Und deswegen haben wir die Souvenirdauerkarte ins Leben gerufen. Von denen haben wir übrigens 520 ausgegeben in der letzten Saison. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir 700
800 von diesen Ersatzdauerkarten ausgegeben haben versus 37.200 digitalen, dann reden wir wirklich über eine ganz, ganz kleine Gruppe, die das nutzt. Und die Alternative, jetzt noch eine 4. Version ins Leben zu rufen, nämlich eine Jahreskarte, wie wir sie früher hatten, ein Scheckkartenformat in Plastik, als Alternative zum Digitalen, da wird es dann echt kompliziert. Und deswegen haben wir diese Ersatzjahresdauerkarte eingeführt. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn wir diese Souvenirdauerkarte mit einem anderen Preis versehen. Da ist ja letzten Endes nur der Selbstkostenpreis drauf. Da geht es auch nicht ums Geldverdienen bei diesen kleinen Zahlen, wenn man mal 500 Stück davon nur ausgibt. Ja. Aber das Bedürfnis, dass wir jetzt eine neue Jahreskarte wieder ins Leben rufen, die alles das kann, was die digitale kann, oder womöglich 2 Systeme parallel zu fahren. Jeder, der sich mit diesen Riesenmassen auskennt, der muss auch akzeptieren, dass man nur ein federführendes System haben kann. Und deswegen haben wir das Digitale. Und für alle die, die eben diese Schwierigkeit haben, haben wir die Notdauerkarte. Und ich bitte um Entschuldigung, dass die nicht so schick ist. Vielleicht überlegen wir und arbeiten wir jetzt mal dran, dass sie etwas schicker wird. Aber sie wird bestimmt nicht die gleichen Möglichkeiten bieten können wie das Digitale. Was ja auch völlig fein ist, Alter. Ne? Das ist halt, ja, keine Ahnung. Muss halt einfach mit leben, jetzt mal ernsthaft. Aber gut, vielleicht, wie sind andere Generationen, da ist das vielleicht alles ein bisschen anders, wa? Danke, Jan. Dann komme ich zu Herrn Naumann. Zunächst mal, Herr Naumann, zu Ihrer Frage zum Campus. Ich glaube, das haben wir heute in fast allen unseren Reden betont, dass wir in der Zukunft ein viel stärkeres Gewicht auf den Campus und die Nachwuchsarbeit legen wollen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir Christoph Freund aus Salzburg geholt haben, weil er dann nachhaltig bewiesen hat, dass er das kann. In Zusammenarbeit auch mit Jochen Sauer erwarten wir uns da in der Zukunft mehr Ertrag aus dem Campus, und da gebe ich Ihnen recht. Und natürlich würden wir auch gern bayerische oder Münchner Spieler haben. Aber das bringt mich zu Ihrem ersten Punkt der Identifikation. Ich glaube nicht, dass wir Identifikation mit dem Verein aufgrund der Herkunft darstellen können, sondern Identifikation müssen wir herstellen über die Werte und über die Ziele des FC Bayern und wie unsere Spieler, unsere Mitglieder und alle im Verein das leben. Und das versuchen wir sehr, sehr stark. Und glauben Sie mir eins, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Aufsichtsrat, ich habe viele Spieler beim FC Bayern erlebt, die außerhalb von Bayern kommen und die auch außerhalb von Deutschland kommen und die sich zu 100% mit Leib und Seele mit diesem Verein identifiziert haben. Stimme ich ihm schon zu. Herr Kienast, was ich jetzt gerade zum Campus gesagt habe, das gilt natürlich auch für Ihre Frage, Talente am Campus. Ich glaube, das haben wir jetzt ausgiebig beantwortet. Und dann würde ich dich bitten, Dieter, zu dem Begriff Jahreshauptversammlung vielleicht Stellung zu nehmen. Ja, Herr Kienast, schön, dass Sie sich über diese Begriffsbildung Gedanken machen. Wir haben das natürlich auch, weil Tradition steht an erster Stelle, und wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir jetzt einfach diesen Begriff streichen dürfen und können in unserer Satzung. Nun, die Idee war, und das ist natürlich immer das Problem, wenn Sie Juristen im Boot haben, die bringen ja manchmal auch vieles durcheinander, aber im Gesetz zum Verein steht halt Mitgliederversammlung, und die heute da sind, sind halt unsere Mitglieder. Und von einer Hauptversammlung spricht man... Ich nehme die Jahreskarte auch ohne Karte, ist kein Problem. Als Jurist nur, wenn es sich um eine Aktiengesellschaft handelt. Und wir wollen eben diese Abgrenzung ganz klar haben. Hauptversammlungen finden bei unserer Aktiengesellschaft statt und Mitgliederversammlungen bei unserem Verein. Ja, aus meiner Sicht, keine Ahnung, muss man sich dann irgendeinen Begriff hochziehen. Ich denke nicht, Alter. Ob das jetzt Mitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung heißt, da jetzt irgendwie auf Tradition rumzureiten, Alter, I don't know. Aber vielleicht auch andere Generationen oder was, weiß ich nicht. Also wegen mir kann das Mitgliederversammlung heißen, wen juckt das? Und abschließend noch, natürlich, lieber Lukas Schneller, würden wir uns irgendwann freuen, wenn Sie im Tor der ersten Lizenzmannschaft stehen. Wo steht er denn? Steh mal auf! Super, Dankeschön. So, Ronald, it's your turn. Ronald Kitanda, da freue ich mich jetzt. Ich glaube, das wird bei uns nie mehr passieren.
dass ein Torwart aus der zweiten Mannschaft, ein junges Talent, in die erste Mannschaft gehen wird. Wird bei uns nie mehr vorkommen. Das wurde damals schon mit Kraft versucht, wo der Van Gaal dann weg war der auch weg. Das ist halt auch einfach ein Sprung, Alter, wenn du so den Neuer hast und auf diesem Niveau wieder einen Torwart haben willst. Das ist halt auch super schwierig, ey. Jetzt sehr drauf, denn ihr wisst, die Fans des FC Bayern München kommen nicht nur aus Bayern, aus dem Freistaat oder über die Nachbargrenzen hinweg, sondern weltweit. Und Ronald hat uns gebeten, er spricht nur Englisch, aber er wollte auch heute hier bei dieser Mitgliederversammlung ein paar Worte an uns richten. Ich habe vorhin schon mit ihm geredet. Ist Ronald da? Ja, ist Ronald, can you hear me? It's your turn right now. So please join us. Jetzt war es Raimund Aumann. Er ist gerade auf die Toilette gegangen. Ja, das ist mal wieder ein Timing. Das passt schon. Dann wollen wir mal nicht hier so sklavisch vorgehen. Dann frage ich einfach mal den Mario Sauter. Mario, du bist schon da. Dann bitteschön. Ja, verstehe ich auch nicht, warum das irgendwie ein großes Dingen ist. Wie gesagt, ich verstehe das auch nicht. Ich kenne aber diese Dingens andere Karte da nicht. Diese, wie hieß es, Ansichtskarte oder was da? Ob die im anderen Format ist oder was, I don't know. Ich denke, es geht halt um diese Funktion dieser Karten halt, weißt du? Dass sie gescannt werden und so weiter, dass du damit rein und rauskommst. Ich denke, so das ist das Thema, was halt in diesem Check-Format nicht mehr funktioniert. Deswegen so eine andere Karte, was weiß ich. Bin da nicht drin im Thema, Alter, kann ich nicht sagen. Also mir wäre das auf jeden Fall Wumpe. Servus, liebe Bayern, servus, liebes Präsidium, servus, Uli Hoeneß und respektabler halber immer noch anwesend auch unser Cheftrainer Thomas Tuchel. Was hat er jetzt gesagt? Respektabel. Warte. Ich einfach mal den Mario Sauter. Mario, du bist... Servus, liebe Bayern, servus, liebes Präsidium, servus, Uli Hoeneß und respektabler halber immer noch anwesend auch unser Cheftrainer. Respektabler halber immer noch anwesend. Alter, was ein Satz. Thomas Tuchel. Respektabler halber, dass er noch da ist, der Thomas. Bevor ich mit dem eigentlichen Punkt anfange, möchte ich kurz eine Und Steffen Freund haben wir jetzt einfach ignoriert, der neben ihm sitzt, oder was? Das ist aber frech. Definition vorlesen. Im soziologischen Sinne beschreibt Mobbing oder Mobben psychische ich hab's dann auch Gewalt, gerafft. die durch das wiederholte und regelmäßig vorwiegende seelische Schikanieren eines einzelnen Menschen definiert ist. Zu den typischen Mobbinghandlungen gehören unter anderem Demütigung, Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen oder eine fortgesetzte, unangemessene Kritik an einer natürlichen Person oder ihrem Tun. Worum es mir da geht, ist, die sogenannten Experten, wobei Gerhard Delling wohl mehr als Experten sagen würden, Matthäus und Hammann mögen verdiente Spieler sein, die auch für unseren Verein gespielt haben. Jedoch fallen beide in letzter Zeit mit übertriebener Kritik gegen Spieler, Trainer und Verein auf. Der Vorstand um Herrn Dresen hat zwar unserem Trainer Thomas Tuchel den Rücken verdient gestärkt, jedoch fragt man sich weiter, was noch zu tun ist. Wie Herr Heiner am Anfang meinte, dass wir alle versuchen, das Richtige... Wie was noch zu tun ist. Ich würde sagen, wir entführen den Didi einfach, knebeln den und setzen den in ein dunkles Loch rein, oder? Glaube ich, das Einfachste. Und dafür sei es ja scheiße, dass einfach ehemalige Spieler ihre freie Meinung äußern, oder? Das ist ja auch schon frech. Das sollte man verbieten in Deutschland, auf jeden Fall. Also Kritik sollte man verbieten, wenn man dann eine andere Meinung hat. Also ist ja frech sowas. Richtige zu tun. Sicher existieren Verträge, die zu Interviews verpflichten. Jedoch frage ich mich, ob man Sky dazu bringen kann, Mobbing nicht weiter zu unterstützen, indem man zu Interviews geht, aber zum Beispiel auch mal mit kein Kommentar antwortet. Solange Sky weiterhin im soziologischen Sinne Mobbern wie Matthäus und Hammann diese Bühne bietet.
Das Richtige wäre, sich gegen Unterstützung für Mobber zu stellen. Es geht auch um die geistige Gesundheit von Trainern. Also das ist der erste Beitrag, den ich lächerlich finde. Muss ich leider sagen, Leute. Also das ist völliger Dummpfiff, was der Typ da gerade labert. Spielern und Verantwortlichen. Damit es nicht wieder im Fußball zu tragischen Ereignissen wegen Depressionen wie einst Hannover 96 kommt. Ja, ich denke, Thomas Tuchel wird sich das Leben nehmen jetzt. Mussten. Und da bitte ich Sie, Stellung dazu zu nehmen, was man noch tun kann, um unser Verein, unser Präsidium, die Verantwortlichen und auch Trainer und Spieler zu schützen. Mario, danke dir. Gut, dann Daniel. Daniel Lindemeyer. Bitte schön. Jeder Rindversorgung. Ja. Servus. Das letzte Mal stand ich hier 2019 und damals habe ich gesagt, Herr Heiner, in den nächsten Jahren wird Bayern keine Champions League gewinnen. Ein Jahr später war es natürlich soweit. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch. Deswegen schlage ich vor, wir beide machen das heute wieder so. Ich sage, wir gewinnen sie nicht. Sie sagen, wir gewinnen sie. Und dann hoffe ich auf das gleiche Ergebnis wie beim letzten Mal. Und ich hoffe dann auf eine Karte von Ihnen. Leichter wird dieses Unterfangen aber sicherlich nicht. Denn auch wenn wir in den letzten Jahren gute Transfers hatten wie De Ligt, Musiala oder Kane, hatten wir auch ein paar Transfers, die waren nicht ganz so gut. 2019 kam Kisors, der schon bei Gladbach keinen Bock hatte. Lucas Hernandez, auch genannt der König der Lohnfortzahlung. Und von dem habe ich diese Woche gehört. Also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt da so manche Beiträge anhöre, ja, dann kann ich mich auch dahin stellen, oder? Schlimmer kann ich auch nicht sein. Es gab bei Bayern nicht diesen Zusammenhalt. Dann sind wir ja froh, dass wir für ihn ein neues Zuhause gefunden haben in Paris. Denn mit Mbappé, Dembélé und Kolo Muani ist das jetzt sicherlich viel geiler. Jetzt ist immer wilder, ja. Am sogenannten Deadline Day 2020 rief mich mittags ein Kumpel an und sagte, du glaubst nicht, wen Bayern gerade verpflichtet hat. Und ich sagte, nein. Und er sagte, Douglas Costa. Ich dachte zuerst, er will mich nur verarschen, aber es war wirklich so. Dann kam an dem Tag noch Eric Choupo-Moting und Ihr Lieblingsspieler, Herr Heiner, Bouna Sarr. Und mit Bouna Sarr, mit diesem Namen konnte ich nichts anfangen. Da habe ich dann bei YouTube nach einem Video gesucht, wo er gut spielt. Und ich suche heute noch. Das ist aber auch schon frech, Alter. 2021 hatte ich dann im Geschäft als Testfahrer das Auto eines gewissen Erling Haaland. Deswegen weiß ich auch, dass Erling Haaland in seinem Navi die Sebener Straße als Top-Adresse abgespeichert hat. Leider hat er dann den Weg nicht zu uns gefunden. Stattdessen kam mit Sadio Das könnte man dann jetzt auch als Mobbing bezeichnen, ja, vielleicht. Mané, ein weiterer Topverdiener, der menschlich nicht so gut war und sportlich, sagen wir mal, hätte er wahrscheinlich funktioniert, wenn man ihm Filippo Inzaghi zur Seite gestellt hätte, der ihm mal zeigt, was Abseits ist. Ich fahre seit 1996 zum FC Bayern, war bei den letzten 4 Finals dabei, habe alles gegeben, um zum Verein zu fahren. Und auch damals hatten wir schon Unruhe, ab und zu mal. Aber an die Rückrunde dieser Saison kam das alles nicht dran. Zuerst war die Neuer-Verletzung, dann die Tapalovic-Entlassung. Sané den Bus verpasst nach Leverkusen, Nagelsmann-Entlassung und was ich auch ganz schlimm fand, sorry Christoph, nach der Niederlage gegen die Dosenkicker aus Leipzig konnte ich mittags Alphonso Davies bei der Hip-Hop-Veranstaltung in München sehen. Das hätte sein Idol Arjen Robben mit Sicherheit nicht so gemacht. Am Schluss habe ich noch eine Idee.
wie der FC Bayern dem Thomas Tuchel einen super Kader zusammenstellen könnte. Und ich denke, das sehen viele hier ähnlich. Wenn wir auf einen Biersponsor verzichten würden und würden im Stadion Augustiner anbieten, dann... Jetzt macht er einen Take. Dann könnten wir uns sicherlich jeden Spieler der Welt leisten. Und ich hoffe aber nicht, lieber Thomas, nicht vergessen, dass es dieser Typ ist von Fulham, der unbedingt zu Bayern wollte und dann in Fulham verlängert hat. Denn bei Fulham verlängert einer nur, wenn er nicht unbedingt weg will von der Insel und weiß, dass er bei einem Top-Club dort keine Chance hat. Vielen Dank. Okay, Daniel, danke dir. So. Ja, sorry, den nimmt doch keiner der Verantwortliche auch nur ansatzweise ernster. Ja, ist ja schön, dass man da jeden reden lässt, aber das ist schon wild, ey. Jetzt ist er da. Ronald, now it's your turn, right now. Der Ronald war vorher kurz austreten. Ich weiß jetzt nicht, was... Ich glaube noch nicht mal, dass es beim Haaland damals um Kohle ging. Ich glaube schon, dass man es gezahlt hatte. Es ging einfach darum, dass ein Levi noch da war. So, wie hättest du das verkaufen wollen? Jetzt also den Levi wegschicken müssen, was wir ja nicht tun. Siehe unsere anderen Granaten, wie ein Gnabry, der seit 3 Jahren keine Leistung bringt. Der ist ja trotzdem noch da. Wie hättest du das kommunizieren sollen? Wenn du den Haaland dann geholt hättest für 100 Millionen plus, wir haben ja gesehen, wir können auch einen Harry Kane holen, dann hätten wir uns damals auch einen Haaland leisten können, brauchen wir nicht drüber reden. Was hättest du den Haaland gesagt? Ja, setz dich mal auf die Bank hinterm Levi oder was? Ein Jahr? Wir gucken mal, ob wir den Levi dann loswerden. So, und auf der anderen Seite, Levi fühlte sich ja schon gekränkt, dass überhaupt das Gerücht da war. Also es war einfach der verkehrte Zeitpunkt. Ne? Das ist das Ding. Ich glaube nicht, dass das am Geld lag. Ich glaube, vom Geld her hätten wir uns auch einen Haaland leisten können. Das Angstbiesler auf Englisch heißt, aber so, jetzt machen wir. Ronald Kitanda, our friends from, oder was? You come from Uganda, huh? From Uganda. Aus Uganda, please. Levi war doch nicht weg da, oder? Wo das damals um Haaland ging? Thank you very much. Okay, bin ich jetzt auch besoffen, oder was? Dear Bayern family. Ja, aber das war ja gewollt, dass wir da in die Saison ohne den Neuen gegangen sind. Ist ja auch Wurst. So, Ruhe jetzt. Ich muss mich konzentrieren, Englisch übersetzen. This is a moment of my life. I never imagined that I'll be able to have this opportunity to speak to you as a family. It has taken me 41 years as a fan of Bayern Munich and also German football. And when I see some of the people I used to hear of when I was a young man, Mr. Uli Hoeneß, I can't believe that I'm in your presence because we would always look in the newspapers. I'm not German, I'm Ugandan. I do not speak German, I'm trying to learn. But I speak a language that we have in common. Guck mal, da sind wir noch mal bei dem Take von vorhin. Er ist natürlich da jetzt vor Ort, ja, aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele wie ihn, ja, die sich wahrscheinlich auch mit dem Verein näher beschäftigen, wie manche, die da jetzt in der Halle hocken und sich mit dem Verein nicht so tief beschäftigen, ne? Und diese Leute haben halt keine Stimme, wenn so Wahlen anstehen, um das nochmal kurz den Take zu bringen. I speak a language of the spirit made by Bayern. I speak a language of joy made by Bayern. And I speak a language of hope made by Bayern. And this language is global. It goes to all parts of the world. And it gives us that global identity as a team. And I'm here as a manifestation of this. Of these 41 years, 12 of these have been a member of Bayern Munich since 2011.
And you can imagine I was in Uganda. But it was through the love that the friends and colleagues that I have in Germany saw for me, that I have for the club, that they went ahead to help me register and be a member. And every year, because I was not here, there was no way I would pay for my annual subscription, or to even have my residence where my membership is going to go to. But these friends of mine would always say, Ronald, the year has come, I've paid your annual subscription. And for over this time, till the last more or less 2 years, my annual subscription of being a member of Bayern Munich has been through the friends here in Germany. And being back in Uganda at the time, I never imagined that I would even ever watch a live Bayern Munich game. This happened just last year when I came to Germany. I never imagined that I would even have the chance of being able to speak to you. But please know that every year, when I received my membership card, it gave me the greatest joy and smile in my heart. And to me, it did not matter whether I would come to Munich, whether I would be here. Certainly, I would wish, but even not having the chance, it wouldn't change my love and commitment for the club of Bayern Munich. My standing here today is a manifestation of the spirit and hope. I want to thank the members of the support team, because I went out to them and said, can I speak? I want to say something, but I was fearing. And I said, can I be able to do that? They said, yes, you can. Go and walk by the registry. I said, I cannot. Can you please escort me there? And she kindly supported me to the desk for me to be able to share and say that I want to speak to my family. I was shivering as I was writing even, because it was one of the greatest moments of my life where I am now with you. I attended my very first annual general meeting last year. And it's when I met Mr. Heiner. Mr. Heiner, you might never know what it meant to me, because when I met you, you asked me, where do you come from? And at times you're meeting, the papers are falling down. I had about 7, all my papers were all falling down, not knowing what to do. And you put your hand over my shoulder, and we took a picture together. It's extremely memorable, because what welcome would I ever receive to have a hug of your president on your very first meeting in the club? It left a lasting impression on me, Mr. Heiner, and I sincerely thank you. So I send these greetings on behalf of so many fans, lovers of Bayern Munich, who would wish to be here, but are not here, to let you know that we are a global brand. And Viva Bayern! Ja. Ronald! Er fühlt den FC Bayern, Alter. Wahrscheinlich mehr wie 70%, die aus Deutschland, Alter. Große Rede, tolle Worte, Ronald. So applause. You made us all having goosebumps right now. Du verstehst dich mehr mit den Feiern als die meisten Zuschauer in der ganzen Arena. Ja, das ist wirklich so, gell, Herbert? Da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man das jetzt hört aus den Worten. Wir haben es alle verstanden. Das waren tolle Worte.
Yeah, first and foremost, thanks very much, Ronald, for your kind words. It really touches our heart, and I do remember very well when we first met. Thanks for being here up on stage. Herr Sauter, Sie haben das Thema unserer Experten angesprochen. Ich habe ja in meiner Eingangsrede auch dazu schon Stellung genommen und insofern kennen Sie auch meine Meinung zu diesem Thema. Und gehen Sie von einem aus, wir werden unserem Trainer oder unseren Spielern, wenn wir der Meinung sind, dass sie ungerecht behandelt werden, immer in voller Mannstärke den Rücken stärken. Das weiß auch Herr Thomas. Und das ist ja auch völlig okay, war, um das Thema vielleicht nochmal kurz aufzugreifen. Ja, da jetzt vom Mobbing zu reden, Alter, weiß ich nicht, in welchen Sphären der lebt, dass er Didi manchmal oder zu 90% Dünnpfiff redet und über die Stränge schlägt, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich mag den persönlich auch nicht. Auch seine Ansichten und Meinungen sind meistens völliger Käse. Warum Sky so jemanden als Experten hocken hat, I don't know, weiß ich nicht. Vielleicht genau deswegen. Das Ganze auf den Lothar zu münzen, fühle ich gar nicht. Ja, ich finde, Lothar macht immer konstruktive Kritik, sagt seine ehrliche Meinung auch fundiert und argumentiert die auch. Ja, und ich bin da voll dabei, was ein Lothar gesagt hat. So, Leute, wer meinen Kanal kennt, ihr wisst selber, wie meine Meinung zu den ersten Spielen war. Die waren grottig. So, wir haben durch Einzelaktionen gewonnen. Die Ergebnisse haben gestimmt. Ja, der Fußball war grottig. Es war keine Weiterentwicklung zu sehen. Punkt. Mehr hat der Lothar nicht erzählt und da gehe ich voll mit dem Lothar. Ja. Ist jetzt besser geworden, haben wir ja auch so klar gesagt. Ja, aber da jetzt vom Mobbing zu reden, ey, also das geht mir einen Tacken zu weit. Klar muss man da sensibilisiert für sein, so was da damals im Enke passiert ist und so weiter. Oder auch schon damals bei uns mit dem Deißler, mit dem Leistungsdruck und sowas. Natürlich sind das alles Menschen, da müssen wir nicht drüber reden. Ich denke aber gerade in der heutigen Zeit, das kann man schon gar nicht vergleichen, so mit der Enke und der Deißler-Zeit, weil heute wächst du mit Social Media auf, Alter. Nehmt nur ein YouTube-Video, sucht euch da die ganzen Ballerbieren-Kommentare raus. Da musst du selbst mit leben, wenn du deine Meinung sagst. Selbst der Lothar oder ein Didi muss damit leben, dass sie auf die Fresse kriegen, Social Media mäßig. Das betrifft ja nicht nur, wenn man seine Meinung zum Tuchel sagt, das betrifft ja andersrum genauso. Also, weiß ich nicht. Da muss man ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben und jeder sollte das Recht haben, seine Meinung zu äußern. Ja. Klar, mit dem gewissen Respekt, mit einer gewissen Authentizität und dann ist doch auch gut. Ja? Und da muss man immer auf dem Boden bleiben. Wenn man sich das dann so zu Herzen nimmt, was so ein Didi Hamann äußert, dann weiß ich auch nicht. Ja? Dann ist man auch irgendwie im verkehrten Film. Ja? Den kann man da labern lassen und gut ist. Den nimmt doch eigentlich eh keiner ernst, der sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt. Ja? Meine Meinung. Wollte ich nur noch mal sagen zu dem Thema. Ne? Und ja, Social Media ist Schmutz. Die Anonymität darin ist noch mehr Schmutz. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja. Menschen sind Arschlöcher. Ja, müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Viele Menschen geilen sich daran auf, dass es anderen Menschen schlecht geht. Oder guckt euch meinen YouTube-Kanal an. Verlieren wir ein Spiel, mache ich ein Thumbnail, wo ich so da sitze, habe ich das 5-fache an Klicks drauf, als wenn ich ein Thumbnail mache, wo wir gewinnen und ich so da sitze. So, da siehst du schon, wie die Gesellschaft tickt. Ja, das ist aber ein gesellschaftliches Ding und jeder, der in der Öffentlichkeit steht, bei mir natürlich im super kleinen Maße, ja, mit meinen 2000 Abonnenten und hier jetzt ein paar People im Livestream, aber selbst ich muss damit leben, ja. Ich habe genug Kommentare, die auch scheiße sind, auch mal unter die Gürtellinie gehen. Ja, keine Ahnung, wenn ich mir das zu Herzen nehmen würde, dann dürfte ich halt hier nicht sitzen, Alter. Dann dürfte ich das nicht machen, was ich mache und gut, ja. Und ich denke, ein Fußballer oder auch ein Trainer heutzutage, die wissen auch, worauf sie sich einlassen. Ja? Also wenn nicht, dann ist auch irgendwas verkehrt. Also von daher, ja, immer mal ruhig bleiben. Ne? Jeder Heiner Englisch kann, fantastisch. Ja gut, komm, das sollten die ja auch können. Das wissen auch unsere Spieler und so werden wir auch weiterverfahren. Herr Lindemeyer, wir können gern wieder so einen Deal machen, dass Sie sagen, wir gewinnen die Champions League nicht und ich sage, wir gewinnen sie. Bevor wir diesen Deal aber machen, lassen Sie mich erst noch mit unserem Trainer sprechen, damit ich seine Meinung zu dem Thema kenne und dann können wir gerne den Deal machen. Der Trainer braucht erstmal eine Holding Six.
Ja, ich meine, zu den Transferaktivitäten kann man unterschiedlicher Meinung sein. Sie haben es ja auch angesprochen, wir haben etliche sehr, sehr gute Transfers gemacht. Wir haben auch den einen oder anderen Transfer gemacht, der nicht so funktioniert hat. Aber auch das hat jeder Verein und hat man immer. Es gibt keinen Verein, wo man sagt, man macht 100% Transfers. Ja, und damals mit den Cuisson, dass man das versucht hat von Gladbach, fand ich völlig legitim, Alter. Weil es war ein Talent, der hat die Ansätze gehabt, dass er vom Charakter her schwierig war, wusste man, ja, man hat es trotzdem versucht, ja, hat ins Klo gegriffen, fertig. Ja, aber ist doch legitim, Alter. Obwohl wir im besten Glauben waren, aber ich glaube, das wird immer passieren, da geht es nur uns nicht so. In Summe aber, glaube ich, spricht der Erfolg des FC Bayern auch dafür, dass wir die richtigen Spieler zum FC Bayern holen. Ja, aber da kann ja nicht jeder mit umgehen, wa? Das ist ja, was ich sage. Wenn man seine Meinung vertritt und das öffentlich macht, dann muss man halt auch damit leben, was daraus resultiert. Ja? So, wenn man das nicht kann, dann sollte man das nicht tun. So, ganz einfache Kiste. Ne? Aber das ist halt so eine Persönlichkeitssache, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich denke, in der heutigen Zeit weiß man halt, worauf man sich einlässt. Ne? Wenn du heutzutage dich hinsetzt und irgendwie Videos machst oder auch nur deine Meinung irgendwo äußerst, musst du halt damit leben, dass da irgendwelche Ballerbieren kommen, dich bedrohen oder sonst was machen. Ja, da musst du dann einfach mit umgehen können. Ne? Ich möchte abschließend noch einen Satz sagen, den Sie, glaube ich, eher im Spaß gesagt haben, aber trotzdem will ich dazu Stellung nehmen. Wir sind mit unserem Sponsor, mit unserem Biersponsor der Firma Paulaner und mit Frau Alexandra Schörkhuber mehr als zufrieden und unheimlich dankbar für... Ja, Junge. Trotzdem trinkt jeder FC Bayern-Fan, der was von sich hält, Augustiner, Alter. Punkt. Leute, mit Spaß, ne? Das, was Sie für uns in den vielen Jahren getan haben. Aber soll er auch sagen, das ist einfach eine Kohlefrage. Die Sie uns immer zugutekommen haben lassen. Und ich Bei kann Bier Ihnen hört's sagen, auf, mir schmeckt Ihr Bier sehr, sehr gut. Mir schmeckt Augustiner aber viel, viel besser. Obwohl ich auch einen Paulaner ganz gern mal trinke. Aber Augustiner ist schon so das Geilste für mich persönlich jetzt. Herzlichen Dank. Und ich denke, das kann man als Bayern-Fan auch mal vorbringen. Ne? Das ist schon wirklich ein Trauerspiel, dass in der Allianz Arena kein Augustiner gibt. Punkt. Gut, danke schön. Dann Ist sogar ein Paulaner Fanclub. Ey, da war ich auch mal. Gab's nicht mehr von der Nationalmannschaft? War das nicht Paulaner? Nee, das war kein Paulaner, oder? Weiß ich nicht. Bild. Nein, kannst du doch mal äußern da, mein Gott. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, das ist halt Sponsoring und ja, da wird der genommen, der am meisten zahlt und das Bier gibt's da. Punkt. Ne? Solange man sich da nicht hinstellt und irgendwie Isenbeck-Pilz in München verteilt, denke ich, kann man als Bayern-Fan damit auch leben. Bitte, Rudi Grabmeier aus Taubenbach, früh losgefahren, eine Stunde hat er braucht. Rudi, come on, du kennst dich ja nur wirklich aus, du kennst den Weg ans Mikrofon. Gibt's. Und dann bitte schon zu uns kommen, der Christian Steffen und der Peter Artmann. Ihr seid danach dran. Christian und Peter. Und jetzt der Rudi. Bitteschön. Der Rudi. So, servus beieinander. Zu diesem Zeitpunkt natürlich sind schon einige Sachen von meiner Liste gestrichen. Keine Angst, heute wird nicht gesungen, obwohl die Stimmung sehr, sehr gut ist. Ich glaube, die Stimmung ist auch deswegen auf alle Fälle besser, weil es was zum Trinken gibt hier in der Halle. Und das war einer meiner Anträge von der letzten Versammlung. Und herzlichen Dank, dass es umgesetzt worden ist. Also, wir sind jetzt wieder auf dem Niveau, ja? Alles klar, da wissen wir, worauf wir uns einstellen müssen. Weil egal wie viele Stunden, wenn man was zum Trinken hat, ist es einfach angenehmer. Auch einer meiner Punkte von der letzten Versammlung war die Angleichung des Mitgliedsbeitrags. Auch da war ich froh, dass heuer 50 plus 15 Euro abgebucht worden sind. Und diese 5 Euro mehr können wir gut brauchen. Das haben wir auch gehört und die Kosten sind ja da. Ja, vielen Dank, dass wir das umgesetzt haben. Zur Tradition möchte ich was sagen. Der FC Bayern hat an der Spitze einen Niederbayern, einen echten Bayern. Das, glaube ich, ist schon mal wirklich Tradition und der macht seine Sache sehr, sehr gut. Wie auch die Kollegen, Professor Dieter Meier, seine Satzungsgeschichte, ich war auch mal dabei bei dem Forum. Ich muss sagen, da ist sehr, sehr sachlich, sehr, sehr offen diskutiert worden, immer wieder respektvoll miteinander umgegangen.
Und das Ergebnis, glaube ich, kann sich sehen lassen. Es war wichtig. Nee, du kannst leider keine Links posten. Leider deaktiviert, dass Links gepostet werden können. Kannst du mir aber privat schicken über Twitch. Sollte gehen. Und richtig, dass jetzt diese Satzungsänderung durch ist. Auch da nochmal ein großes Dankeschön an Professor Dieter Meier. Walter Menekes braucht man, glaube ich, nichts dazu sagen. War wieder ein hervorragender Vortrag. Ich selber habe mir kurz vorgestellt in kurzen Hosen und dann bin ich gleich weitergegangen. Da möchte ich zu Jan Driesen kommen. Wunderbar, dass er weitergemacht hat. Super. Und natürlich Michael Dieterich, der neu eingestiegen ist, nächstes Jahr dann die brutalen Zahlen vorliest. Und da, glaube ich, können wir alle stolz und froh und glücklich sein, dass wir beim FC Bayern sind, bei diesem größten Verein der Welt. Und ja, wie gesagt, der FC Bayern natürlich hauptsächlich Fußball, aber auch der Basketball. Wir sind der einzige Fanclub nach wie vor des FC Bayern, die Red Bulls Taubenbach, die beides organisiert unterstützen. Also auch da der Appell vielleicht nochmal an alle, die noch da sind oder weitergeben. Der Basketball, wir haben jetzt nächste Woche wieder am 15.11. Der Fußball hat ja Pause in der Champions League. Wir machen Euroleague nächste Woche gegen Belgrad, Partizan Belgrad. Einfach dabei sein. Da ist die Stimmung immer wieder super, muss ich sagen. Und einfach und da gibt es bestimmt auch was zu trinken in der Halle. Glaube ich, da wird es dann von selber laufen. Aber jetzt einfach nochmal die Burschen unterstützen, das ist auf alle Fälle immer wieder wert und ein großes Erlebnis. Und Thema Stimmung ist wirklich auch ein Thema bei mir, nicht bloß jetzt auf dem Mittwoch, wo es mich auch furchtbar ärgert und der Stamberger Fabi hat mir viele, viele Punkte schon vorgenommen als erster Redner. Mir hat es unglaublich geärgert, was da los war in der Arena, weil ich für mich und für unseren Fanclub unglaublich viel Arbeit und Aufwand betrieben habe, dass das nicht passiert, was dann passiert ist. Am letzten Tag hergeben die Tickets, am vorletzten Tag zigtausende Anrufe, alle abwimmelt von türkischen Fans. Und wenn man dann sieht, dass andere anders gearbeitet haben, sollte man das schon nochmal nachverfolgen und ein bisschen hinterfragen, wo denn und warum sie es gemacht haben. Ja, wie gesagt, das ist ja ganz einfach rauszufinden. Ne? Jeder auf der Tribüne hat jeder Platz eine Nummer und dann weißt du auch, wo das Ticket hingegangen ist, zu welchem Fanclub und da, wo es hingegangen ist, ja, dann kriegen die halt erstmal ein Jahr oder zwei keine Tickets. Bam, schon ist Ruhe. Haben und vielleicht doch ein bisschen mal auf die Pelle rücken. Das war jetzt nochmal meine Vorgabe an Michael Dieterich. Gibt genug andere Fans, die gerne Tickets haben wollen. Also. Dem ja sein Ressort ist, dass er da einfach nochmal ein bisschen Druck gibt. Ansonsten glaube ich, gibt es so viel Lob, so wunderbare Zahlen. Wir sind einfach einmalig, einfach spitze. Die Dialoge, die geführt werden, sind brutal gut. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist der Dialog, das Thema Stimmung beim Fußball. Auswärts grandios, da ist unsere Kurve immer absolut hinter der Mannschaft. Ja, weil er keine in der Arena selber haben wir schon noch Nachholbedarf, sage ich jetzt einmal. Da gibt es schon noch Möglichkeiten, dass wir das ganze Thema vielleicht auch nochmal wirklich ein bisschen professioneller mit Fanclubs und Fans und unserer Kurve, unsere Ultras einfach nochmal ein bisschen versucht, Anregung zu finden, ein bisschen mehr Dialog führt. Vielleicht auch mit Einbindung von Stefan Lehmann, seines Zeichens ja weltbester Stadionsprecher und der Herr des Mikrofons in der Arena. Vielleicht, Stefan, dass wir da miteinander irgendwo noch mehr einen Weg finden. Ansonsten, wenn der Termin bleibt, so wie er jetzt ist. Das Problem ist, ich habe das ja schon mal angesprochen, ne? Du hast halt die Südkurve, die Mitte, da sind die Ultras, da sind auch ein paar andere, die Bock haben, die stehen dann da, geben Vollgas. Du hast dann rechts und links in der Südkurve die Stehplätze, da stehen dann fast ausschließlich Fanclubs rum. Da hast du dann auch ein paar dabei, die Bock haben. Du hast aber auch ganz viele dabei, die da einfach stehen und keinen Bock haben, irgendwie die Mannschaft mit anzufeuern. Da ist halt ganz wenig koordiniert. Die Mitte der Südkurve ist koordiniert, alles andere ist gar nicht koordiniert. Wenn die in der Mitte was anstimmen, bis das dann links ankommt, dann sind die schon viel, viel weiter da und ach, das ist ein Graues teilweise, ne? Das ist ganz wild, also da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial vorhanden. Da müssen sich aber teilweise auch die Fanclubs an die Nase fassen. Da stehen halt teilweise Leute rum, Alter, die halt einfach keinen Bock haben. Die sollen sich halt am besten auf die Tribüne hocken, da können sie die Fresse halten, die haben halt einfach im Stehplatzbereich nichts zu suchen, Alter. Sonntag um 11 Uhr Start, hat der Präsident schon gesagt, Weißwürst, aber die hat es leider nicht gegeben. Das darf man dann für nächstes Jahr, wer es nicht mag, aber
Weißwürst und vielleicht ein alkoholfreies Weißbier. Das, glaube ich, ist uns für uns Bayern schon einfach was Heiliges. Am Sonntag um 11 Uhr, wenn es losgeht, dann können wir das gut so lassen. Und ansonsten wünsche ich einfach alle noch einen wunderbaren Verlauf der restlichen Redner. Nochmal alles Gute. Da hier vorne gibt es was zum Trinken, aber jetzt gibt es auch unten. Und unsere Männer da hier vorne, macht es weiter so. Dann haben wir nächstes Jahr nicht bloß die Schale, sondern vielleicht doch den Pokal noch dazu, den wir brauchen, weil einer ist ja schon weg. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für alles, was macht. Macht so weiter. Danke, Rudi. Herr Grabmeier. Hey. Da müssten wir die Satzung schon wieder ändern. Mitgliederversammlung raus, Weißwurstfrühstück draus machen. Also, pass auf. Peter Artmann. Peter, da ist er. Servus. Servus FC Bayern. Erste Jahreshauptversammlung und schon rede ich dann. Meine Vorredner, was soll man da noch dazu fügen? Fabi, wunderbar. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich sitze sehr oft in der Südkurve und ich frage mich, wer diese Choreografien immer organisiert und ob der FC... Du sitzt in der Südkurve und fragst dich, wer diese Choreografien organisiert. Junge, dann sitzt du aber irgendwie falsch, Alter. Du musst halt einfach mal in die Südkurve runtergehen und mal mit den Leuten sprechen. Dann weißt du auch, wer das organisiert. Bayern Alter. sich daran auch finanziell beteiligt. Also man hat ja schöne Bilder und überall. Ich weiß es nicht, ob vom FC Bayern dazu was kommt. Okay. Wir haben heute sicherlich gesehen, wie viel Identifikationen der FC Bayern schaffen kann, auch für mich und Herr Freund, wir als Landsleit. Wir haben da jetzt vielleicht irgendwie, ich habe vorhin schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ja kein Bayer bin und noch dazu lebe in Nürnberg und fliehe jetzt praktisch für einen guten Fußball nach München. Und ich komme aber trotzdem gern zum FC Bayern. Den Herrn Tuchel kann ich nur voll und ganz unterstützen. Und meine eigentliche Frage an den Herrn Heiner war ursprünglich, oder ist es nach wie vor, wir haben vor der Frauen-WM oder während der Frauen-WM gehört, dass beim Frauenfußball mit der Bezahlung es anscheinend nicht so gut ausschaut, beziehungsweise die Spielerinnen Handlungsbedarf sehen, in Richtung Mindestlohn oder Verdienstausfallentschädigungen. Und jetzt das ist schon wild, oder? Wenn du darüber nachdenkst, Richtung Mindestlohn. Stellt euch das mal vor, Alter. Stellt euch mal vor, du sagst mal bei den Herrenmannschaften, ja Leute, wir werden jetzt ab nächstes Jahr nur noch Mindestlohn zahlen. Oder weniger wie Mindestlohn. Alter, da fällt dir ein Ei aus der Hose, oder? Ich würde mich gerne mal interessieren, wie Sie das sehen, beziehungsweise ob der FC Bayern in Richtung DFB da Druck machen würde. Das war es eigentlich schon. Dankeschön, Peter. Wird gleich geantwortet. Und dann der Christian. Noch in diesem Also beim DFB kriegen die nur Mindestlohn, oder was? Aber sicher geht es dann auch dem Ende zu. Aber jetzt, Christian Steffen, bitteschön. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Mitglieder. Als ich heute bei der Wortmeldung meinen Wortmeldebeitrag anmelden wollte, hatte ich das große Glück, heute mit dem Herrn Muth gesprochen zu haben. Der ist nämlich der Geschäftsführer der Allianz Arena GmbH. Und da haben wir einige Themen schon im Vorfeld abräumen können. Und zu den Ergebnissen möchte ich kurz Stellung nehmen, weil es eigentlich was Gutes zu berichten gibt. Mein Wortmeldungsbeitrag wäre gewesen, stellvertretend für alle, die eine Gehbehinderung, Einschränkung haben, wie kommen die in Zukunft noch ins Stadion? Denn seit dieser Saison hat die Allianz den Arena-Shuttle-Service an der Esplanade eingestellt, was sehr bedauerlich ist. Allerdings hat der FC Bayern selbstständig reagiert und ab sofort fährt der FC Bayern mit 2 Shuttles wieder über die Esplanade vom Eingang der U-Bahn, unten auf dem Platz, wo die Esplanade beginnt, bis zur Kurt-Landauer-Brücke. Und das finde ich toll. Nur mal zur Einordnung. Also wenn man die Esplanade mal vermisst, vom Startpunkt bis zum Endpunkt, sind es Luftlinie 700 Meter. Also quasi sozusagen 7 Fußballfelder.
Und ich wurde anfangs der Saison, habe ich mich selber durchgefragt, ich nutze diesen Shuttle nicht, weil ich zum Glück ihn nicht brauche, habe aber leider Gottes feststellen müssen, dass so viele, die diesen Shuttle dringend benötigen, sich wirklich ins Stadion kämpfen mussten für diese Spiele. Und wenn man sich vor Augen führt, 700 Meter, das ist wie wenn Sie in der Halbzeit einen mit Unterarm-Gehstöcken 7-mal hin und her zwischen den Toren laufen lassen. Das möchte keiner sehen und deswegen finde ich es sehr gut, dass das beseitigt worden ist. Herr Messthaler und Herr Muth, herzlichen Dank dafür. Der zweite Punkt meines Anliegens war zum Thema Einlasskontrolle im Stadion. Das habe ich auch mit Herrn Muth, weil er ist ja quasi, da ist man ja direkt an der Quelle und da haben wir das schon quasi beschlossen, dass wir da auch besser werden können. Denn es ist nun mal so, ich habe es auch heute wieder erlebt, ich habe mal was mitgebracht, das ist die Stadiontasche, die vor Jahren der FC Bayern uns zugesandt hat per Post. Da ja nur im DIN A4-Format quasi Taschen erlaubt sind. Also DIN A4-Format, das kennt ja jeder, hier das Stadionmagazin, passt da wunderbar rein. Dass es reinpasst, braucht man quasi ein bisschen, ich sag mal, eine Toleranz-Knautschzone. Also ich denke, dass das auch deswegen so bedacht wurde. Jedoch musste ich heute leider feststellen, dass das Personal, was auch hier in der Rudi-Siedelmeier-Halle Audidom die Einlasskontrolle durchgeführt hat, nicht wusste, dass das erlaubt ist. Und deswegen habe ich das dem Herrn Muth gesagt. Und im Endeffekt ist es ja nur eine organisatorische Frage. Ich weiß natürlich auch, dass es immer wieder Wechsel gibt beim Personal. Und die muss man auch immer wieder neu einführen. Aber es wäre schon hilfreich, dass Sie das dann auch alle wissen, dass das erlaubt ist. Zum anderen, Dankeschön. Zum anderen ist es auch so, wenn Sie eine Fahne also Stadionfahne ins Stadion mitbringen wollen, ist es ja ganz klar geregelt, wenn man auf die Homepage von der Allianz Arena geht, da steht genau DIN A4-Format, Tasche, wunderbar. Da steht auch drin 1,50 Meter Fahnenlänge bis zu 1,50 Meter Fahnenlänge, also Kinderfahne ist ja wesentlich kleiner, ist das kein Thema. Das ist kein Fall für die Materialprüfstelle zwischen den Eingängen. Da werden ja normalerweise nur Sachen geprüft, die es zur Anmeldung braucht, wo man eine Genehmigung dafür braucht. Er ist richtig deutsch, Alter. Wenn ich ja im Vorfeld schon quasi die Kriterien erfülle, dann erwarte ich normalerweise als Fan auch, dass das Personal, was mich kontrolliert, dass das auch in Kenntnis gesetzt worden ist, was erlaubt ist und was nicht. Und diesbezüglich habe ich das dem Herrn Muth auch unterbreitet, dass es ja ein Unding ist, wenn ich gehe seit 30 Jahren ins Stadion und hatte immer eine Fahne dabei als Kind und dieses Problem ist nie gelöst worden. Und deswegen hatte ich den Vorschlag dem Herrn Muth unterbreitet, es gibt so viele Eingänge, wenn jetzt am Eingang 1 oder am Eingang 35 einer mit einer Fahne kommt, und der Partner weiß nichts davon, wie lang die Fahne sein soll. Da machen die solche Augen. Und dann schicken sie aus lauter Verzweiflung sie an Eingang 18, um das Material zu prüfen, was eigentlich gar nicht prüfenswert wäre, wenn sie das wüssten. Und aus diesem Grund würde ich mal vorschlagen, dass an jedem Eingang in Höhe von 1,50 Meter vielleicht du kannst ja nicht den Verdienst von den Frauen mit den Männern oder ein gleichstellen, Maßband hingestellt wird. Problem ist halt, wenn so eine Frau bei einer WM ist 4 Wochen und dann Verdienstausfall hat und kein Geld bekommt, ist halt schon scheiße, das Problem gelöst. Es könnte einfach sein. Weil die kriegt halt keine 20 Mille im Jahr, dass sie das mal eben ausgleichen kann, diese 4 Wochen Verdienstausfall. Ich denke mal, darum geht das Ganze. Mein letzter Punkt. Der letzte Punkt ist die Becher sind nicht... Philosophie. Das ist zwar breit gefasst, aber ich möchte dazu nur eins sagen, ich bin schon froh, dass wir jetzt eine modernere Satzung heute doch hinbekommen haben. Aber man muss auch sagen, sich in einer Satzung
hineinzuschreiben, was die Werte sind, das ist das eine. Aber man muss sie auch leben. Und ich habe diesen Antrag, der ja nicht, der zurückgezogen worden ist, vom Herrn Weinreich gehört. Ich bin, weiß Gott, nicht immer einer Meinung mit Herrn Weinreich. Aber ich finde, in einem Punkt hat er recht. Nämlich, dass das Mir san mir, das sind wir alle. Das sind wir Mitglieder, das sind Sie als Präsidium, das ist der Vorstand der AG, das sind die Spieler, das Trainerteam. Wir können nicht ohne das Team und das Team kann nicht ohne uns. Das heißt, mir san mir, wir gehören zusammen. Und deswegen, eines verstehe ich dann auch. Muss ich ganz kurz mal widersprechen, bevor er sein Take macht. Ich denke, man hat während der Corona-Pandemie gesehen, ja, dass das Team auch ohne uns kann, wa? Auch nicht. Wenn ich einen Wertekodex mir gebe, an den sich die Mitglieder halten sollen, mittlerweile muss das Präsidium sich ja auch an Paragraph 2 halten. Das ist ja auch neu, meines Erachtens. Und dann finde ich auch, dass das auch für die Spieler, das Trainerteam und alle, die in diesem Verein eigentlich tätig sind, sonst können wir ja irgendwann machen, mir san mir und die san die. Also wir haben ja vor 2002 haben wir das ja beschlossen, dass wir die AG haben, dass wir da eine gewisse Beinfreiheit haben. Aber wie Herr Heiner schon gesagt hat, was unser Spieler Nasraoui gemacht hat, das darf sich nicht wiederholen. Und ich finde, wenn in Zukunft, und ich muss da Mainz 05 ansprechen, weil die haben ja erst gesagt, sie hätten ihn rausgeschmissen. Dann musste ich eine Woche später erfahren, sie haben ihn quasi wieder ins Boot geholt und kaum war das der Fall, ging es schon wieder los. Also, das war dann auch nicht konsequent, da wurde es dem FC Bayern mehr angelastet, dass man jemanden begnadigt. Und bei Mainz 05, dann hat man gesagt, ja, die spielen gegen Abstieg, die machen das nicht, was im Endeffekt ja gar nicht stimmt. Aber sollte sowas vorkommen, dann darf man auch die Werte nicht gegenüberstellen, dass man dann sagt, okay, ein Spieler, da wo wir auf der Position keinen mehr haben, dass das mit einfließt. Wie gesagt, ich finde, wir sollten uns alle dran halten und dann, glaube ich, sind wir alle. Sein Take fühle ich, ja, den hätte er ein bisschen ordentlicher mal bringen können und vielleicht direkt am Anfang und nicht erst sein, keine Ahnung, neidischer Nachbargefase da loswerden sollen. Aber sein Mainz-Take ist natürlich ein bisschen falsch, weil ja, der wurde suspendiert, dann wieder zurückgeholt, dann hat er wieder Scheiße geholt und haben sie ihn rausgeschmissen. Also. Stück weiter und ich denke, dass das mit der neuen Satzung eher ein Fortschritt ist wie ein Rückschritt. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, Christian. Naja, er hat ja so ein bisschen das Mazraoui-Thema angesprochen, aber er hat sich ja nicht getraut, da jetzt mal wirklich Kante zu sagen. So, das war jetzt viel. Ich darf ganz gleich, 5 haben wir ja noch. Die Bettina Schöndorfer. 5 haben wir noch. Markus Alter, ich muss was essen, Thorsten Fäth, wenn ihr bitte schon zu uns kommt. Ansonsten... Ja, dann kommen wir zur Beantwortung der Fragen. Zunächst mal, lieber Rudi vom Fanclub Red Bull Taubenbach, herzlichen Dank für deine positiven Worte. Das mit an den Weißwürsten arbeiten wir natürlich noch. Ich hab den Uli Hoeneß schon angeguckt, ob er eventuell der Lieferant ist. Da werden wir noch reden müssen. Aber was ich gerne noch mehr aufgreifen würde, ist ein Appell, dass viele zum Basketball auch in der Zukunft kommen. Denn das ist ganz toller Sport, der hier im BMW-Park geliefert wird. Und wenn der eine oder andere von Ihnen Zeit hat, bitte kommen Sie auch gerne zum Basketball. Die Jungs werden es Ihnen danken. Herr Artmann, Sie haben den Frauenfußball bei uns angesprochen. Wir zahlen, glaube ich, unsere Frauen im Vergleich mit der ganzen Bundesliga sehr, sehr gut. Bianca Rech, wenn sie heute hier wäre, würde das sicherlich bestätigen. Aber ich verstehe auch Ihren Appell, wo Sie gesagt haben, ob man nicht auf den DFB Druck machen kann, dass dieses eine gesellschaftliche Verantwortung ist, auch, dass wir die Frauen entsprechend bezahlen, nicht nur beim FC Bayern, sondern auch im Rest der Bundesliga.
Und last but not least, Herr Steffen, Sie, glaube ich, haben alle Ihre Vorschläge und Punkte ja schon mit dem Herrn Muth und mit dem Herrn Mesthaler besprochen. Nichtsdestotrotz habe ich mitgenommen, dass der letzte Vorschlag mit dem Maßband oder Meterstab, wie auch immer, das geben wir auch gerne nochmal weiter. Ich kann nicht sagen, ob das umsetzbar ist oder nicht, aber wir geben es auf alle Fälle weiter. Und ansonsten habe ich gehört, dass Sie die anderen Vorschläge bereits mit Herrn Muth und Herrn Mesthaler besprochen haben. Und natürlich abschließend ist es klar, dass wir uns alle kann aber auch froh sein, dass er das schon mit Herrn Muth besprochen hat. Und an die neue Sonst wäre das schwierig Satzung zu halten geworden. haben. Nicht nur die Mitglieder draußen, sondern das gilt genauso hier für Vorstand und Präsidium. Soweit, so gut. Dann ist die Bettina schon da. Markus Müller und Thorsten Feth kommt bitte auch vor. Und dann bitte das Wort Bettina Schöndorfer. Grüß Gott beieinander. Schön, dass wir alle wieder uns sehen bei der Veranstaltung. Wir haben ja schönerweise die 11. Meisterschaft in Folge feiern dürfen in einem Herzschlagfinale. Die Frauen haben dem nur Sahnehäubchen aufgesetzt, indem sie 11 Tore geschossen haben am Abschlusstag. Und dann stand die Meisterfeier an, am Marienplatz. Es war wieder überfüllt. Ich habe Glück gehabt, dass ein Ordner sich mal kurz weggeduckt hat, damit ich überhaupt Platz gefunden habe, ganz hinten. Und dann habe ich mich erinnert an alte Zeiten. Da gab es einen Autokorso durch die Stadt, die Leopold runter. Und man hat auch am Eingang heute schon gesehen, die alten Bilder, der Arjen Robben im Cabrio mit der Meisterschale, mit dem Pokal, war wunderbar. Und ich hätte die Anregung, dass man vielleicht wieder so eine Art Autokorso macht oder, wenn das für die Spieler zu gefährlich wäre, in einem offenen Bus, der dann vom Campus runterfährt zum Marienplatz, sodass mehr Leute der Mannschaft nochmal zujubeln könnten. Das wäre mir schon ein Anliegen. Und dann hätte ich noch ein persönliches Anliegen. Ich als Frau gehe ja gern shoppen, ja, unterstütze da auch immer wieder den FC Bayern. Es gibt schöne Herrenkollektionen, wo die Frauen leider außen vor sind. Das heißt, das Bomber-Shirt zum Beispiel vom Gerd Müller muss ich zweimal umkrempeln an den Ärmel, damit man den roten Fingernagellack sieht. Aber wäre schön, wenn es das auch in kleineren Damengrößen gäbe. Vielen Dank. War's schon. Warst du schon, Bettina? Dankeschön. Ja, das war schon. Markus Müller? Markus, zu viel Klimakleber. Da ist er. So. Was? Ja. Ich weiß nicht, wie jetzt immer zu dieser Annahme kommt, dass das so ist. So. Wer ist er denn? Vor 4 Jahren habe ich auch schon hier oben gestanden. Damals habe ich die Transferpolitik bemängelt. Ich habe gesagt, dass sie zwar keine Farce war, aber dem so ziemlich nahe kam. Ja, so habe ich es ungefähr wortwörtlich gesagt. Aber das, was ich jetzt dann Du fettes Schwein, du Menschenfeind, habe ich verstanden. diesem Sommer abgespielt hat, also ich ordne das Ganze mal so ein bisschen ein. Also wir holen mit einem Thomas Tuchel einen Trainer, der hat in Paris und in Chelsea bewiesen, dass er mit großen Stars umgehen kann, dass er die Champions League gewinnen kann. Und jetzt stellt sich dann der Trainer im Sommer hin, nach der Sichtung seines Kaders und sagt, ja, er ist ein bisschen dünn, ich brauche eine Holding Six. Dann kann ich es ehrlich gesagt nicht verstehen, wie man sich vor die Presse stellen kann und sagen kann, ja, wir haben 4 Sechser, von denen einer mittlerweile in Liverpool spielt. Wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen anschaut, Goretzka hat in Dortmund zum Beispiel gezeigt, dass er eigentlich wirklich der klassische Box-to-Box-Player ist. Das hat er richtig klasse gemacht. Der Leimer kommt über seine Wadenbeißer-Mentalität und über den unbändigen Willen, so wie damals auch der Olic oder ein Jens Jeremies. Und der Joshua Kimmich, der möchte eigentlich alles auf dem Platz machen, kann es aber leider nicht so ganz, weil ihm keiner so wirklich den Rücken frei hält. Jetzt haben wir den Pavlovic gesehen. Ich finde, der hat das gestern auch richtig klasse gemacht. Der braucht halt aber auch noch ein bisschen Zeit. Würde mir wünschen, dass der natürlich auch diesbezüglich seine Chance
bekommt. Jetzt hat man dann natürlich selbst gemerkt, ja, wir bräuchten vielleicht wirklich eine Holding Six. Und dann kommen wir zum Ende der Transferperiode und wir geben dann so Spieler ab wie Stanisic und Pavard und das Ganze ohne Ersatz. Warum? Warum gebe ich einen Spieler ab, wenn ich noch gar nicht weiß, dass ich für ihn Ersatz bekomme? Was da in dem letzten Tag sich abgespielt hat, ich habe da teilweise minütlich oder sekündlich dann aktualisiert, um zu gucken, dass jetzt dann endlich der Transfer bestätigt wurde. Und dann kam tatsächlich die Ernüchterung, keine Freigabe. Was war eigentlich zum Beispiel mit einem ablösefreien Xhaka aus Arsenal London? Man sieht, wie wichtig der zum Beispiel jetzt für Leverkusen ist. Der ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. So einer würde uns auch gut zu Gesicht stehen. Ja, so. Was ist jetzt? So. So. Ja, es kommt noch weiter. Jetzt haben wir natürlich einen Stanisic und einen Pavard abgegeben. Pavard, der Innenverteidiger spielen kann, Stanisic, der das auch machen kann, also quasi zwei etatmäßige Rechtsverteidiger. Und wir haben jetzt momentan eigentlich mit Mazraoui unseren etatmäßigen Rechtsverteidiger. Leimer muss natürlich auch ab und zu dort aushelfen. Saar hat es jetzt gestern eigentlich auch nicht so schlecht gemacht. Jetzt haben wir aber tatsächlich nur 3 Innenverteidiger und einer fällt bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich aus. Upamecano quält sich 60 Minuten, also man hat es tatsächlich auch wieder gesehen, er quält sich tatsächlich so ab Beginn der zweiten Halbzeit, was ja auch verständlich ist, dann schon und man muss dann wirklich schon Angst haben um seine Gesundheit. Zum Glück ist es bis jetzt noch nicht so gekommen, dass er sich wieder ernsthaft verletzt hat, aber es ist tatsächlich der buchstäbliche Ritt auf der Rasierklinge. Wie können wir eigentlich behaupten, dass wir einen großen Kader haben und wollen dann auf 3 Hochzeiten spielen? Also wenn man jetzt mal vergleicht, 2013 hatten wir 29 Spieler im Kader. 2020 waren es 27 Spieler und da habe ich jetzt aber auch schon Dayaku und Will ausgeklammert. Heuer sind wir 23 Spieler und dazu zählt ein Tarek Buchmann, der leider wieder verletzt ist, ziemlich lange ausfallen wird, Bouna Sarr, Franz Kretzig und Pavlovic. Kretzig macht eine Menge Spaß, ich möchte ihn gerne öfters sehen, genauso wie Pavlovic, aber ich meine, wir reden von der Champions League, da ist es dann vielleicht noch nicht ganz so weit. Wir müssen auch dazu im Auge behalten, dass im Winter Abstellungen von Min Jae Kim, Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting und Nusayr Mazraoui stattfinden werden und wir auch da, gerade was Februar betrifft, sehr dünn besetzt sind. Und im Februar beginnt dann auch die Rückrunde von der Champions League. Gut. So. Ich würde mir wünschen, wir haben ja jetzt heute auch gewissen Gewinn festgestellt, dass wir wirklich dann auch dieses Geld tatsächlich im Winter für einige Spieler, die uns in der Breite auf jeden Fall weiterhelfen, in gewissen Spielen unsere etablierten Spieler auch entlasten können, dass wir da tätig werden auf dem Markt. Und abschließend möchte ich noch sagen, wir waren eigentlich immer dann erfolgreich, wenn wir geschlossen zusammengestanden sind. Wie jetzt zum Beispiel, als sich der komplette Vorstand hinter Thomas Tuchel gestellt hat, nachdem er sich da zu einem Rundumschlag ausgeholt hat gegen die sogenannten Experten. Ich würde mir wünschen, dass wir auch in Zukunft wieder zu dieser Geschlossenheit zurückkehren. Und zu Thomas Tuchel sage ich, gebt diesem Mann Zeit und alles, was er will, und er wird uns zum Erfolg bringen. Danke. Markus, danke dir, Markus Müller. So, die letzten 3. Thorsten Fäth, bitteschön, du bist der Nächste. Und dann noch eine Jahreshauptversammlung ohne in Gerlein, Hansi, zum Schluss. Ja, das hat unsere Transferaktivität nochmal zusammengefasst. Aber jetzt der Thorsten Fäth, bitteschön, Thorsten.
Thorsten, was geht ab? Liebe Bayern, liebes Präsidium, mein herzlicher Dank an alle, die sich so engagiert eingebracht haben rund um die Neufassung unserer Satzung. Mein Dank geht an das Präsidium. Ich möchte aber auch ausdrücklich die Geschäftsstelle rund um Benny Volkmann und sein Team einschließen und meinen herzlichen Dank aussprechen. Und natürlich auch an alle Mitglieder, die sich engagiert in den beiden Foren eingebracht haben. Ich hatte selbst auch die Möglichkeit, im Mai teilzunehmen an dem ersten Forum und ich kann bestätigen, was auch heute ja schon mehrmals gesagt wurde, das war ein sehr offener, konstruktiver Austausch, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und hier auch nochmal mein Dank, Professor Mayer, an Sie, beziehungsweise auch an die beteiligten Rechtsanwälte, die uns hier unterstützt haben. Ja, wir haben jetzt eine gute Satzung, aber zur DNA unseres Clubs gehört doch, dass wir immer auch besser werden wollen. Es gab auch mal einen, der hat gesagt, weiter, immer weiter. Ich sage mal, besser, immer besser werden, das gehört auch sicherlich zur DNA unseres Clubs. Herr Professor Mayer, Sie sprachen vorhin auch davon, dass es ja noch weitere Gespräche und Telefonate gibt mit Mitgliedern, insbesondere auch mit Dr. Daniel Timmermann. Hier geht es ja um das Thema Teilwahl des Verwaltungsbeirates. Also ob die Mitglieder, wir alle, einen Teil des Verwaltungsbeirates wählen und das Präsidium anschließend die weiteren Verwaltungsbeiräte beruft. Dr. Timmermann und andere Mitglieder streben hier mit Ihnen zusammen eine gemeinsame Lösung an, einen gemeinsamen Austausch. Und da wäre der Vorschlag meinerseits, lasst uns gemeinsam eine Arbeitsgruppe bilden. Gregor Weinreich hat vorhin auch eine Arbeitsgruppe ins Gespräch gebracht rund um die Thematik Werte. Ich mache hier den Vorschlag rund um die Thematik Verwaltungsbeirat. Und lassen Sie uns gemeinsam da versuchen, noch besser zu werden im Sinne unseres Clubs und den Strukturen und unserer Satzung zum Wohle unseres Clubs. Genau. Vielen Dank. Das war mein Beitrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. So, Michael Ott, bitteschön, der Nächste. Stefan, sollen wir zuerst... Obwohl der erstmal, ja natürlich. Ich sag's nur, der Michael noch und der Hansi Gerlein, wenn ihr euch schon Standby haltet. Und jetzt natürlich erstmal... Schon ziemlich leer da geworden, wa? Ja, fangen wir an mit der Frau Schöndorfer. Zunächst mal, Frau Schöndorfer, verstehe ich Ihren Wunsch absolut. Auch für uns wäre es toll, erstmal natürlich Meister zu werden und dann wieder ein Autokorso zu veranstalten. Ich weiß, dass es da auch Überlegungen beim Vorstand gibt. Es ist leider nicht ganz so einfach aufgrund der polizeilichen Vorschriften, der Sicherheitsvorschriften. Aber dieser Gedanke ist auch bei uns schon diskutiert worden und wir gucken mal, ob wir ihn umsetzen können. Zum Thema Frauenkollektionen. Das ist richtig, was Sie sagen, speziell dieser Artikel, den Sie angesprochen haben, den gibt es nicht in Frauengrößen. Es gibt aber immer mehr Artikel bei uns in der Kollektion für Frauen, auch in Frauengrößen, auch in Kindergrößen und daran arbeiten wir und was ich weiß, wird das auch weiter ausgebaut, weil auch immer mehr Nachfrage da ist. Ja, also wenn mehr gekauft wird, dann wieder ausgebaut. Das ist alles normal. Zum Thema Transfer, glaube ich, wollten Sie noch was sagen, Herr Dresen? Ja, das kann ich ganz kurz halten. Nicht alles läuft immer im Transferfenster, so wie man sich das wünscht. Auch dieses Jahr hätten wir uns das eine oder andere auch vielleicht noch anders gewünscht. Aber wichtig ist, dass unterm Strich wir ein positives Fazit, glaube ich, ziehen können. Und dafür ist es uns ganz gut gelungen. Ansonsten nehmen wir Ihre Anregungen gerne auf, Herr Müller. Schwierig. Gerne, Dieter, willst du noch was zu Herrn Feth? Herr Feth, vielen Dank zunächst für die positive Beurteilung unserer Foren. Wir nehmen den Gedanken auf und werden, so habe ich es auch mit Dr. Timmermann besprochen, am Ball bleiben und das weiter diskutieren, inwieweit eben der Verwaltungsbeirat hier auch möglicherweise noch zusätzlich besetzt werden kann. Ich denke, das sollten wir dann ausdiskutieren, wenn wir wieder zusammenkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Gut, dann der vorletzte Redner. Nochmal Michael Ott, bitteschön. Der Ott nochmal, da hau ich mir noch glatten Lebkuchen in die Birne, Alter.
So, liebe Mitglieder, eigentlich wollte ich mich jetzt nicht nochmal zu Wort melden, habe mich aber kurzfristig dann doch dazu entschlossen, weil ein wichtiges Thema hier nicht unausgesprochen bleiben darf: die Sponsoring-Partnerschaft mit Ruanda. Und kann man ruhig mal ansprechen. Und ich weiß schon, Herr Hoeneß, wir sind hier nicht bei Amnesty International. Deswegen möchte ich statt Amnesty heute den Deutschlandchef von Human Rights Watch zitieren, der dieses Sponsoring als wörtlich eine ganz, ganz schlechte Wahl bezeichnet hat und Ruanda als wörtlich ein Staat, in dem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Im Demokratieindex liegt Ruanda sogar noch hinter Katar. Das muss man erst mal schaffen. Dazu unterstützt Ruanda Rebellengruppen im Krieg im Kongo, die abscheuliche Verbrechen begehen, Kinder ermorden, Frauen vergewaltigen. Regierungskritiker und Journalisten werden in Ruanda verfolgt, teilweise getötet. Das macht doch ganz klar, Ruanda ist kein Land, für das man eine heile Welt-Tourismuskampagne fahren kann. Naja, ist auf jeden Fall schwierig, ne? Jeder, der dachte, nach dem Ende des Katar-Sponsorings hätte bei der Vereinsführung ein Umdenken stattgefunden, wurde jetzt eines Besseren belehrt. Es geht nach wie vor ausschließlich ums Geld. Menschenrechte sind demgegenüber schlicht und einfach egal. Wir verhalten uns moralisch genauso verwerflich wie in den letzten Jahren. Das ist beschämend. Und wenn ich dann noch höre, dass sogar Journalisten von unserer Presseabteilung unter Druck gesetzt angegangen werden, weil sie kritische Fragen zu Ruanda oder Katar stellen, dann muss ich mich echt fragen, wo sind wir denn hier eigentlich? Das kann doch wirklich nicht sein. Das ist nicht Bayern-like. Und Herr Hoeneß, wenn Sie möchten, dass auf der JHV in Zukunft nicht mehr über Menschenrechte diskutiert wird, dann schlage ich doch vor, dass Sie im Aufsichtsrat der AG dafür sorgen, dass keine Deals mit solchen Schurkenregimen mehr abgeschlossen werden. Dann können wir endlich wieder nur über Fußball reden. Vielen Dank. Ja, musste gesagt werden. Ob man die Meinung teilt oder nicht, sei jedem selber überlassen. Aber es musste gesagt werden. Da freue ich mich schon drauf, lieber Herr Ott, wenn wir mal mit Ihnen über Fußball reden. Wir haben eine Partnerschaft mit Ruanda geschlossen, das ist richtig. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das aus 2 Gesichtspunkten tun und dass diese Partnerschaft im Übrigen nicht... Wenn jetzt diese Argumente kommen von wegen, ja, dadurch wird das alles besser da, alles gut und schön, die Argumente kannst du bringen, solange du nicht die Kohle nimmst. Ja, dann macht man das ohne Kohle, dann kann man diese Argumente für mich sehr gerne bringen, um zu sagen, wir möchten da das Augenmerk drauf bringen, vielleicht ändert sich dadurch was, durch die Partnerschaft mit dem FC Bayern, Blasels, kannst du alles bringen, aber nicht, wenn du dafür Kohle kriegst. So, da musst du keine Kohle dafür nehmen, dann lasse ich das Argument gelten. Ansonsten ist es einfach nur heuchlerisch. Ansatzweise etwas zu tun hat mit einer anderen Partnerschaft, Sponsoring, das wir vorher mit Qatar Airways haben oder hatten. Im Übrigen bin ich auch beeindruckt, wie sehr Sie sich dort auskennen. Also ich hätte mir diese klaren Statements in dieser Eindeutigkeit nicht bei allem so getraut. Ich war nämlich noch nicht in Ruanda. Aber ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die schon in Ruanda waren. Und ich habe mich im Übrigen auch sehr gefreut über Ronald Ikanda, der aus Uganda kommt. Das ist das, wer das nicht weiß, das nördliche Nachbarland von Ruanda. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten in Ruanda engagiert. Zivilgesellschaftliche Einrichtungen wie die Friedrich-Ebert-Stiftung, das Goethe-Institut und andere engagieren sich dort, um
in Ruanda, das seit dem Genozid ein stabileres Land ist, natürlich anders gemessen werden muss, als wir das aus unserer doch so gesetzten, zufriedenen und doch auch sehr von Wohlfahrt geprägten zentraleuropäischen Seite tun, engagieren sich dort, um dort Wohlstand, um dort Infrastrukturen, um dort Entwicklung zu schaffen. Wir haben also mit Ruanda eine Partnerschaft gemacht, auf nicht Bestreben von irgendwelchen Vertriebsmenschen, die wir losgeschickt haben, oder Agenturen, die wir losgeschickt haben, um neue Sponsorchecks ausgefüllt zu bekommen. Nein, wir haben eine Partnerschaft begonnen, weil wir aktiv von Ruanda, von dem ruandischen Sportministerium und vom ruandischen Development Board angesprochen wurden. Und wir haben deshalb auch anders als das andere Top-Clubs, die hier eine Partnerschaft, wie beispielsweise Arsenal mit Ruanda haben, das auf zwei Beine gestellt. Wir haben das auf das eine Bein gestellt von Grassroot-Projekten, von der Unterstützung der Entwicklung von Kinder- und Jugendfußball für Jungs und Mädchen. Übrigens, kleine Anmerkung am Rande, es gibt in Ruanda unglaublich viele Frauen in gehobenen Positionen, in höchsten Positionen, sowohl in Politik als auch in Unternehmen. Ruanda hat aber auf der anderen Seite, ist ein bettelarmes Land, das in den letzten 20 Jahren große Fortschritte geführt hat und erreicht hat bei der Verbesserung von Wohlstand und dem Einkommen der Menschen dort. Dort liegt es nicht in diesem Index so schlecht. Es hat natürlich einen Präsidenten, der ehedem mal gewählt wurde, der seit mittlerweile über 2 Jahrzehnten da ist. Und immer wenn man so lange irgendwo ist in diesen Ländern, entwickelt man womöglich auch Dinge, die wir aus unserer westeuropäischen Sicht völlig anders sehen. Aber wer wären wir, die wir aus unserer Münchner Brille, der es uns hier so gut geht, beurteilen dürfen und können, was dort richtig und was dort falsch ist? Wir haben also auch einen zweiten Teil unserer Partnerschaft, wo wir ein Sponsorship haben. Und wer sich mit Sponsorship im Tourismus beschäftigt, wird sehen, dass fast überall auf der Welt, wenn es solche Sponsorships gibt, die in der Regel immer auch mit Staaten sind, nie mit einem einzelnen Unternehmen. Wir haben das in Istrien so gehabt, beispielsweise, wo wir selber auch Sponsor waren. Und so gibt es andere Sponsorships von anderen Clubs auf der Welt, auch mit Staaten. Das ist der einzige, wenn man es denn überhaupt wenden will, der einzige Vergleich, der mit Katar stimmt. Und da war es eigentlich Qatar Airways. Wir bekommen dort also Geld dafür, dass wir Bandenwerbung machen. Ruanda liegt von einem bettelarmen Land. Nur mal so als Take, den er gerade selber gebracht hat. Nochmal. Ich fühle seine Takes, wenn er sagt, hier, Blasöls, hier, Verbesserung, wir bauen da Plätze, Jugend, hin und her, alles gut und schön. Wenn man kein Geld von diesem bettelarmen Land dafür bekommen würde, würde ich das fühlen, würde ich sagen, ja super, dass ihr das versucht. Leute, wir müssen uns doch nichts vormachen, wir kriegen Kohle dafür, wahrscheinlich nicht wenig Kohle, sonst würden wir uns diesen Stress nicht aussetzen, Punkt. Ja, man hat wieder nicht die Eier, das zu kommunizieren. Rechtfertigt das jetzt wieder mit irgendwelchen scheinheiligen Scheiß. Nochmal, das heißt ja nicht, dass das schlecht ist, dass man da versucht, was zu ändern. Aber dieses Scheinheilige, dann mach es doch. Mach es doch und nimm nicht das Geld von dem bettelarmen Land, sondern versuch doch da, auch ohne dass du dafür Geld bekommst, wird dir ja kein Zacken aus der Krone fallen, wenn du da dreimal in deinen 90 Minuten die Ruanda-Bandenwerbung für umsonst reinmachst, wenn das doch so toll ist, dass man das Land da versucht, bessere Wege zu führen, Alter. Liegt weder am Meer, noch hat es große Reichtümer an Bodenschätzen. Ruanda braucht in irgendeiner Form Entwicklung. Und deswegen gibt es in Ruanda 2 wesentliche Punkte. Das eine ist die Entwicklung. Naja, das Problem in Ruanda ist, dass das Volk ist halt bettelarm, aber natürlich die Regierung, oder wenn man das Regierung nennen kann, ja, die haben Kohle wie die, guck dir Katar an. Ja, da ist das ja nicht anders. Die Scheiß hocken auf der Kohle und die Arbeiter, die da aus anderen Ländern wie Sklaven gehalten werden, so, die haben auch keinerlei Geld. So ein Ding halt. Entwicklung von Infrastruktur im Sinne einer Messestadt. Die Hauptstadt Kigali ist mittlerweile die zweitwichtigste Messestadt auf dem Kontinent Afrika. Ohnehin sollten wir uns mal angewöhnen, nicht jedes Land in Afrika mit dem anderen Land gleichzusetzen. Es gibt dort unglaublich viele Länder auf einem Kontinent, der deutlich größer ist als Europa. Hier würde niemals einer alles über eine Lanze brechen in Europa. Und der zweite Teil, den wir dort machen, oder der zweite Teil, wo Ruanda Wirtschaft und Wohlstand entwickelt, das ist eben Tourismus. Es gibt dort einen sehr hochpreisigen Safari-Tourismus. Deutschland gehört übrigens zu dem Land, das das zweitmeiste Geld dort ausgibt im Safari-Tourismus. Und das bringt dort Infrastruktur.
Dann kannst du das auch zurückholen als FC Bayern. Also wenn die Deutschen da die Kohle raushauen, können wir die Kohle auch wieder rausnehmen. Punkt. Ist doch völlig legitim, Leute. Verbessert das Leben der Menschen vor Ort. Also wollen wir uns jetzt entscheiden. Wir bringen kein Geld dahin, wir entwickeln dort nichts, also geht es den Menschen weiter schlecht. Oder wie sollen sie sich weiterentwickeln? Also bringen wir jetzt da Geld hin, weil wir Geld von denen kriegen. Das ist sein Take, oder was? Weil wir Bandenwerbung machen, fliegt jetzt jeder Zweite, der den Spiel vom FC Bayern sieht, nach Ruanda, um seine Safari zu buchen. Das ist jetzt sein Take, oder was? Dadurch wird alles besser. Schon wild. Ey. Und weil wir dieses Problem sehen und weil wir natürlich damit auch, und darauf lege ich großen Wert, von Anfang an offensiv umgegangen sind, im Übrigen auf der ersten Pressekonferenz, wo wir das gesagt haben, Fragen natürlich zugelassen haben. Ich habe da selber gesessen. Ja, selber ich habe auch jede Frage beantwortet, die mir gestellt wurde. Genau. Also weil wir da was tun wollen und weil wir mehr tun wollen und es besser machen wollen als das letzte Mal, haben wir uns auch zusammengesetzt mit Vertretern der aktiven Szene aus der Kurve. Haben dort diskutiert, haben auch die Schwächen gefunden, haben auch nicht nur akzeptiert, sondern auch zur Kenntnis genommen, weil das ja auch nicht falsch ist, dass dort nicht alles so läuft, wie wir das aus unseren demokratischen Maßstäben so haben wollen. Natürlich haben wir auch zur Kenntnis genommen, was Human Rights Watch sagt. Deswegen müssen wir aber nicht alles richtig finden, was Human Rights Watch sagt. Und haben beschlossen mit unseren Fans, dass wir über das, was wir hinaus, ich Ihnen gerade gesagt habe, was wir machen wollen, darüber hinaus auch mit unseren Fans aus der aktiven Szene ein Projekt dort gemeinsam machen wollen. Ob das mit einer der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die aus der Bundesrepublik dort heute schon tätig sind, wie Friedrich-Ebert-Stiftung oder andere machen, oder was völlig Neues, keine Ahnung. Aber wir wollen gemeinsam mit Ihnen, mit Vertretern unserer Fans aus der Kurve, auch mit kritischen Vertretern unserer Fans aus der Kurve, dort gemeinsam was machen und daran werden wir uns auch messen lassen. Und das ist ja auch alles super. Das spreche ich ja auch nicht ab. Ne? Nochmal, das ist alles super, wenn man diese Initiative hat. Da macht das Ganze doch, ohne dass du Kohle von diesem Land kriegst. So, dann hast du doch einen guten Take, dann kannst du dich auch wieder preisen lassen. Ja, das hört sich so an. Ja, wir nehmen mal das Geld, wir wissen, das Geld ist blutverschmiert, aber dafür machen wir das und das, damit das nicht mehr ganz so blutverschmiert ist. So kommt das halt für so einen ungebildeten Menschen, was Ruanda angeht, bei mir gerade an. Und nur ein letzter Punkt noch. Mittlerweile haben wir übrigens auch jemanden hingeschickt. Das ist ja nicht so, dass wir das nur aufgeschrieben haben und dann sagen, wir wollen uns engagieren. Nein. Wir haben vorhin eine beeindruckende Rede von Ronald gehört. Afrika ist ein Kontinent der Chancen. Wir engagieren uns dort auch im Rahmen unserer Afrika-Engagements im Sinne der Entwicklung des Jugendfußballs, sowohl in Elite-Akademien in Westafrika als auch in Ostafrika, in Ruanda. Und so haben wir mittlerweile... Ja, das klar, engagieren wir uns da, aber natürlich auch nicht uneigennützig. Ja? Ist ja wohl auch klar, warum wir uns da engagieren, oder? Einen ehemaligen Torwart von uns hingeschickt, nämlich den Bernhard Hirmer, der dort eine Entwicklung mit begleiten soll, wo aber auch künftig Trainer und Scouts ausbilden. Das war jetzt eine lange Rede. Ich komme auch da an der Stelle zum Schluss, weil ich könnte noch viel, viel mehr erzählen, aber es ist mir einfach wichtig zum Ausdruck zu bringen, dass es uns wichtig ist und dass wir wahrhaftig sein wollen und dass wir dieses Projekt auch gemeinsam mit den Fans machen werden und dann hoffentlich im nächsten Jahr auch da an der Stelle vielleicht ein Stückchen über Erfolge und Entwicklung besprechen dürfen. Danke. Bin gespannt. Dankeschön, Jan-Christian Dresen. So, Freunde, last but not least. Ich habe schon Angst gehabt, dass jetzt 13 Höselwanger kommen, aber es kommt nur einer. Der Chef. Hansi Gerlein, bitte schön. Oh ja, ich sage euch was. Also, grüß euch Gott nochmal im Land, liebes Präsidium, lieber Vorstand, Alexander. Ja, ist doch ein guter Abschluss, euch. das merke ich schon. Schön, dass alle da seid, Uli. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, hat sich ja schon ein bisschen so eingebürgert, dass ich normal, ich habe schon gesagt, wie viel bekommen wir von Ruanda? Ich weiß nicht, wir haben halt so Staffelungen und die sind halt in die höchste eingestiegen, irgendwie Platin, Premium Partner oder was weiß ich. Keine Ahnung, genaue Zahlen erfährst du da ja eh nicht. Ja, wie gesagt, ich habe meine Meinung ja gerade dazu gesagt. Ne? So kommt das bei mir an. Ich bin da aber auch nicht drin im Thema. Aber nochmal, das muss jeder so auch für sich immer beantworten. Klar, wird es nicht schlecht sein, wenn wir da wirklich irgendwas versuchen aufzubauen und so weiter, keine Frage. Dass man das aber dann jetzt macht, weil man Geld von diesem Land bekommt, finde ich halt immer schwierig, weißt du? Und warum hast du es dann nicht vorher gemacht? Ja, fällt uns ja auch kein Zacken aus der Krone, wenn du sagst, ja, wir blenden so 3-4 Mal die Bandenwerbung ein, weil wir einfach
Afrika unterstützen wir wollen das Land Ruanda unterstützen. Ist doch gut, ist doch auch super, wenn man da ein bisschen westliche Standards einbringen will, wie auch immer. Ja, dass man das jetzt macht, weil man Geld dafür bekommt, ist halt immer so ein bisschen komisch. Alter. Aber I don't know. Vielleicht bin ich auch einfach nicht tief genug drin in dem Thema und kann mir da nicht wirklich eine Meinung bilden. Ist halt meine persönliche Meinung auf Unwissenheit. Ja, für mich fühlt sich das ein bisschen komisch an. Ich stelle aber gerne einen Antrag. Ich hoffe, das ist mit der neuen Satzung auch noch möglich, Dieter, aber ich hoffe schon. Und ich weiß ja gar nicht genau, ob mein Antrag zu der Tageszeit überhaupt einen Sinn macht, aber mittlerweile habt ihr es tatsächlich geschafft. Also, dass die Uhrzeit so weit vorgedrungen ist, dass man sich durchaus schon das eine oder andere Bierchen leisten kann. Und ich muss ja sagen, es war eine unfassbar schöne Bayernwoche, nachdem das ja in Saarbrücken nicht so gut gelaufen ist, aber dann Dortmund und auch das sehr, sehr schwere Spiel gegen Galatasaray mit den ganzen Umständen, wo da sind. Und gestern auch ein sehr schweres Spiel gegen FC Heidenheim. Und heute eine tolle Jahreshauptversammlung, viele tolle Beiträge, auch die kritischen, gehört dazu in der Demokratie bei uns. Kann man sich das auch anhören, jetzt habt ihr es mit Bravour gemacht. Respekt. Und ich muss sagen, wir haben ja ein Fußballverein, aber ich habe auch wahnsinnig viel gelernt heute wieder, was darüber rausgeht, über den Tellerrand hinausschauen, auch mit der Satzung und so. Ich habe da auch mal bei so einem Satzungsforum teilnehmen dürfen, als Sprecher vom Arbeitskreis Fan-Dialog, und es ist immer toll, wenn man beim FC Bayern daheim ist, also so wie bei uns in Höselwang, aber da ist natürlich auch wunderschön. Klar, es war am Anfang kritisch mit der Jahreshauptversammlung Sonntag, da sollen die Leute am Mittag eigentlich beim Wirt sitzen und nicht da auf der Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung, aber ich muss im Nachhinein sagen, das hat jetzt super passt. Der Wirt hat zu und wenn ihr jetzt dann heimfahrt, dann könnt ihr noch schön einkehren, dann freuen sich meine Kollegen. In diesem Sinne möchte ich gerne zum Schluss den Antrag stellen, jetzt für die, die so lange ausgehalten haben, noch auf eine halbe Freibier oder vielleicht eine kleine Brotzeit oder was es noch hergibt. Und da möchte ich mich jetzt schon mal bedanken für die es dann spendieren müssen. Ich gehe mal davon aus, dass an dir die Rechnung zu dir geht, aber das ist ja dann in Ordnung. Wir freuen uns. Dankeschön und ich wünsche euch einen schönen Abend und für euch, kommt's gut heim. Vierte! Macht super Rede. Ist das denn da Ja, lieber Hans, wenn ein Antrag so charmant vorgetragen wird, dann können wir dem kaum widersprechen. Richtig, Frau Schörkower, dann gibt es jetzt auch richtig gutes Paulanerbier zum Schluss. Ja, meine Damen und Herren, nachdem jetzt keine weitere Wortmeldungen mehr vorliegen, das hatte ich auch gerade im Kopf, Alter. Und bevor ich die ordentliche Jahreshauptversammlung 2023 beende und Hans sein Glückwunschreigen beendet hat, möchte ich mich noch ganz herzlich bei unseren Gebärdensprachdolmetscherinnen, bei der Frau Lena Schmidt-Bese und bei der Frau Michaela Mayer bedanken. Außerdem bedanke ich mich, wie schon angesprochen, bei der Paulaner Brauerei und bei Coca-Cola für die großzügige Unterstützung bei der Getränkeversorgung heute für uns alle. Und hiermit beende ich die Jahreshauptversammlung um 15:57 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. Danke für Ihre Teilnahme und kommen Sie alle gesund und gut nach Hause. Herzlichen Dank. Werden wir. Wild. Wild. Ich bin fertig, Leute. 6 Stunden fast. Halleluja. Der letzte würde so gerne mal Englisch sprechen hören. Eieiei. Leute, ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns ja morgen nochmal, 18 Uhr, wa? Dann können wir ein bisschen über das Sportliche quatschen oder auch noch gerne was jetzt hier abging. Aber jetzt wird das kurz und schmerzlos. Auch wenn Mr. Tuckelton hier nochmal Abos verschenkt. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, morgen 18 Uhr gehen wir nochmal rein in die Länderspielpause. Können wir nochmal Wochenende sportlich ein bisschen nachbequatschen. Und ja, in diesem Sinne, Leute. Und danke Mr. Tuckelton für 2 verschenkte Abos, ne? An The Reaper und an Twitch. Sonntag ist auch schon rum, ja. Wild, ne? Oh, was jetzt nicht geschieden wird. Ich drück die Daumen. Bis morgen.